Moin moin, hallo, hi hu, mosa. Willkommen hier zu einem neuen Stream von der Xenoblade Chronicles 3. Es ist wieder fast einen Monat her, auch mit diesem Spiel, genauso wie es bei Horizon letztens war. Ich habe vergessen, wie die Lautstärkeeinstellungen für dieses Spiel sind. Das wird also spannend. Ja, heute der schon weit vorher angekündigte Nebenmissionen-Livestream. Wir werden heute das Spiel nicht durchspielen, das wird im nächsten Stream von diesem Spiel passieren. Ich denke mal, ich werde dafür nicht lange brauchen. Allen Erwartungen nach 3 bis 5 Stunden, denke ich, um das Spiel storymäßig durchzuspielen. Wir werden schauen, aber heute versuchen wir, alle Nebenmissionen zu machen, die ich derweil vorbereitet habe. Was eigentlich so gut wie alle sein sollten. Wir schauen mal rein. Wir machen das Spiel laden. Nur für, okay, das ist auf jeden Fall zu laut hier. Wie gesagt, ich muss die richtigen Lautstärke-Level noch finden. Wir gehen hier hin. So. Also, was habe ich vorbereitet? Ich habe herausgefunden, wie ich meinen letzten Helden rekrutieren kann. Und das machen wir heute. Das ist dann eine Nebenmission, der wird einen zweiten Teil haben. Das ist nicht vorbereitet, weil ich ihn ja nicht habe. Ich weiß nicht, was ich machen muss, um das vorzubereiten. Okay, auch zu laut. Das ist also wirklich so 30 der Level. Okay, das ist leiser als sonst. Nicht wundern über das Zittern. Mein Controller ist am Anfang, wenn ich die Switch bespiele, ein bisschen störrisch und driftet. Aber ich muss immer wieder feststellen, dass sich das nach ein paar Minuten Spielzeit legt. So, wir haben unsere Helden. So, all diese Helden. Und ich habe, das habe ich schon getestet, ich habe für jeden dieser Helden die Ascension-Mission freigespielt. Für jeden einzelnen. Nur machen können wir sie nicht bei 2 von denen. Nämlich Monica und Gondor. Sie sind freigespielt, aber da sie in der Main-Story involviert sind, kann ich sie gerade nicht machen, bis ich das Spiel durchspiele. Das wäre also ein Grund, Post-Game zu machen bei dem Spiel. Ansonsten haben wir es für alle freigeschaltet. Bei den beiden wird es, glaube ich, ein bisschen mehr Arbeit dauern. Also, weil irgendwie war die sofort verfügbar. Das ist das, wo wir jetzt gerade sind. Aber manche von denen sind leichter und schneller zu accessen als andere. So. Und dann haben wir noch die Ascension-Mission für 4 unserer Main-Party-Mitglieder. Nämlich Tyon, Senna, Juni und Lance. Für Noah und Mio haben wir sie schon im Laufe der Main-Story gemacht. Für Noah war das die mit Chris und für Mio war das die mit Miyabi. Die haben ihre Ascensions auch schon draußen, deswegen können die mit ihrer eigenen Klasse auch bis Stufe 20 gehen. Darum geht es mir aber nicht, dass sie Stufe 20 haben. Mir geht es darum, dass ich diese Voice-Story-Sequenzen alle noch im Spiel mit drin habe. So, das war das Vorwort. Jetzt schauen wir erstmal wegen Synchronität als allererstes. So, die Vorbereitung. Gib mir eine Sekunde. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, wir warten, wir schauen. So, die Vorbereitung. Gib mir eine Sekunde. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well, that's nice. Das hat gewirkt. So. Okay. Dann schauen wir mal, wo wir anfangen. Ich glaube, anfangen tun wir bei dem, was wirklich am einfachsten ist und mit am schnellsten geht. Dafür nehmen wir als allererstes mal Kamurabi in die Party. Und schauen mal, dass wir das aus dem Weg kriegen. Also wir gehen hier hin, das ist die falsche Region, die obere Ebene. Zu Kolonie Omega. Let's go. Eine Sache wird noch interessant herauszufinden. Obwohl ich weiß, wie ich den neuen Charakter bekomme, weiß ich nicht ganz, wo ich hin muss. Ich habe 2 Sachen, die offen sind, die mit dem auf jeden Fall verknüpft sind. Eine Sache haben wir schon gemacht. Wir sind dem fehlenden Charakter tatsächlich in der Story schon einmal begegnet und ich habe es komplett vergessen. Hey Kevin.
Hab's endlich bis zur City geschafft, jetzt mit einem Level 52er Team unterwegs. Weil dann bist du set. Dann bist du sowas von set. Ich habe das letzte Kapitel, glaube ich, mit 57 oder so erreicht. Also, da brauchst du dir dann keine Gedanken machen. So, die Quest, die wir hier offen haben, ist sogar die für den neuen Helden. Aber deswegen sind wir nicht hier. Nicht deswegen. Wir schauen mal. So. Das, was wir jetzt machen, ist im Prinzip keine Quest, es ist nur eine Sache. Als ich hier war, habe ich nicht herausgefunden, dass man da drin rein kann. Und damit fängt es dann auch schon an. Da drin ist nämlich etwas. Perhaps we should pay a visit to the lab. There might still be something hidden there. Genau. Danke, dass du es erwähnst, Tyon. Ich weiß natürlich nicht, ob hier zur Seite was ist. Ich bin nur einmal durchgegangen, dann war eine Cutscene getriggert. Und wann immer eine Cutscene getriggert war, die gevoiced war, habe ich ausgemacht. Dann wusste ich nämlich, dass ich soweit bin. Alles andere kann man dann on-stream weiter verfolgen. So, deswegen genießen wir. What is this place? And is that a cradle? I remember this room. Anything you want to tell us, Kamaravi? This is where I awoke. Met Miyabi and the others. So that means that cradle is... It is no simple cradle. Fitted inside is a device which matures a life to a state close to homecoming. That makes sense. So that's what Y used when reviving Mwamba and the others. Kamaravi, is that cradle still usable? The installation works, just barely. Why do you ask such a thing? Ethel, you're not thinking... Our enemies are supernatural beings. Monsters who use human lives for fodder. You can all fight against them, but me... As I am now, I'm barely able to protect myself. All I can really do is hang back and watch, so as not to be a hindrance. But... suppose I was to use this cradle... Ethel, you don't have anything to prove. As far as the choices available to you go, you could also return to the city and live a peaceful life. And yet you're saying you want to throw your body back under war's grindstone and spend your life fighting. But then, you were ever thus. By the time you speak your mind, your body and soul are long ready. I think you should do as you wish. Kamaravi, are you sure it's fine? To embroil her in what's ultimately our fight? Ethel's path should be hers to choose. I'm certain her resolve is firm. If she wished for a life of peace, she would not have followed us this far. The way must have been inside her all along. I suppose that's true, yes. But still... I am anxious about the results, same as you. Nevertheless, as a devoted follower of none other but the warrior's way myself, I wish to respect the will and resolve of one who has chosen the same path. I believe Ethel's freedom is hers to do with as she wishes. Thank you, Kamaravi. At the same time, I am of course not in a position to decide such things myself. We have conveyed to you our desire. Would you tell us your opinion in turn? Well, what should we do? Keine so leichte Entscheidung, eigentlich. Sie ist gerade frisch geboren, wird damit körperlich, und das haben wir an Kamaravis mal gesehen, wirklich an ihren ältesten Status wieder zurückversetzt. Was bedeutet, dass sie bald sterben wird wieder. Weil die Körper nach den 10 Jahren, ganz egal ob sie vergangen sind oder nicht, wenn die Zeichen da erlöschen, wenn das Rote von den Zeichen zu grau wird komplett, dann sterben sie. Homecoming. So. Und die haben jetzt keine Möbius-Gegenstücke, womit sie dann unendlich leben können, so wie Mio. Was bedeutet, es
Es ist eigentlich eine moralisch sehr fragliche Entscheidung, aber wir haben keinen Grund, die zu verweigern. Jetzt die Frage, wird sich die Kleidung dann ändern? Eine ältere Effe wird immer dieselbe Kleidung haben, was? How are you feeling, Ethel? Oh, never better. I mean that literally. It's as though new strength is welling up inside of me. This way I'll be able to fight by your side too. You have my thanks. Huh. What's wrong, Kamaravi? Silvercoat. Oh, Silvercoat? What does that mean? I'm not sure. When I saw you just now, the word simply came to me. As though something was guiding me. What in the world? This sensation. From where did it spring? Kamaravi. I can explain. What we should be thinking about now is the future. What we can achieve in unison, no? Huh. I said I could be your eyes. That has not changed. Just as you showed me the way before, let me now be your guide. You are right. You can see that which I cannot, indeed. I wanted to live life true to myself, but the answer is still not clear. But perhaps, by working together with you, Let's search for the answer hand in hand, Kamaravi. With unity between us, nothing can be impossible. So, damit haben wir das Stufenlimit für beide sogar erhöht. Oh, so that's how they're doing. That's how they do it. That's how they grow people. Gut, das war dann auch schon die erste Quest. Ich weiß nicht, ob es die kürzeste sein wird. Wie gesagt, ich habe noch die Cutscenes initiiert. Und das wär's. Deswegen mal schauen. Ob wir den neuen Helden jetzt schon direkt angehen, ist so die Frage. Wir haben jetzt gerade Ethel als Held in der Party. Habe ich jemals ihre Kettenbonis mitbekommen? Ich glaube nicht, dass ich die jemals mitbekommen habe. Also, ja. Dann verfolgen wir jetzt mal die neue Quest mit ihr zusammen im Schlepptau. Ich muss immer den jeweiligen Helden der Quest ausrüsten, deswegen, ja. Gehen wir mal an diverse Orte. Der erste wäre hier. Und zwar hier unten. Werden auch direkt immer mit Kämpfen involviert, deswegen eignet sich eigentlich auch gerade ganz gut.
So, und ich kann garantieren, dass wir heute nichts anderes mehr machen werden als diese ganzen Nebenquests. Ob wir alle schaffen, die ich vorbereitet habe, ist überhaupt die Frage. Weil, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie lang die jeweils sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt gerade sogar die kürzeste war. So. Such luck. Wir werden angegriffen. Gegen so ein Ding haben wir schon mal gekämpft. Und zwar auch hier ganz in der Nähe. So in Sachen Klassen und Ausrüstung, was wir bei unseren Charakteren haben, ist alles genauso wie beim letzten Stream. Da habe ich nichts verändert. Wenn ich Klassen offscreen aufleveln musste, habe ich das einfach mit Silber-Nopon-Münzen gemacht. Ich habe ja zum Glück sehr viele davon. Jetzt hoffen wir nur, dass wir den Kettenangriff hier bekommen, aber ich glaube, das klappt. Wir sind schon beim zweiten Gegner. Okay, hat gerade so geklappt. Dann schauen wir mal. Alright. Und der Bonus hier. Wow. Krass. Das kenne ich doch bereits irgendwo her. Ich kann jetzt nur gerade nicht sagen, wer diesen Bonus hat. Naja, es trifft aber keine gute Kette jetzt. Es ging auch nur ums Ausprobieren. Na, ich hätte jetzt lieber eigentlich einen Angreifer gehabt. Kann man wohl nichts machen. So, wir pushen jetzt einfach Äpfel als diejenige, die super viele TP bekommt. Das war jetzt theoretisch erst die erste Runde. Wir kommen locker auf 1000% Schadensbonus. So, dann können wir vielleicht mit einer Angreiferrunde abschließen. Aber Äpfel ist nicht zurückgekommen. Warum eigentlich nicht? Sie war doch die einzige, die ich eingesetzt hatte. Stimmt, ja. Ich habe Juni zurückgeholt. Ah, klar. Ergibt natürlich super viel Sinn eigentlich. Es war ja random, wer zurückkommt. Okay. Alright. Wir machen das einfach mal so wie eine ernsthafte Kette.
Down you go. Hey, Kein großes Spektakel, wir wollen doch nur was einsammeln. Das wird jetzt noch zweimal passieren. Ich habe von dieser Quest schon einige Sachen eingesammelt, wo nichts passiert ist. Und alle, wo diese Roboter auftauchen, habe ich dann einfach mal offen gelassen. Das ist was anderes. Wir wollen nach vorne. Und das machen wir mal so. Ich habe zwar da oben einen Teleporter, aber ich bin da nie on-stream raufgeklettert. Das habe ich erst vorgestern gemacht. Wir müssen auf den Finger des Mekones, wo wir ja auch schon in Xenoblade Chronicles 1 oben drauf waren. Und der Kletterweg ist, glaube ich, sogar noch relativ derselbe. Das wird jetzt bloß ein bisschen Kletterei werden. Aber ich wollte es einfach on-stream klettern. Trotz allem. Let me check. It appears we can pass through here. Genießen wir einfach ein bisschen die schöne Musik in der Zwischenzeit. So, diese Ranke, wo wir jetzt gerade hoch sind, die habe ich nie gefunden. Ich weiß nicht, wieso ich nicht darauf kam, da mal nachzuschauen, ob da irgendwie sowas sein könnte. Ich habe das Ding ja in alle anderen möglichen Richtungen umrundet, aber irgendwie kam ich einfach nicht drauf. Such luck. Sammeln wir mal lieber ein paar Sachen ein zwischendurch. Einfach die mir in den Weg fallen. Wer weiß, wofür die gebraucht werden. Ich musste nämlich eine ganze Horde an Nebenquests machen, um all diese Quests freizuschalten. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat. Das Einzige, was ich so wirklich weiß, ist, dass es mehr als 8 Stunden waren. Ich glaube, 8 bis 10 Stunden habe ich gespielt. Jetzt kann es eigentlich ganz gut an den Speicherdateien sehen, wenn ich sie laden würde. Es war auf jeden Fall ein bisschen Arbeit und für manche dieser Quests musste ich Sachen sammeln, die ich irgendwie nur 6 Mal im Spiel gesammelt habe und musste sie dann teilweise 50 Mal sammeln. Gut, das ist jetzt eine spezielle Quest, aber auch hier und da musste ich so Sachen abgeben, Sammelsachen, von denen ich einfach nicht annähernd genug hatte. Und das nahm natürlich auch einen ziemlich nicht insignifikanten Teil der ganzen Zeit ein. Stimmt, er hat Höhenangst. Die ganzen Sachen zu sammeln. Und das sind nur die Freischaltquests. Das sind nicht mal die, auf die wir es abgesehen haben. Oh, schau mal, Ethel, da ist deine Kolonie. Und die Wüste danach ist tatsächlich die Torna-Wüste. Auch das habe ich irgendwie nicht mehr geblickt, obwohl Torna, also das DLC vom zweiten Teil, das frischste an Xenoblade-Content war, was ich gespielt hatte. Aber ich habe mich ja auch offscreen so ein bisschen refreshed zur Story der beiden Teile. Und den ganzen Orten. Und musste dabei feststellen, dass ich auch da zu den Base Games einiges vergessen hatte. Also es wundert mich nicht, dass ich das nicht sofort geblickt hatte. Obwohl ich es immer so ein bisschen im Hinterkopf schweben hatte. Aber ich wollte es nie so festlegen, dass es die Wüste von Torna sein könnte, weil wir haben gesehen, wie Torna in Xenoblade Chronicles 2 aussah. Und es sah nicht so aus, als wäre die Wüste da noch vorhanden. Also warum soll sie später vorhanden sein? Das Ding war nicht mal mehr als Titan zu erkennen und komplett versteinert. Aber da ist sie. Und da ist unser Ding, was wir einsammeln wollen. So, wir machen die platt. Soll ich mal auf einen fokussieren, dann geht es auch ein bisschen schneller. Kettenangriff brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt.
Auch wenn es nur ein Level 0 Interlink ist, aber viel mehr werden wir hier nicht rausbekommen. Wir haben ja unseren Trick, um trotzdem 2 kleine Shots zu machen. Den ich hier nicht genug eingesetzt hatte. Na geil, egal. Ich würde ja sagen, ich habe es vermisst, dieses Spiel zu spielen, aber da ich es ja offscreen die ganze Zeit gespielt habe, ist das ja nicht der Fall. Dann noch was tut gut, es endlich wieder zu streamen. So, dann haben wir das Ding. Dann kriegen wir noch so ein Fragment, wofür ich immer noch nicht weiß, wofür die sind. Wir können da unten in den See jumpen. Da sind wir nie gewesen. Und jetzt frage ich mich, ob ich diesen Ort auch aus einem vorigen Game kenne. Ich wollte gerade sagen, in der Wüste sind ja Geysire, genau wie auf der Hand des Bionis im ersten Teil. Aber ich erinnere mich an die Geysire aus Horizon Zero Dawn's DLC. Und das war maximal eine Eiswüste, also das passt nicht. Dieser rote Sturm, der da hinten ist, das ist Origin, also der Final Dungeon. Nicht, dass man sich da wundert. Wir haben den nie wirklich von außen gesehen. Tja, das ist eine Arschbombe. So, und da sind wir auch schon hier. Was gar nicht so schlecht ist, weil zu den Kreaturen, die wir hier haben, gibt es noch eine andere Quest und die starten wir genau hier. Rein zufällig. Warum ist noch eine Truhe? Aber die interessiert mich gar nicht mal so sehr. Wir behandeln das jetzt gerade mal wie Genshin Quest. Ich werde nicht alles vorlesen. So, alright. Wir haben noch die Schreibblockade. Ich will natürlich die neue jetzt erstmal, wenn wir schon hier sind gerade, will ich die jetzt erstmal vorziehen. Die beiden, wie gesagt, beide Quests sind für dasselbe Ziel. Das sind meine ganzen abgeschlossenen Quests. Wo ist sie denn? Da ist sie. Such a pleasant fragrance. Mhm, du kennst das hier, Effe. Wir haben zwar Heiler im Team, aber wir holen trotzdem Sanitäter. Juni hat schon öfters gezeigt, dass ihre Heilfähigkeiten auch bei sowas wirken. Ich frage mich jetzt, wo ich Äpfel dabei habe, ob hier noch was weiteres aufploppt. Wir haben das Modell aber gesehen, bereits zweimal heute.
Why does this place feel so familiar? Why indeed. Aber scheint nichts weiteres aufgeploppt zu sein. Na gut, ich kann mir die Truhe da oben natürlich mal holen, wenn wir jetzt sowieso schon hier sind. Hey, es ist Ymir. Aber können wir mit Borealis reden? Ist natürlich nicht, wo er jetzt gerade wäre. Vielleicht in ihrem Büro? Ja, da ist er. Er hat tatsächlich reagiert. Wo ist er wohl jetzt? Ist sie mit? Ja, sie ist hier. Okay. Es gab noch eine ganze Sidequest, wo er halt um sie getrauert hat und so. Deswegen dachte ich mal, ich zeig sie ihm einfach. In voller Blüte. So, hier unten. Ich. Oh man, this is fun. Eine Sekunde dachte ich schon, wir rutschen ab. What you got for me? So, warum ist die Leiter da überhaupt nicht ganz ausfahrbar? Was soll das? Such a pleasant fragrance. So, jetzt war aber genug Kolonie 4 für heute. Wir gehen hier zurück auf den Momo-Hügel. Da. Ich habe leider nichts, was näher dran ist. Das muss reichen. Ist die Frage, habe ich hier noch was? Da unten ist Kolonie 9 Quest. Machen wir die dann, wenn wir schon mal hier sind? Kolonie Gamma ist zwar auch in der Region, aber ein bisschen weiter weg. Something so valuable here. So, das Ding da oben, ne? Dieses Indol oder meinetwegen auch alte Torner-Ding, ne? Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es einfach nur Gormods Kopf ist. Wir sind hier sowieso auf Gormod. Es ist wohl wirklich einfach nur Gormods Kopf. Da hinten sehen wir auch einen Teil von Gormod. Diese Zacken. Und wenn man auf die Karte guckt. So, ich gehe mal hier hin. Hinter dem orangen Ding da sieht man etwas, was so hoch geht und direkt mit dem Kopf connected. Das ist der Hals. Also, es ist eigentlich ziemlich eindeutig Gormods Kopf. Was es auch wieder schön macht, dass da hinten, wir sehen sie ja, die Wolkenfeste, wo Nia geschlafen hat. Für wer weiß wie viele Jahre. Vielleicht 1000 oder so. Dass das Ding halt direkt bei Gormods Kopf ist. Nicht zuletzt direkt da über dem Ort, wo das Spiel überhaupt begonnen hat. Das ist so schön, wie das die Runde macht. Dort, wo die Reise losgeht, endet sie auch. Nur ein paar 100 Meter darüber. So, wir sind jetzt gleich da. Is this like a rare thing?
Ah, der Angreifer. Jetzt sind schon 3. Kämpft Maxi jetzt wirklich mit? Tatsache. Er hat zwar keine Lebensleiste, aber er ist Gigas. So, wie wir am Level schon merken, sind wir natürlich deutlich hinterher, was diese Quests angeht. Das wird uns bei den meisten so gehen. Die hätten wir alle schon weit früher machen können. Aber das hindert uns nicht unbedingt daran, die Quests zu genießen. Spielt eigentlich keine wirkliche Rolle. Run! Das war einer Special. Oh. Da noch kurz Zauberbruch. That's it. Haben wir gerade einen Cutscene-Loss erfahren? Ist das dein Ernst? Ey, fluch nicht so viel rum. Time to do the right thing, eh? Da waren schon wieder Störgeräusche. Was ist denn hier los? Ja, wir werden denen nochmal begegnen. Das ist unser Ziel. Oh, ich habe durch die ganzen Nebenquests auch einige SP gesammelt. Ich habe da jetzt noch gar nicht in die Seelenbäume geguckt. Wir können bestimmt 1, 2 Sachen skillen. Ja, würde ich mal so sagen.
found power. So. Bei voller Hitze leistet mehr Schaden. Ich kann das Ding nicht wählen. Wahrscheinlich muss das letzte Talent sein. Oder warte mal. Notlagen Chance. Achso. That's it. You found power. Ich habe diese eine Ding noch nicht geskillt. You found power. Let's go. You found power. Ansonsten sind wir da oben im Baum ja fertig. Nicht ganz. Aber da komme ich sowieso gerade nicht ran. Also machen wir hier unten einfach so weit, wie es geht. Und das wär's schon. Power. Bei ihr... I got a new trick up my sleeve. I got a new trick up my sleeve. Ich habe jetzt nichts Spezifisches, was ich unbedingt lernen will, ne? Deswegen lernen wir einfach so frei Schnauze, so ein bisschen. I got a new trick up my sleeve. I got a new trick up my sleeve. So, Doppelhauer fehlt. Und bei ihr. I Ja, got a dann kann new ich den trick up trotzdem my nicht sleeve. machen. Weil mir ein paar Punkte fehlen. Aber das ist dann für die Zukunft. So, hier haben wir 190. Hier haben wir nochmal I got a new 40. trick up my sleeve. Die sind auch alle teurer. Boah. Das wäre es hier also erstmal. 79 bei beiden durch die Bank weg. A new power, eh? A new power, eh? A new power, eh? A new power, Die eh? ganzen Hitzetalente, ansonsten 39. Das war schon teurer als ich dachte. 40. Der mit 1 SP. Kann doch nicht sein. Naja, wir sind auch bei 79. More to add to the playbook? 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 So, 14. Da wird wohl nichts mehr bei rumkommen. 73, was? Kann ich jetzt mal nichts dran ändern. Ist egal. Check out this sick new skill! Check out this sick new skill! Aber das kostet alles viel zu viel bei dir. Was ist da los, Lance? Check out this sick new skill! Check out this sick new skill! We checked out the sick new skill. So, that's okay. Auch 73. Whoa, new power. Whoa, 73 new heißt ja nicht, dass wir power. weniger weit sind als 79. Das heißt jetzt einfach nur, dass wir ein teureres Talent gelernt hatten als bei den anderen Bäumen. Whoa, new power. Alright. So, jetzt sind wir hier. In der Nähe von Kolonie 9. Aber da wir noch nicht direkt dort sind und das Hinlaufen auch noch ein bisschen dauern würde, kann ich genauso gut erstmal mit der Schreibblockade weitermachen. Also gehen wir als nächstes nach Cadencia. Und zwar... And now we're gonna go here. Genau. Sie sollte kommentieren, nicht ich. Ich muss die Quest noch richtig markieren. Wobei ich ganz genau weiß, wo ich als nächstes hin muss.
So, da ist das Teil. Hier werden wir also gleich schon angegriffen. Natürlich ist es kein Zufall. Oh, eine neue Explosion. Ich dachte, der wäre schon down. Dieser eine Nachschubabwurf in dem Gebiet, wo wir einfach zermöbelt werden, weil die Gegner so stark sind. Daran hat sich übrigens bis jetzt nichts geändert. So, okay. Als nächstes müssen wir in die City. Und zwar genau hierhin. Get lucky. Einmal springen, meinetwegen auf die Laterne. Und dann geben wir jetzt alles, was wir gesammelt haben. Und das, was ich offscreen gesammelt habe, ab. Okay, so we're handing over... Everything! Gut beschützter Müll war das allerdings. Die Musik hier ist echt so gut. So, das war die Quest. Jetzt muss ich nur herausfinden, wo wir dafür weiterhin müssen. Das weiß ich nämlich nicht. Das war nämlich nicht alles. Irgendwo muss ich noch die jeweilige Quest einleiten, aber soweit ich weiß, gibt es jetzt irgendwo ein Fragezeichen dafür. Nicht das, was wir hier auf der Karte sehen, das ist was anderes. Aber hier in der City, wenn wir schon hier sind, können wir ein paar andere Sachen machen. Ich würde mal sagen, direkt bei der Kantine. Und da bräuchten wir, wer war es noch, Miyabi, ne? Dann können wir ihre Quest einleiten. Not if we can change this world. Genau, da ist es, das Fragezeichen. So, let's go. Da starten wir an eine andere Quest. Nicht mal die einzige, die wir hier haben. Hier gibt es noch eine.
seems pretty lively over there. What's the occasion? There's supposed to be some kind of cooking contest. Maybe they're preparing for it. Someone say cooking contest? You think they'd let me participate? Huh? I didn't know you cooked lambs. Me? Nah. I'm all about the eating. Think of all that grub! Oh, maybe I should join too. Hey there, folks. Travis, Monica, we just heard about this cooking contest. Yeah, it's kind of a tradition around here. You know how the world is. Can't set foot outside without putting yourself in danger. People are going stir-crazy, all shut up with nowhere to go. They need a bit of light entertainment to diffuse some of that stress, so these contests are kind of a regular thing. This seems like the perfect opportunity for you to join in. To sample the food? Ah, I'm afraid the judges are selected by majority vote. They've already been decided well in advance. That said, the winning dishes do get shared among the audience. So, you'd like us to join as chefs? Yes! Count Manana in! Manana been champing at bit for cookery action! Yeah, this event's pretty much made for Manana. Word! Could I join as well? I like your spirit. You're both very welcome. Looks like you'll have your work cut out for you, eh, boss? You said it, Travis. I'll let you prepare the lucky spice. Oh, crap, not that stuff. There are no binding rules, no themes to follow. You're free to make whatever you like. But you are expected to bring your own ingredients. Once you have them, take them to Michiba at her canteen. She'll hold on to them for you. Hearing loud and clear. I'll see you at the contest then. Looking forward to it. Manana not pull punches. We rivals now, Miss Miyabi. Yes, let's do this. Since when did you learn to cook, Miyabi? You never told me. I've only dabbled, really. Right. We better go out looking for our ingredients, eh? Hold on. We haven't even decided what we're going to make yet. Ah, just testing it. Before we decide, maybe we should ask around the city first. See what kind of foods they like. Their favorite seasonings. That should give us enough to make a start on. True. We need some kind of direction to start with before we can think about making anything. Something on your mind, Mio? I was just thinking, it's unusual for Miyabi to voice her interest in something like this. Before, she'd always tried to avoid anything that involved competition. So this is kind of a surprise. Huh, I see. Well, all the more reason for us to cheer her on. Yeah. Boah, ganz ehrlich, ich würde mich ja, wenn ich Miyabi und Mio so nebeneinander sehe, würde ich mich ja schlecht fühlen, dass meine Charaktere so dreckig sind im Vergleich zu ihr, die blitzeblank ist. Aber dann kommt Monica da rein, die übrigens gerade nicht für mich available ist, weil sie in die finale Schlacht schlägt. Deswegen merkwürdig, dass sie hier ist. Hat sich wahrscheinlich nochmal extra frei dafür genommen, damit Gondor das ganze Feuer abfängt. Und ist genauso dreckig wie wir. Also fühle ich mich gar nicht mehr so schlimm. Alright, asking time. Who do we ask? Jeden, wie es aussieht. Someone who catches our eye? I think we'd be better off asking the folk at the canteen, no? They Ja. must know lots about the contest. Ah, that's making me hungry. Ja, wir werden auch mal hier gerade hingehen und Kleidung waschen, sofern Let's make the most of our verfügbar. break, guys. Na gut, hier können wir nicht. Ist doch... Wäre auch merkwürdig, seine Kleidung in der Kantine zu waschen. Aber wir können mal was besprechen, denn... die Ascension Quests für unsere Charaktere sind diese 4 Ausrufezeichen, die wir hier haben.
Das bedeutet, wir können mal den da besprechen, meinetwegen. Benötigt Held Gondor ist gerade nicht möglich eigentlich, aber es wird wohl trotzdem gehen. Dammit! Okay, das Ding ist dann also für Postgame. Na gut, Pech gehabt. Das wird wahrscheinlich die Senna Ascension Quest sein. Das hier war, glaube ich, Lance. Das ist Juni, dann ist das hier Tyon. Let's lay out the facts. Früher bei der Ausbildung oder jetzt? Ich kann nicht sagen, welches von beiden die härtere Zeit war. Was? Wie kommst du jetzt darauf? Naja, ich habe neulich gehört, dass die Ausbildung der Verlorenen echt super hart sein soll. Durch hartes Training wird man halt stärker. Nicht, dass ich da selbst mitmachen würde. Ich auch nicht. Eine Grundausbildung reicht fürs Leben. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, hatte man als Rekrut doch am besten, oder? Verglichen mit jetzt. Ja genau, als wir noch Rekruten waren, war es viel einfacher, oder nicht? Das ist schon was Wahres. Ja. Ich schätze, ich stimme zu. Jetzt kämpfen wir jeden Tag ums Überleben. Ja, genau das meine ich. Was denkt ihr, wie die Ausbildung bei den Verlorenen wohl genau aussieht? Oh, habe ich dich neugierig gemacht, Senna? Ich wollte mir das eh mal anschauen. Willst du mitkommen? Ja, meinetwegen gern. Wäre bestimmt voll interessant. Da habt ihr euch jetzt wieder was in den Kopf gesetzt. Der Übungsplatz sollte in der Nähe des verlorenen Wohnheims sein, in dem wir schon mal übernachtet haben. Genau, schauen wir einfach mal vorbei, wenn wir in der Gegend sind. Tatsächlich wollte ich dahin gehen, um meine Klamotten zu waschen. So, die anderen können wir ja alle nicht besprechen. Tatsächlich. Warum lädt der so viel? Startet der etwa jetzt direkt? Ha? So you wish to utilize this thing of which I meant to dispose. Such daring lunacy. That is what I would dub it. It would be a dreadful waste to throw it away. There's always a use. Always. People, lives, the lot. Why? I stand corrected. Then, what manner of use is it that you have envisioned? The lost numbers. The city ruffians. You do know, no life can be harvested therefrom. Yes, I am aware. That's why I'll have my toy soldiers play a little game. The lives of the fallen will be amassed in this special flame clock, as a reward for the final lass or lad left standing. Oh. The cream of the crop of youth competing for glory. Oh. Is that not simply sublime? Ha, der. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Y hier involviert ist, aber diese Medusa-Konsolen, die hatten wir schon mal gesehen am Anfang des Spiels, irgendwo in den ganzen Cutscenes, die sich durch das Spiel gelittert haben, also verteilt haben. Ah, that's making me hungry. For more in this quest, indeed it is. Und die ist bis jetzt nie wieder vorgekommen. Ich habe erst gedacht, habe ich sie mit X verwechselt, aber nein. Nein, diese Medusa-Kopfform ist doch einzigartig. Da ist sie also versteckt. Are you guys hungry? So, dass wir einige Konsole hatten, auch die eine, die bei Asheras Quest zurückkehren wollte, ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich diese Quests machen will. Wir haben da ein paar lose Enden. Die sollen nicht überleben. Aber Wise Involvement hätte ich nicht gedacht. Eine grüne Flammur, ha? Wir haben bis jetzt die gelben von Agnes, wir haben die blauen von Kevis und diese violetten, die Y gemacht hat. Dann hat er wohl auch eine grüne gemacht. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was mit diesem einen Jungen passiert ist. Das ist ja dieser Rivalen, also der Junge aus der Rivalengruppe, den Noah, Lance und dergleichen hatten, als sie noch Kinder waren. Bei diesem einen Match, wo Joran dann so
ja, abgelustert. Wobei eigentlich Joran war der einzig Fähige in diesem Match. Mal ganz ehrlich. Aber ja, den haben wir auch nie wieder gesehen. Oh Gott, schwere Not hätte Kobibi ja fast vergessen. Bitte Ruki anfangen lassen. Kobibi kann kaum erwarten, Bauchi mit Leckereien voll zu machen. Haha, du scheinst dich ja sehr... Was machst du da hinten? Du scheinst dich ja schon sehr darauf zu freuen. Entschuldigung. Ah, du scheinst dich ja schon sehr darauf zu freuen. Sie muss ein bisschen schreien, wenn sie da hinten steht. Vollfrei ist nicht nur Schein, ist auch echt. Kobibi hofft auf Cosmo-köstliches Schmackogericht, bei dem Äuglein vor Gusto fast aufs Gesicht plumpsen. Das heißt, die Leute hier erwarten, was mit ordentlichem Geschmack ist, ja? Noch nie zuvor. Geschmecktes Happy, noch nie zuvor geschmecktes Happy macht am meisten Eindruck. Mit Schiedsrichter plätten wir die stampfende Armas. Mit einem exzentrischen Gesicht, das einen starken Eindruck hinterlässt, alle überraschen. Klingt nach einer brauchbaren Idee. Aber ganz gleich, was letztlich auf Teller landet. Kobibi macht Freu, solange nur lecker Schmecker ist. Haha, also ist es dir am Ende doch egal. Hauptsache es schmeckt. Tja, das kann ich nachvollziehen. Was machen die da hinten? Seid ihr eingefroren? Die waren eingefroren, oder was? Okay. Und jetzt hängen sie alle fest? Ihr seid also auch beim Kochwettbewerb dabei? Das wird bestimmt eine Riesengaudi. Was wir noch fragen wollten, welche Art von Gerichten wurden denn in den letzten Wettbewerben so präsentiert? Oh, so ziemlich alles dabei, was man sich noch vorstellen kann. Von ausgefallenen Delikatessen bis hin zu Hausmannskost. Alles Mögliche also. Was für Speisen gewinnen normalerweise? Oh, die Leute hier haben quasi alles. Lieben quasi alles. Folgt einfach eurer Intuition. Allzu genau kann man sich nicht vorbereiten. Es wird nämlich erst vor Ort verkündet, wer die Schiedsrichter sind. Das macht es knifflig. Aber wenn ihr mich fragt, ein Gericht, das so vielen Leuten wie möglich anspricht, habt bestimmt eine gute Chance. Tja, vielleicht sollten wir uns mit den Konservativen gut stellen. Vielleicht sind die ja in der Jury. Wobei ich es nicht glaube, wenn die mit Monica verkehren müssen. Die hassen sich. Gray, hi. Übrigens, Gray hat im Zuge einer Nebenmission, die nicht gevoiced war, seine Maske abgenommen. Ich kenne jetzt auch seine Ehefrau. Darauf kommen wir noch zurück, wenn wir seine Mission machen. Ist nämlich die andere, die ich hier hätte machen können. Neben der Lernensmission. Die auch genau dort ist, wo wir hinlaufen. Oh, Lance, you're a glutton for punishment, ain't ya? Don't tell me you weren't curious too. I want to know all their tricks of the trade. Ich glaube, das war für Lances Quest, oder? Six ain't many. 6 of what now? The Ouroboros candidates. All that training.
and 6 get in. Oh, yeah. Monica did say something like that to us. I feel kind of let down. How so? Just knowing there's a pecking order here too. Makes them the same as us. People aren't equally suited to everything. Such is life. Sure, I guess, but... I'm feeling hungry. You guys want to go grab a bite? I'm in favor. How about the shopping area? I found the tastiest looking torpedo stand. How's that sound? Torpedo wraps, eh? Spark, yes. Lance? Yeah, sure thing. Ich hoffe nur, dass ich irgendwo mal meine Kleidung waschen kann. Tja, ich schätze mal, die beiden Quests, die wir hier machen, werden so ein bisschen miteinander verschwimmen. Aber die Grey Quest wird nicht dazu kommen, solange ich ihn nicht als Helden ausrüste. Also, no worries there. So, ich wollte in dieses eine Quartier. Wo genau war das noch? Es ist direkt dort. Das City-Lager. Nee, Quatsch. Eigentlich sollte das City-Lager nicht das Richtige sein. Wir schauen mal. If I was born here, would I get all wrinkly someday? Imagine an old uni or old Miyabi. Aber das Lager war doch oben. So, Better make sure we're well rested. Ja, da ist es doch. Clean your body, clean your mind, I guess. Das sieht doch schon besser aus. Konnte ich eigentlich noch Juwelen spielen? Ich glaube nicht. Oh. Der geht. Looks good to me. Come on, I want to use it quick. Gem's done. Come on, I want to use it quick. Das ist eigentlich das, was ich erwartet hatte. Oh, der geht aber. Looks good to me. Come on, I want to use it quick. Deswegen switche ich immer alle durch. Ein paar Level überspringen ist ja auch nicht schlecht. Gem's done. Come on, I want to use it quick. Warum bin ich beim Muskeln aus stark so weit zurück? Was ist denn da los? I should do it, you think? Okay, time to go, guys. So, wir können hier springen und dann nochmal zurück zur A city Kantine. torpedo wrap, eh? This has me curious. Mittlerweile The finden uns shop beide, that sells them should be just across the bridge. beide Quests hier so in die Nähe. Wobei... Deswegen werden die nicht That's angezeigt. making me hungry. Are you guys hungry? Was war das? Das war nicht eine Voice, so komisch. Ich habe genau dasselbe gesehen. Das war nicht der Stream, das war das Spiel. Alright. Ich würde mal sagen, wir laufen in Lances Quest rein, die, zufällig. Dass wir jetzt hauptsächlich die markieren. Da waren also ein paar, die ein bisschen weiter weg sind. Wie gesagt, hier, wir laufen in Lances zufällig rein. Hey, you! What are you doing back here? How many times have I told you, no performing out here?
You shouldn't be wasting your time like this. Don't you have training? I'm not wasting my time. This is my job here. You call that a job? Hey, you're Ouroboros, right? I've heard. I suppose my job doesn't really compare to yours, I'll admit. Why are they on your case? Street performance. It's not allowed on this road. Street performance? This stuff. Around this spot, this is where you get the best crowds. But still they like to push me around. We're at war here. Why aren't you fighting? They say. Do you not need to be fighting? The city's army is just for volunteers. There's plenty who are willing. Why's that? Because it gets you others' approval. Yeah, well, it would, wouldn't it? You think so? You don't? Well, who decides what has merit? And whoever's making the rules, how do we know they're right? I mean, I don't really know anything. It's just... Uh-huh. I think... Isn't it fine if there's, like, one guy who makes the call for himself? You know? Even if it ends up being pointless? Hey, even pointless things can have a point. Down the line. I want to live my way. Take it one step at a time, the way I want. Really live. Oh, rats! Better scarper before the guards find me again. Hey! Tell you what, I've got a new trick, just in the works. You should come and watch. Bye. You okay there? Can I help out? Nah. I'm all good. Lance! This alarm's worrying. Head for the war room. Right. On it. We never got to eat any torpedo wraps. Sorry, but the war room should be our top priority right now. Nicht ganz. Tatsächlich werden wir nicht da reinlaufen, weil da können wir nicht wirklich aussehen dran vorbeilaufen, was bedeutet, als nächstes kommt die Miyabi-Quest. Mit Vorrang. Ich bin auf der Seite von dem Dude. Ich finde es nicht schön, dass wir ihn nochmal in Schwierigkeiten bringen, indem wir ihn nochmal zum Jonglieren bringen. Aber es ging ja gut. Ansonsten ist schön, dass Lance auch mal so eine kleine andere Sichtweise vorgesetzt bekommt. Wobei das die ganze Gruppe vertragen könnte. She gave me a nibble dipped in chocolate sauce the other day. Echt? Warum? Oh, der Kochwettbewerb. Ist es schon wieder soweit? Ich dachte, ich stehe noch ein paar Jahre in meiner Ecke. Ist dieser Wettbewerb denn wirklich so beliebt, wie alle sagen? Oh ja, nicht nur, dass der Wettbewerb selbst Spaß macht, am Schluss dürfen auch noch alle vom Gericht des Siegers kosten. Ich glaube, auf den Teil freue ich mich besonders und viele andere auch. Allerdings muss ich sagen, dass ich mehr Spaß daran hätte, wenn mal was gewinnen würde, das ich auch selbst kochen könnte. Ständig setzen die Leute nur sonst was für hochwertige Zutaten ein. Muss doch anstrengend sein, die überhaupt zu finden. Ich wette, man kann auch mit ganz gewöhnlichen Zutaten eine köstliche Mahlzeit zubereiten. Stimmt. Solange man sich Mühe gibt, kann man jedes Gericht zu einem Festmahl machen. Interessanter Blickwinkel.
So, der letzte Punkt ist dort hinten, wo ich Grace Quest aktivieren könnte. Wenn ich ihn in der Gruppe hätte. Das machen wir jetzt nicht. Wenn wir in Lances Quest die City nicht verlassen und für diese Quest können wir sie ja gleich als nächstes machen. Da ich sie alle machen will, ist mir egal, welche wir zuerst machen. Let's talk to Rosanna. People were saying she won the contest before. Oh. Ihr nehmt auch am Kochwettbewerb teil. Da bin ich ja gespannt, was ihr auftischen werdet. Das ist übrigens Grace Frau. Tun wir. Und die Konkurrenz kann sich auch schon mal warm anziehen. Ups, ich will nicht überspringen. Wo wir gerade vom Wettbewerb sprechen, du weißt nicht zufällig, was für Zutaten hier besonders gut ankommen, oder? Die Leute in der City haben eine Vorliebe für große, herzhafte Mahlzeiten. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Herzhaft, hm? Wir City-Leute sind immer in Bewegung. Vielleicht ist das der Grund dafür, dass wir deftiges und große Portionen mögen? Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das gut ankommen würde. Das ist jetzt aber nur meine eigene Meinung. Ich kann ja nicht für die ganze City sprechen. So oder so. Viel Glück noch. Na, es ergibt schon Sinn. Große, deftige, herzhafte Mahlzeiten, bei denen viel übrig bleibt, damit die ganze City hinterher vom Gewinnertisch ordentlich viel abbekommt. Vielleicht gibt das dann schon Bonuspunkte. Und da ist sie wieder weg. Weil sie, glaube ich... We've heard from lots of people now. Okay, do we want to go through it all then? Nee. Nee. Das mit Grace Quest, das sind, glaube ich, die beiden hier. Da ist sie nicht dran beteiligt. Ich dachte, sie ist wegteleportiert, weil sie gerade da gebraucht wird. Also gut. Hätte ich auch erst jetzt Klamotten waschen müssen. Something smells gorgeous. Poxy must be making some soy primo sauce. Wir müssen nämlich jetzt an einem Lager unsere Sachlage besprechen. We could do with some food. Zu essen gibt's noch nichts. Where should I start? Alle sind schon ganz gespannt auf diesen Kochwettbewerb. Die meisten freuen sich wohl vor allen Dingen darauf, vom Siegergericht probieren zu dürfen. Hey Miyabi, kann ich dich was fragen? Klar. Der Grund für deine Teilnahme am Wettbewerb, du tust das nicht bloß, weil du gewinnen willst, oder? Das stimmt. Ich bin den Bewohnern der City etwas schuldig. Durch meine Teilnahme will ich meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Oh, wie lieb! Das ist typisch für dich. Ja, du hast dich kein bisschen verändert, so warst du schon immer. Nun, Hintergedanke von Miyabi ist ja edel und gut, aber Manana wird trotzdem mit harten Kochbandagen kämpfen. Wird nicht zögern, kurzen Prozess zu machen. Das ist völlig in Ordnung, Manana. Gib alles. Also gut. Gehen wir nochmal durch, was wir alles erfahren haben. Nach allem, was wir gehört haben, sollten wir eine große Portion auftischen, die geschmacklich richtig reinhaut. Aber auch die Präsentation scheint von Bedeutung zu sein. Je mehr Eindruck sie hinterlässt, desto besser. Es sollte also auch eindrucksvoll sein. Das legt die Latte ziemlich hoch. Die anderen meinten, sie würden Gerichte bevorzugen, die vertraut wirken. Etwas, das jeder zu Hause zubereiten kann. Da wir nicht wissen, wie die Schiedsrichter sind, oder wer die Schiedsrichter sind, ist es vielleicht am besten, wir kochen was Neutrales, das alle essen können. Nimmt man das alles zusammen? Es ist also eigentlich total egal, was wir machen, weil es irgendwem immer gefällt. Wenn das so ist, habe ich schon eine Idee, womit ich es versuchen könnte. No? Geheimwaffe von Manana wird für garantierte Einheimsung von Sieg sorgen. Dir steht die Siegessicherheit ja praktisch ins Gesicht geschrieben. Ja, liegt daran, dass Manana in Kopfi bereits ultimativste Leckerheit zusammengezaubert hat. Name von Gericht ist vorerst obergeheim. So. Ja, das verrätst du deiner Konkurrenz besser nicht. Stimmt. Ja, stimmt halt, ne? Bitte Vorfreude auskosten, als wäre Vorspeise.
Das heißt, ihr zwei wisst schon, was ihr jetzt zubereiten wollt. Dann fehlen ja nur noch die Zutaten. Was brauchst du denn alles so, Manana? Na, Mamella braucht Bisoren, Marmorschnitzel, Krabberich, Reizfleisch, Traute, Roge, Prachteier und Morlin, Glücksbatzen. Na toll. Das klingt ja nach einem Riesenvergnügen. Was ist mit dir, Miyabi? Ich benötige nur Fleißreis, erfrischender Lachs, also erfrischendes Lachsfleisch und Glitzerrettich und Jaja-Soße. Aber was die betrifft, finden wir sicher jemanden in der City, der uns ein wenig abgibt. Ja, hat gerade jemand damit gekocht, ne? Das ist jetzt ziemlich gewöhnliches Zeug. Ja, ich würde wirklich gerne etwas mit vertrauten Zutaten präsentieren, das jeder auch zu Hause zubereiten könnte. Gute Idee von Ravensburger. Damit ziehst du die Leute bestimmt auf deine Seite. Das wäre alles geklärt. Okay. Aber mit wem fangen wir an? Erstmal Miyabi, weil wir da in der City bleiben. 100%ig. Suchen wir vorerst Miyabis Zutaten. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr werdet sie ohne große Mühe finden. Let's bounce. Oh, Boxy. Maybe we should ask her. Ja, sie hat doch gerade Jaja-Soße zubereitet. Boxy. Oh, hey, Miyabi. You're with your friends today? Yes. Sorry if we're bothering you. Not at all. Not at all. Always nice to see you. So what brings you here? Actually, I've decided to enter the cooking contest. Oh, really? I'd like it if you came. I'm going to try as hard as I can. Sweetie, I would love to. I'll be cheering you on all the way. There's one other thing. I have a request, if it's not too much trouble. Tell me, anything I can do to help? Would you mind sharing some of your soy primo sauce? Your homemade recipe? My sauce is going to feature. This just keeps getting better and better. Please, take as much as you need. I'm sure it'll be enough, but if by any chance you run out, just swing by again. Romero absolutely loves that sauce. I've got jars full of the stuff. Thank you so much. You're getting awfully worked up about all this. Just relax and enjoy the experience. Yes, Mum. Ah. Now, what did I just say? I see some relations have changed. Was ist da hinten los? Das gehört ja nicht zu Lances Quest, oder? Das ist neu. Das wird wahrscheinlich keine große Rolle spielen für mich. Ach, die schon wieder. So schnell kommt man eine neue Sidequest. Aber die wird nicht wichtig für uns. Ich habe ja bereits alles freigeschaltet, was ich wollte. Nein, das stimmt nicht ganz. Der neue Charakter, die Sidequest, weiß ich nicht mal, wie ich die freischalten sollte. Also, er ist eine Sidequest, ihn zu rekrutieren, aber dann gibt es ja nochmal die Ascension Quest. Und das sind ja die Quests, hinter denen ich jetzt her bin. Deswegen, da wird noch ein bisschen Freischalterarbeit sein, aber ich bezweifle, dass das in der City passiert. Sonst würde ich jetzt hier bereits noch ein weiteres Fragezeichen sehen.
Außer dem einen, was da markiert ist. Great. That should be the last of Miyabi's ingredients. Yes, I think so. Thank you. Now for bananas. What was on the list again? Was Mottle Marble Aries meat? Killjoy crusted meat? Cozy Rogel egg gems and Lucky Marin thick cuts. Might be bit tricksy for friends, but Manana have confidence. I have to say, I'm getting a little psyched for this. Me too. Natürlich. Das war so klar. Noch einmal in jede Region. Dann wird sich die Miyabi-Quest vielleicht ein bisschen ziehen. Da werden wir sie vielleicht ein bisschen aufspalten. Wenn ich sowieso in andere Regionen muss, werde ich die Zutaten sammeln, während ich andere Quests mache. Was bedeutet, wir werden hier in der City bleiben und erstmal ein bisschen was anderes verfolgen. Also okay, der Kochwettbewerb ist ja noch nicht heute. Gut, dann wäre das erste, was wir haben, erstmal Lances Quest. Wir können ja... Echt Überraschung, dass die da unten ist. Now, we wait. Mal schauen, was los ist. Ob Y jetzt angreift mit seinem Y-Kollektiv. Oder wie auch immer man diese Truppe da nennen soll. A cradle transport for the colonies? Yes. The report is calling it large scale. And you want to liberate it? Like you did that last batch? Right, well, that explains the emergency assembly. When? Where? By our estimate, tomorrow, late night. Podesto Valley floor, at the Great Sword's base. Boss, the logistics guys wanted an overnight camping kind of deal. Approved. Sort out the planning. Just what I thought you'd say, so I took initiative. We can leave any time. What do you think? Should we lend them a hand with it? Yeah, gladly. If Monica's okay with it. It's up to you. But if things don't go to plan, there might be a fight. We're prepared for that. Then be my guest. Take this chance to show my soldiers that Ouroboros spark. It'll be an illuminating experience for them, fighting or not. All right. We'll drill them well. Und auch Cadensia. Was bedeutet, dass wir jetzt Gray in die Party nehmen und hier seine Quest erstmal starten. Don't stray from your path. That's what I'm here for. Now, we wait. Es war ja irgendwie klar, dass uns das ein bisschen weiter rausführt. Wenn die Möbius die City angreifen, das wäre irgendwie storymäßig nicht ganz klug, weil sie ja nicht wissen sollen, wo sie derzeit ist. Sonst können sie ja einfach wieder irgendwie Annihilatoren da drauf schießen lassen oder so. So. Also ja, wir werden keine Quest so wirklich vehement verfolgen und durchmachen, da wir durch die ganze Welt reisen werden, da wir so viele Quests haben, die wir heute machen wollen, machen wir sie alle immer so ein bisschen, je nachdem, wie es ortmäßig gerade am besten passt. Zeitmanagement, wenn man so will. So müssen wir nicht so oft teleportieren. Oder an dieselben Orte teleportieren. Oh, night is fallen. Oh, das schon wieder. Das ist mir noch nie passiert. Auch in den Offscreen-Spielstunden. Kein einziges Mal. Hat das mit dem Nachtwechsel zu tun vielleicht? Hey, dearest. Got a minute for me? Sure. What's going on?
You remember what we talked about? So help me, Grey. You mind sparing us the scowl? You're making them nervous. I highly doubt that. No, actually you are. There you have it. There's no helping this guy. Stubborn as they come, he is. Oh, yeah. You were, married, weren't you? Oh, I didn't know you knew each other. This lady, she's Gray's partner, right? Yes, that's right. What about babies? You guys got any babies? Yeah, So it seems that even the unflinching Grey can be caught unawares. Can we be done with the tomfoolery? Just tell me what you wanted, and quick. It's about the investigation. It was still ongoing until recently, but... Wait. Someone could overhear us if we do this here. I'll prepare a secure location. We can talk in more detail then. What are we even talking about? Nothing that concerns you. Actually, I'm thinking of asking for their help. What? They've been very cooperative in matters like this one. I think you'll find their assistance beneficial. Well, I will I? Well, all right. Right then. Rosanna, you can fill them in. Sure thing. Thanks, Monica. Ich möchte übrigens mal auf den Altersunterschied zwischen den beiden aufmerksam machen. Gray ist, glaube ich, 60 und sie ist 30. Das ist schon ziemlich heavy. Aber habt ihr jetzt Babys oder nicht? Kann man die irgendwo essen? Right. Nobody should bother us here. Now let's hear it. Okay. Well, we've been investigating for a while, and we discovered some suspicious activity from some of our own city folk. What suspicious activity? My husband here initially asked me if I could do something about the hardliners' aggressive policies. We knew those guys were up to no good, so we were trying to take precautions. Well, listen to this. Apparently, the hardliners might be using city technology to nefarious ends. It sounds like something was stolen from R&D. And we expect that that something will be abused to further their goals. Now, we can't say what those are exactly. What could have driven them to this? You have to understand, this place isn't as monolithic as it might seem. Some folks take a really inflexible stance towards issues they might have, no matter how small. That's the long and short of it. Yes, it's just that this time, the problems have come to a head somewhat. We like to avoid unrest within the city as much as is reasonably possible. So I asked my husband for guidance. And additionally, I figured that you might lend your assistance as well. Oh, I see. So that's what's going on here. Yes, of course we'll help. Although you know you could have come to us with this in the first place, right, Gray? Sorry about my husband. You know, he's not the most communicative type. Understatement of the year. Huh. It just struck me. Gray's all wrinkly, but you're not. Oh. Oh, you're right. I'm a lot younger than he is, so that's certainly part of it. Right, honey? Come on, talk to us, Gray. Communication. You must have heard of it, at least. I know he looks like a right grump, but he's a good bloke, really. That furrowed brow comes with age, too, I'm sure. Do I have to endure this much longer? Now I get it. I did wonder how a guy like Gray could cope in a place like this. You keep him on the straight and narrow. Oh, dear. You really think so? In any case, those things you collected also seem to have gone for a walk. So in short, you want us to take them back by force? There you go again, just asking for trouble. No need. I'm sure we can resolve this amicably. What I wanted to ask you is if you could collect some more. Some more of what, exactly?
Oh, do you mean those things Grey was gathering? Yes, that's right. We've got an approximate location, so let me give you that first. We can handle this, no problem. Looks like we're doing this, G-Dog. Time to saddle up. Yes. I'll do some looking myself as well, I reckon. Don't throw your back out. That should be my line. You're always so reckless. I know. I know. So Grey's what passes for a good bloke round here, huh? I told you not to maunder on. Get going to Jade Lobster. Ich weiß gar nicht mehr, was wir für ihn, was er die ganze Zeit eingesammelt hat. Ich möchte mal bemerken, dass der ungefähr in Vandoms Alter sein muss. Vandoms war ja irgendwie 6-mal älter als wir. Würde also bedeuten, auch so um die 60. Da ist Grey wohl einer der Ältesten und auch noch ordentlich im Kämpfen drin. Auch Cadencia übrigens. Alle Quests führen uns jetzt aus der City raus. Cadencia ist groß. Ich weiß nicht, ob ich dort zuerst hingehen werde. Aber wir müssen uns jetzt für was entscheiden. Also... So, er ist... Warte mal, er ist Cadencia. Das bedeutet, wir machen das jetzt erstmal so. I won't falter. Not if we can change this world. So ein Glück, die Mission hat hier tatsächlich sogar unser Level. Meine Güte. So, dann zeig mir, wo ist hier deine Sache? Manana. Das ist es nicht. Das war alles außer E-Tier. Nein, dort auch. Ich muss selbst herausfinden, was ich bekämpfen muss. Oh boy! Es geht wahrscheinlich um die Krabberichs dort. Es werden alle Regionen angezeigt, weil sie einfach überall sein können. Das heißt nicht, dass ich hier alle besuchen muss für ihre Quest. Nehme ich an. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir hatten hier ein paar Krabberichs. Dann gehen wir mal hier hin. Und ansonsten beginnen wir dann vielleicht, I don't know, Sions Quest? Nee, da oben. Es ist schon ein spezifischer Ort. Lass mal sehen, ich gehe hier hin, wo Vandam gestorben ist und dann schauen wir mal, wie weit sie jetzt weg ist. Senna, Colony Gamma, is it? Die Hälfte. Don't worry me, Abby. It's safe here, I promise. Das ist einfach der obere Teil, da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, hier mal drauf zu gucken. Ja, da ist es. Colony Gamma. Okay, das Ding da ist neu. Oh, das muss für die neuen... für den neuen Charakter sein. Bestimmt. Ja, dann ist es glasklar, dass wir dort gleich als nächstes hingehen. Well, we've been found. I'll draw them. Can't let you show me up there.
ob der hier auch geht. Appreciate the perfect time. Na, wenigstens sind die Level 2. Ich dachte schon, die gehen in Level 1 Interlink ein. If only you didn't charge off on your own. So, okay. Dann schauen wir mal. Wir sind noch ein bisschen weiter weg als das. Irgendwie hier? Das wird wohl der andere Gang sein. Es war an Kolonigamma vorbei. Es wäre ja schön, wenn ich es schon gefunden hätte. Bis jetzt habe ich ja nicht mal danach gesucht. Aber hoffentlich nicht irgendwie da oben. Aber es ist so weit weg. Okay, dann machen wir das gerade mal ein ganz kleines bisschen schneller. So, dann schauen wir mal. Wir werden wahrscheinlich wieder einfach angegriffen oder so. What's this now? Seriously, more of those mutters come to ruin our day again. Let's ruin theirs first. Natürlich, genau so. So, und da fokussieren. Diesmal sind sie 52. Dann nur 3 Level höher als vorher. Ich konnte dieselbe Technik einfach gerade 4-mal hintereinander machen. Schon nice, diese Miyabi-Klasse 2-mal zu haben. Na, eine Chain Attack werden wir hier jetzt nicht benutzen. So, das war's schon. Incoming! A tactical retreat?
Yeah, I got it! Senna, hit him where it hurts, will ya? What the? What's going on here? Eigentlich wissen wir das schon. Die Flammenuhr, dieses drin ist genau wie bei Ethel und Kamuravi. Who is this girl? Where did she come from? For a soldier, she's awfully, Yeah, I know what you mean. She looks about 3 terms old. Way too young to be fighting on the front lines. Not to derail the convo, but are we sure she'll be okay? We pulled her out of the Lev, but is there anything else we can do? I don't see any external injuries, but no signs of waking up either. Hard to tell either way. Senna, don't worry. She's still alive. I'm sure she'll pull through. Mimi, you sure? Look, we can talk about her all day, or we can find her a doctor. I know which one I'd prefer. All right, but she and her people did assault colony soldiers, so taking her to a colony seems like asking for trouble. Then how about the city? They have medical facilities there. Indeed, seems advisable. What do we do about the Levnis? Let's leave it for now. Transporting the girl should take priority. I can carry her. Thanks, Senna. She'll be in good hands. Yeah, I'll make sure of it. Wie passend. In die City, wo wir sowieso hin zurückkehren müssen. Schön. Ich hätte auch darüber nachdenken sollen, aber das habe ich nicht. Kolonie Omega macht natürlich so viel Sinn, wenn es doch dieselben Flammenuhren sind, die von Y konzipiert wurden. Und ja, da war ja seine Experimentenstation. Also es ergibt eigentlich so viel Sinn, dass es Kolonie Omega sein müsste. Vor allen Dingen, weil es eine Kolonie ist, von der wir theoretisch keinen Helden hatten. Also da war Miyabi, da war Kamuravi, aber theoretisch hatten wir keinen wirklichen Helden von dieser Kolonie. So. Aber da kehren wir ja sowieso hin zurück. Das bedeutet erstmal fokussieren auf die Mission, die wir jetzt haben. Das war das. So. Das nächste würde uns dann nach vorne führen, wo wir Kolonie Iota hätten. Und Kolonie 30. Da wäre es. Also in der Nähe von 4. Ich muss auf diesen Berg drauf. Wenn das der Kletterpunkt wäre... Oh, ich bin nie auf diesem Berg gewesen. Das könnte ein Problem werden. Es wird Zeit, das so langsam herauszufinden, wie man da hochkommt. Wir gehen erstmal hier hin. Ich muss sowieso mal wegen meiner Goldnopon-Münzen mal gucken. Es ist auch eine sehr erhöhte Position. Vielleicht sehe ich von da aus was. What to buy? Mal sehen, was war es denn hier? Ich habe den Notspeicher. Den haben wir auch schon einmal. Ich habe ja nichts dafür gekauft. Ich habe sogar das Erinnerungsmedaillon einmal. Das habe ich übrigens aus einer Quest bekommen. Na sowas, ich habe also alle Dinger schon einmal. Das ist übrigens eine sehr gute Sache. Also sparen wir vielleicht die 99? Ich weiß nicht, ob ich sie noch bekommen werde.
Weil mehr Scanner, 10 TP für alle in der Angriffskette. Ich kam damit klar, dass einige sie hatten. Der Notspeicher ist auch ganz gut. Dann warten wir nochmal. So, das ist so weit oben. Aber auch mit der Wüste danach connected. Ich dachte, unsere Position wäre vielleicht erhöhter, aber das ist gar nicht der Fall. Mal sehen, wenn ich hier zu den unbekannten Gebietsteil gehe, bin ich dann direkt an der Wand? Nicht unbedingt. Hey, you alright? Did you swallow some sand? Aber hier konnte ich vorher nicht hoch. Ich habe ja mittlerweile den Skill. Koloniekammer sei Dank. Saido. Schauen wir mal, ob das hilft. Never seen this place before. Ja, das war alles, was wir tun mussten. Nice. 65, ja. Oh no, Tyon ist down gewesen. Vielleicht machen wir die 34er mal platt. So, jetzt sind wir wieder allein. Sehr schön. So. Wir müssen hier bloß Synchro-Level aufbauen. Das ist alles, was wir brauchen. Nicht mal eine Chain-Attack. Die dauern ab diesem Punkt sowieso länger als der eigentliche Kampf. Können wir gerne bei Bossen machen, aber ansonsten so viele Chain-Attacks will ich gar nicht machen heute. Wir können ja mal flöten, wenn wir schon mal hier sind. Ja, aber ihr könnt hier ruhig mit einsteigen. Ich meine, gut, Mio ist auch nicht eingestiegen, aber dennoch. So, ich bin da oben nie gewesen. Überhaupt, bis jetzt... Es sollte doch so viele Rätselgrotten geben. Ich habe hier die eine gefunden. Dann die eine versperrte, wo ich nie weiterkam. Und irgendwie gab es nie eine weitere Rätselgrotte. Was hat es damit auf sich? Bin ich einfach nur blind? Dann, wie man hier sieht, an diesem Gebiet hier gerade, gibt es einige Orte, wo ich nie richtig lang gelaufen bin. Ich will jetzt mal schauen, was hier oben wäre. Hier, eine Flöte ist da unten. Folgen muss ich denen ja eigentlich nicht. Es geht ja bloß um Kolonie-Bindungen stärken. Und das, was ich von den Koloniebindungen hatte, nämlich die Sidequests für die jeweiligen Kommandanten freischalten, ist hier jetzt schon geschehen. Ach, das habe ich gar nicht erwähnt. Ich musste auch sehr viel Koloniebindung farmen. Was heißt farmen? Das meiste hat sich einfach so erledigt, zum Glück. Natürlich sind hier alle auf niedrigem Level. Und gegen dem, wann ich es gemacht habe, sollte man diesen Skill von Zylo schon sehr, sehr früh haben. Schon so vor Level 30.
Na sowas, ein weiteres Fragment. Whoa, got a rare doodah right here. So, es könnte sich dann wohl um den nördlichsten Punkt dieser Wüste handeln. So, da wir das haben, können wir ja mal... Don't try to be a hero. Just be yourselves. Kolonie Iota besuchen. Ich meine, 30 Stunden auch zur Auswahl, wie schon gesagt, aber... Da kommen wir ja auch noch hin. Das ist bestimmt nicht die letzte Mission, die uns in so ein Gebiet führt. Wie gesagt, diese Miyabi-Quest ist eher on hold im Vergleich zu den anderen. Und ich schätze mal, ich werde die Miyagi-Quest machen, bevor ich in die City komme. Just ask yourself, can we really afford not to do it? Please convey this to Dame Alex. Look, I'm telling you, there's no way she'd agree. You seem to be having fun. Mind if I join in on the pleasantries? Huh? Dame Alex? We can explain everything. Don't trouble yourself, Chickadee. I'll hear it from him directly. I want to hold a tech summit with Colony 30. Continue? I know you're reluctant. But now that we've been released from the flame clock, and the wall between Kevis and Agnes has crumbled, now's the perfect time to institute a tech exchange. If it's successful, it could even lead to stronger, more lasting peace. You had problems with Colony 30 in the past? We fought against them before, just once. But they absolutely wiped the floor with us. Never before or since has Dame Alex misread an enemy to that degree. The bitter aftertaste from that event has lingered for years, giving us all headaches. Who's bitter at whom now? It doesn't sound half bad. Let's have a technology summit. Really? Dame Alex? Kevis's Colony 30 stands at the forefront of technology. This is not a problem in the slightest. Truly, not even a speck of one. Now we've done it. Chickadee, contact Colony 30. Tell them I'm coming. Yes, understood. Gambert, we will rendezvous there. I'll bring results home, you'll see. Of course, Mum. I'll depart on the double. They've definitely got skills there, but this is Valdi we're talking about. I don't think you need to get so worked up. Suppose I told you that Colony 30 was currently struggling with an urgent water shortage. What would you imagine? Huh? Oh, I don't know. Burst water mains or something? Or their spring dried up? Incorrect. The right answer was big cleaning project at the colony. Oh, you have got to be joking. Regrettably, I am not. It really happened. That does kind of sound like Valdi, though, huh? There are also many Nopon living there. They tend to follow their own unique rules. Precisely. They are unique, and therefore worth studying in greater depth. Knowing your opponent and preparing accordingly, that is the foundation of any battle. Do you still consider Colony 30 your enemy then, Alexandria? This isn't about enemies or allies. All I'm saying is that the side that gets careless loses. So your strategy is outright distrust then? What are you trying to say? Hurt others first to avoid being hurt yourself. Do you think that's logical? It's a matter of opinion. And you're entitled to that. Say what you will, but they've got a good colony over there. Right. If you don't mind, could we attend this technology summit of yours? We could help introduce you and Valdi, too. Yes. I dare say with you by my side, they may be less guarded than otherwise. I suppose I may require your assistance. Na, das trifft sich ja.
Da wollte ich ja auch noch hin für eine Quest. Well. Wie all meine Helden die ganze Zeit dreckig sind, weil ich nie mit denen waschen gegangen bin. I see some relations have changed. I will not fail. I will not. The grudge Das kommt überraschend. seems pretty deep-seated. Nun gut. Von mir aus. Kolonie 30 it is. Whoa! Whoa! This is all just so over the top! Yes, though mainly your reaction. Ah! Welcome, welcome. I've been waiting. Hey, pal. How you doing? Not too shabby, I suppose. Riku, Chief, Manana. Friend Baldi! Manana missed friend! Yeah, no need to be shy, Chief. I envy you your energy levels, bud. It has been a while. I'm glad to see you in high spirits. Thank you. And yes, I'm pretty good. Who's this? She's the commander from Colony Iota. You got the message, right? Oh, you're Anti-Exandria. Thanks for reaching out. It's Alexandria, actually. It would honor me greatly if you'd remember. Alexandria. A pleasure to meet you. I'm the commander of Colony 30, Valda. This will be my first technology summit. I'm really excited about this. I myself, not so much. Hey now. Really? You don't like Levnesses? I don't, especially yours. I see. Well, I'm sorry to hear that. Then I hope that by the end of the day, you'll have learned to love them just as much as I do. You're a credit to your colony, Commander. But don't you think you should be on your guard, even a little? Why would I? We have no reason to fight. You might be the only one who thinks that. Obviously not. If I was, the others wouldn't have brought you. You trust them, don't you? Just as you do. Right, Alexandria? Yes, of course. All right then. Let me show you around. There's lots of stuff on the ground, so you'll have to watch your step. I have nothing to hide from friends. Feel free to look around. Ich sehe da unten nichts auf dem Boden. I see some relations have changed. Baldi seems happy, doesn't he? I bet he doesn't get to show off like this very often. He completely minced my name, but otherwise very good. I love it. Everywhere I turn, there's hard-working Noppon. Oh, they're not working. They're just doing their own thing. They snooze when they're sleepy and eat when they're hungry. Sometimes they just wander off. Still, they look quite busy. What might they be making? So just listen to this. I've been thinking about it a while. We're looking into constructing a smaller, stronger Levnis, focusing on 3 pillars: durability, serviceability, and ease of use. Actually, the whole premise of our work, like fixing things, might need rethinking. If you put too many features on one Levnis, then you need more time and parts, and it ends up costly and hard. Not to mention the handling, so to get out of the cycle. All right, calm down now. Huh? But I was calm. I like this guy already. This new model's design is really very interesting. Thank you. I'm happy you think so. Oh, hey, do you want to work with us? We've just been looking for team members for Project Bingo. Bingo? It's what I'm calling this new model. I was thinking about it, and when I figured it out, it was like, bingo. So we named it that. Sounds great.
I spend lots of time thinking about stuff too. So I'd love some hands-on experience to really improve and... Gumbert? By which, of course, I mean... Do you have any units in a state closer to completion? Sure I do. I just made friends with one such unit recently, in fact. What do you mean, friends? I'll introduce you. She's in the hangar over there. Huh. How many Levnesses does he have here? These are his friends. Don't worry too much about it. This is Valdi we're talking about. Ich mag ja diesen Typen, der da hinten die ganze Zeit gegen den einen Levelness läuft. Der kommt ja einfach nicht raus. Oh, er hat es geschafft, ein bisschen weiter zu laufen. Oh boy. Jetzt die Frage, kennen wir die eine Person, mit der er sich angefreundet hat? Ah, there she is. What the? Wait. Robo Buddy is a friendly. Robo... Buddy? It's this little one's name. Where'd you pick it up? Oh, she was strolling about outside. It must have been on patrol, dude. Did you have to go and drag it in? It doesn't treat Kevesi as hostiles. Or does it not even distinguish between Kevis and Agnes? But why would that be? Some error in the control circuits? There's no errors here, and she's not broken. You're conversant with Agnian technology? No way. Well, I guess I dabble, but there's tons of stuff I don't understand there. That's where I started tinkering with those that I do. First, the question of how Agnian autolevs operate autonomously. I think it's mostly to do with ether signaling, but I figured if we could break it down, we might be able to transmit stuff back to them from our side as well. Anyway, I spent ages racking my brain about it, but if you look at stuff like friend or foe identification, it gets mixed up. Wait, back up. Are you saying you can control it? Well, it's not that precise, really. But at least we're friends now. Right? Is this for real? If they actually succeed at implementing this at scale... Yeah. It would turn the rules of engagement right on their sparking head. Valdi, what are you having RoboBuddy do? Just moving and disposing of materials. It's still in the test phase, so we're keeping things simple. And which section is in charge? That would be the bingo guys. Why? Why don't I ask you straight? Are you planning to use it as a weapon? No flipping way. I would never. She's not for fighting. I made friends with her to stay friends with her. Well, if that's the case, then it would seem you've missed your mark. Your friend seems to have other plans. RoboBuddy, why? No use debating it. Ready arms. Ha. Machst du das, Alexandria? I'll draw them. Not a bad move. Hat sie RoboBuddy vielleicht irgendwie gehackt gerade? RoboBuddy. Well, that makes things clear. Somebody within Colony 30 has been secretly misappropriating materials. Misappropriating? What are you talking about? Jetzt verstehe ich. Look at the Collectopedia card. You said the 3 pillars for your new Levnis were durability, serviceability, and ease of use. However, you'll notice that the materials RoboBuddy was collecting were waning lapis and venolium. A brittle rock and a highly scarce metal. What ought we to think about that? Oh, you're right.
This isn't what I asked for. But hang on, Alexandria. How did you know to check our Collectopedia cards? I asked her to. I figured it might help. And it looks like I was right. Do you have any idea who the culprit might be? Not at all. Maybe it's all just a big misunderstanding. No, Robo-Buddy clearly turned hostile and attacked us. Which is to say, it must have been under the control of someone other than Valdi. But what were they after? Might it have been to make a poison? Poison? Yes. Both of those materials contained certain toxic compounds. Of particular note is the lack of identifiable scent or flavor. When mixed in with food, they're nearly unnoticeable. Well, someone's well-read. Our consul had some shady hobbies, and he liked to talk. So, what would happen if you swallowed it? Depending on the concentration, dizziness, numbness, diarrhea, emesis, and in more severe cases... Ugh, enough. Oh, fantastic. I managed to retrieve the logs. If we analyze them, we should be able to figure out where it came from. Is that okay? A-okay by me. We gotta stop the baddies. All right, then. Sorry to use your friend like this. Looks like the friendship part might have all been in my head. But thanks for thinking of it that way anyway. Honestly, such carelessness. Alexandria? You've been looking sad all this time. Is something the matter? Anything we could help with? I'm used to all this, and I hate it. Alex? Did you hear me? It's nothing. You don't have to worry. All right, analysis is complete. You can unpack the data whenever. Good job, Gambert. Why don't you wait here? Commander, I trust I can leave my man with you? Huh? I thought I'd be going with you. But there may be other machines like Robo-Buddy. You're the only one who can tell them apart. Let's tackle both threads simultaneously. Yeah, okay. I'll stay in the colony this time then. Give Robo-Buddy's boss my regards. Alright. Ich dachte erst, Alexandria könnte den gehackt haben als eine Art Test, um Valdis Gesinnung herauszufinden, weil sie ihm misstraut. Aber es scheint so, als hätte sie die ganze Zeit hier jemand anderen in der Kolonie misstraut. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte die Spuren angucken. So. Ich nehme an, wir kehren wieder zurück und können dann Valdis Quest annehmen. Machen wir die beiden einfach komplett fertig. Wenn wir jetzt gerade schon hier sind. Mit irgendwelchen müssen wir ja anfangen, sie zu komplettieren. Das wird in Candensia noch spannend, weil wir dort auch mehrere Quests haben. Tyon, what's your opinion on this? It's mostly aligned with yours. There's something else going on here. Vielleicht haben wir es hier wieder mit einem Undercover-Konsul zu tun. Wobei wir sowohl den IOTA als auch den Kolonie 30 Konsul bereits erledigt haben. Ja, nee, IOTA haben wir erledigt. Ich war gerade nicht ganz sicher, aber darum ging es ja in der ersten Quest mit Alexandria. Da nimmt jemand aber einen interessanten Weg.
Es sind am Ende die Trutans. Ja, wenn er uns jetzt noch durch ganz Oraya hochschickt, ey, dann werde ich aber ein bisschen grumpy. So monsters have infighting too. Wir müssen nur durch sie durch. Climb up from there. How about here? Was zur Hölle, wie weit weg führt das denn? Wir landen am Ende wirklich noch bei Lambda oder so. Hey now, what's that? Die Geräuschkulisse, ey. Looks like a pretty rare specimen. Was, ich muss doch einfach nur übers Wasser. Eigentlich. Ja, da ist es doch. Alex, are you okay? You're not looking too well. We have the It's power to nothing. stop this I'm violence. just thinking about the past. Oh, hier auf dem Schlachtfeld. Hier wird der Sheriff's Quest übrigens beginnen. Können wir ja Junis Leiche nochmal Hi sagen. This is where the logs run out. Let's search the surroundings. No, hold on. Past there is... I didn't for a minute dream you'd fall for the oldest trick in the book. Dear Ouroboros, how do we ever fear you? I know that screech. It's the consul from Valdez. So he's alive? Hat echt überlebt. If I died so easily, I'd be a human. But as fortune has it, Hey! I'm still talking here! I'm sorry. I couldn't care less. How primitive can you get? You didn't really think you'd fooled me. No. Ha! I knew you for a craven, Alex. You were plainly going to secure the retreat. Oh, so you do have two brains. Everything's going numb.
A very special liveness that was. Oh, it isn't fast acting, so relax. I formulated it for the water supply, you see. You're after Colony 30. It doesn't matter so much where. The important thing is the water. It will soon become the object of the most vicious raids! You worm! However, seeing as you're here, I might arrange a whole different playtime. We can create a tableau of your little act of betrayal. And see how you like it when you're the one being poisoned! Act of betrayal? Mother! Stop spewing your idiot lies! Oh dear. You haven't told your friends then. Well then. I guess they're no friends of yours. Too slow! Master Eden in a full lowdown already! This little mix has with her ambition drilled her to kill her old commander! She brewed up a poison to make him weak, then staged it like he died in battle! Even better, she made her accomplices team leaders to shut them up! And they're still chumming it up today! Alex. He's telling the truth. I regret nothing. He wasted men and resources, clung to outdated tactics. If his tyranny continued, Iota would surely have collapsed. Oh, how grisly! How ghastly! Never knowing when one might die in one's sleep. Unable to trust your friends. I'd go so far as to say they lost their trust in you. That's right. And so, I'm not asking you to trust me. You rose to some cheap bait there. That's not like you. Everyone's got some husks in their closet. And as for me, I'm choosing to trust you. Oh, cut me right to the quick. In this game, to the cruel get the spoils. Let me demonstrate in quick order. Wusste ich doch, dass sein Code damals so komisch war. Dreckschleuder. Dass wir nie einen richtigen Kampf gegen den hatten. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, weil es so viele Konsole gibt am Ende und er war wahrscheinlich einfach nicht wichtig genug, aber es war schon immer komisch. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass er jetzt irgendwann hier zurückkommt. Aber es macht natürlich sehr viel Sinn, dass er hinter Colony 30 her ist. Das war er ja schon die ganze Zeit. Hat also die ganze Zeit überlebt. Na sowas. Ich muss aber sagen, sein richtiges Möbius-Design ist deutlich besser als sein ganz normales Konsoldesign, weil diese Bügeleisengesichter, sein Helm ist einfach viel zu bulky. Ich will noch den Armadillo ein bisschen draufhauen.
Super viel habe ich jetzt nicht geschafft. So, da sind wir bei Q. One-on-one. Na gut, eigentlich One-on-7. Beziehungsweise 9, wenn man Rico mal zuzielen würde, auch wenn sie nicht direkt im Kampf sind gerade. Sorry, dann kurzer Soundabbruch. So, ich weiß, wir haben die ganze Zeit die Chain Attack, aber ich will noch ein bisschen die Musik genießen. Wir hören die ja nicht mehr ganz so oft. Schon Juni. So, dann kann er also während Waldis Quest nicht mehr zurückkommen, ha? Oh, das wird der Damage schlechthin sein. Synchro Stufe 3 wird schon sehr mächtig sein. Wir können immer so eine Chain Attack machen. Ah, wir sind gerade desynchronisiert. Na gut. So, wie war das bei ihr nochmal? Ja, es ist im Prinzip Äffel in weniger stark tatsächlich. Daher kannte ich die Äffel-Fähigkeit. Na sowas. Jetzt mal sehen, ob ich mich vielleicht Lance mache. Ah, brauchen wir nicht. Noah, Verteidiger-Finish, auf jeden Fall Trion wiederholen. So, eure Crit Rate, sehr schön. Ich will auf jeden Fall Trion wieder haben. Also... Garantieren kann ich es mir nicht. Nee, kann ich nicht. Wenn es sowieso random ist, dann machen wir so. Spielt keine so große Rolle. Wie erwartet haben wir Trion jetzt nicht. So, diesmal 150. Außerdem die Ohnmacht. Das war Absicht. Und weiter geht's. So, wir hatten Noah, also machen wir Leo. Und weiter geht's.
So, jetzt starten wir hier. Ich will ja nicht die 100 Aussehen erreichen. Bei der guten Dame hier wird das auf jeden Fall passieren. Deswegen. So, und dann kommt jetzt der Finisher. Ich hätte ihn noch umwerfen sollen. Alex! I see a blind spot! Let me go! You have to, or you'll... Alex, you said it yourself. You were counting on us. This here's my friend. So back off! We're not done here! What is this? Damn swindle! Er hat Lucky Sam zum Angriff benutzt. Wow. That was too close for comfort. You can say that again. Oi! What the spark were you playing at? I seriously thought you'd snuff it. Hey, I trust you. I knew you'd make it in time. Probably. What? On what basis? Well, I didn't exactly have time to ponder it. You smug little clod. Please don't frighten me like that. But why? How can you do those things? You could have died. Yes, but that's just Noah's way. How have you survived this long if you're always so careless? I'm telling you, we count on one another. That's how we've learned to do it. Perhaps I'm not explaining it right. But in any case, I think there's something rather elegant at the heart of it. So that's what you call strategy? I swear, you Ouroboros must be the most peculiar people I've met. Too peculiar to trust? If you were, I'd have been long gone. Thank you for trusting me. Right back at you. Let's get back to Valdi. He's probably getting worried. Ja, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir ja auch die Ashera-Quest machen. Wenn wir zu Valdi zurückkehren, haben wir ja sowieso eine Quest. Aber wir sind halt genau dort, wo sie startet. My life is yours to command. For a little bit. Deswegen, wenn wir schon mal da sind, warum nicht direkt hingehen? Bei den ganzen Cycle und den ganzen Kolonien, die ausgelöscht werden in den Kämpfen, wundere ich mich, dass hier nicht überall mehr Wracks von zerstörten Pharaonissen rumliegen.
Hey, Ashira. Ashira. Hey, Ashira. Sah ihr Konsul nicht anders aus? Das war doch ein anderer. What are you doing here? We thought you'd disappeared. Sorry. I just wanted to see this. The golden flame clock? Our lives can shine like gold. But scatter them to the wind and they still end up like this. In spite of that, people are drawn to honor and glory. Like moths to a flame. I wonder why. I hope you're not looking to me for an answer. Perhaps it's just human nature? Perhaps. Though if that's true, then there's no saving us. We couldn't possibly hope to escape the lure. Destined to be caught in the fire and die. Thanks for that pep talk. So, what you trying to say? I'm saying that's really not how I want to go. Oops, I'm getting a call. Won't be a minute. This is Zoran from Colony 11. Come in? Yes, hello. This is Ashira from Colony 11. You'll have to call back. I'm busy. Seriously, Ashira? And here I thought I'd give you some good news. Uh-huh. Something's got you in a good mood, Zor. Yes, I will make time for you then. Don't ask why, but I don't think we're gonna like this. Yeah, agreed. A short while ago, Colony 11 received a declaration of war. Is that all? Come on, what else is new? You know as well as I do, we get those almost every other day. What if I tell you it's from someone you've been just itching to see again? Need a clue? Are you serious? She's back. So? Don't keep us in the dark. Time to rejoice, comrades! A certain Madam Consul has finally deigned to pay a visit, hoping to get her revenge. What? That freak seriously come back? She did strike me as the vindictive type. Alrighty. So, Colony 11's in great danger. We have to head over and provide aid. Ugh, what rubbish. If you want to go on another rampage, just say so. Good old Uni. A typically astute observation. Listen, just finish the job this time, okay? No cutting her loose, please. I read you. This time I'll put her down, I promise. If you're finished deliberating, where are you now? Let's see. The Faunus region, near the old Kana battlefield. Ah, that's convenient. Approach from the map the Wildwood side. We'll head out from Colony 11, catch them in a pincer and crush them in one fell swoop. Oh, nice! Let's do that. It sounds fun. Oh, and leave the leader's head on her shoulders. I just promised I'd come to collect it. I can't guarantee that. Just make sure you're not delayed having some extra fun. Ah, wait! Sparks. Have to hurry or there'll be trouble. The only trouble is you psycho. Oh, whatever. Let's go and tear our new one. Too right. Get ready for battle! I can't tell if they're about to hug or throttle each other, those two. Lustig. Wir bekämpfen Q und bekommen da auf demselben Schlachtfeld eine Chance, R platt zu machen, was im Alphabet direkt danach ist. Wie passend. Jetzt brauchen wir nur noch einen Code, dann haben wir einen QR-Code. Das ist eine Falle, die kann sich teleportieren, wenn sie keine Armee hat. Wird sie euch vom Schloss weglocken und dann vielleicht da irgendwas machen? I don't know. Just a guess. Aber da die Quest nicht hier weiterzuführen ist, bedeutet das, dass wir zurück
Das wird I zurück. knew you'd say that. Das wird zurück zu Waldi gehen. Und das zuerst machen. Ich würde sagen, den Abstecher haben wir gut genutzt. Keine Sorge, hier wird nichts angezeigt, weil wir gerade Alexandria nicht mehr in der Party haben. Das fixen wir noch ganz schnell. Don't try to be a hero. Just be yourself. All right. Hey, welcome back, you guys. That was shocking news you sent. Didn't think I'd hear about Q again. I'm sorry about putting you through that. Don't worry about it. We've gotten a lot out of the bargain as well, I assure you. And I'm sure Gambert has been absorbing it all like a sponge. Dame Alex, about that. Respectfully, there's something I'd like to discuss, if you please. You want to stay here, don't you? How did you know? The Nupon are staring. Well then, Valdi. What would you say if I proposed a temporary staff exchange? Gambert, for one of your mechanics? Dame Alex. Really? I think it would be intellectually stimulating for both our sides. All right, sounds cool. Let me quickly talk to my buds. Dame Alex, what's brought this on? Pardon? Brought what on? Never mind. We got the okay. They say they'll move ASAP. Very good. This should help foster better relations between our colonies. What do you mean, better? We're already fast friends. You're right. I misspoke. Gambit, come on. Gotta introduce you to everyone. Huh? What? Now? Hey, hang on! Well, that's one thing taken care of. Right. About that. We won't tell anyone about what Q said. I mean, it's not like you could get court-martialed for it at this point. For the record, though, I can't say I approve of your methodology. Indeed, if you try something like that again, well, we'll just have to stop you. And then we'll put our heads together to come up with a less bloody way. So no more agonizing alone, got it? That's reassuring. If that's how you really feel, then let us help you. That is, since we're friends now and all. Thank you. Sure. And thank you too. Wow. That was for saving me earlier? I hadn't had a chance to say it sooner. You really didn't have to. It would have eaten at me if I didn't. I have to say, I thought you were more chill than that, Alexandria. Aw, she's actually kind of a sweetheart, ain't she? What? Are you making fun of me? It's just a bit of friendly banter. You'll get used to it in no time. So she's learned how to open up a little. Good for her. So, das war die zweite der Heldenquests. I see some relations have changed. Looks Hi. like colony relations have changed. Hey, Victor. Wir wechseln jetzt erstmal zu Waldi. Und da wir schon hier sind, gleich die nächste Quest. Ich muss sagen, ich fand nichts von all dem gut. Wirklich gar nichts. Erstens zu Mirage wurde nur ein CG-Trailer gezeigt, man weiß nichts über das Gameplay. Dann hat es vielleicht Microtransactions drin, was normal ist für Assassin's Creed Games mittlerweile, war bei Odyssey, Valhalla, Origins und dergleichen auch so. Aber da ist ich nicht sicher, ob es nicht vielleicht Lootbox-System-mäßig ist, also Gacha. Und die anderen Dinge. Erstens mal Assassin's Creed Mobile Game, nein danke. Zweitens, so viele komische Titel. Drittens,
das alles in einer Art Connected Service... I don't know. Nichts davon spricht mich an. Wirklich gar nichts. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt wieder Downhill geht. Ganz ehrlich. Das stößt mir alles sauer auf, was ich da gesehen habe. Leider. Ganz egal, ob es Red ist, ganz egal, ob es Hexe ist, ganz egal, ob es Jade ist, ganz egal, ob es Mirage ist. Alles. Nichts davon fand ich gut. Ich kann mich irren. Wir werden es erst wissen, wenn die Dinger wirklich draußen sind. Aber eins ist klar. Diese ganzen Codename-Spiele werde ich wohl nicht anfassen. Mirage, mal schauen. Yuzette, what happened? Was standing 1 minute and then flop onto ground. What? You're overreacting, don't you think? I'm just exhausted, that's all. You've been pushing yourself too hard. Workload's pretty intense right now. I've got to do my part to keep the colony running. Is it really that bad? We used to get support based on how well the Levner squadrons performed in battle. The castle provided for us. So now we have to work like a mudder to make up the shortfall. Why didn't you tell me? Didn't think I needed to. I thought I could manage well enough by myself. Now that stink of untruth. Yuzette working hard for Valdi. Did not want sympathy vote. Hey! Yuzette want to act dependable to get on good side of Valdi. Tried hard not to show weakness. Is that true? What does it matter? Fact is, I can't be lying down on the job. Look, we get that you're under a lot of pressure. What is it that needs doing, anyhow? Dispatching of Levnesses to Colony Lambda. To Lambda? So you're lending out Kavesi Levnesses to Agnes? That's right. Even after they've served their purpose in battle, the Levnesses themselves can still function. I wanted to get as much use out of them as I could. So he say. But now look at sorry state of him. Where Papa also been showing Yuzette ropes as little side project. Oh, you were teaching me? Let me help. I'd love to. Come on. Give me a job to do. Huh? Well, if you're asking, how about handling the Levner shipment I was talking about? Once you get them there, it's just a matter of delivering them to the commander. Sure thing. I can do that. Incidentally, what need does Commander Izzard have with Kavesi Levnesses? I'm not 100% on the details, but he wants them for some kind of survey. Levnesses to scout something out. I wonder what's going on at Lambda. No point speculating when we can just check it out ourselves. Right? Right. Be thorough, yeah? Oh, but, don't push it too hard. Oh, we'll be fine. You just take a lie down and make sure you're all rested up. So then, off to Colony Lambda we go. Na, wie passend. Genau dort haben wir ja auch noch eine Quest. Und die Ashura-Quest ist ja in der Nähe. Außerdem werden wir dort wohl noch etwas zu sammeln haben für die Moebing-Quest. Also, uns führt eine ganze Menge dahin. Kingdom Hearts Dark Road habe ich mir bis jetzt noch nicht wirklich angesehen. Ich habe einmal durch das Video durchgeskippt, aber den Stand kanntest du schon. Das habe ich dir bereits gesagt. Es hat mich bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht genug interessiert. Aber hey, no rush. Looks like colony relations have changed. Ich war sowieso noch nie so wirklich warm mit Dark Road. In Union Cross war ich mehr drin, aber Dark Road war so, naja. Beziehungsweise, ich bin es in letzter Zeit gar nicht mal so sehr mit Kingdom Hearts warm. Vielleicht wird Kingdom Hearts 4 das ändern, aber im Moment ist es alles so... Ich hätte auch keine Zeit dafür. Ich habe gerade andere Projekte vor Augen. Nächstes Jahr ist vielleicht eine andere Sache. Es hat nichts mit Kingdom Hearts zu tun. Es ist einfach so... Boah. Es gibt stärkere, schwächere Jahre. Dieses Jahr ist ein schwächeres Jahr für dieses Thema. So, wir sind hier mit allem durch. In Fornis wird uns maximal noch ein anderer Auftrag hinführen, den wir woanders annehmen. Aber hier sind wir durch. Also gehen wir hier hin. Wenn wir für diese Quest nach Lambda müssen, machen wir es so wie bei... Machen wir es so wie bei Alexandria eben und kümmern uns erstmal um die Valdi-Quest, soweit es geht. Bis sie uns woanders hinführt.
Aber wenn sie uns nicht woanders hinführt, können wir sie in einem Schluck durchmachen, so wie die von vorhin. Und dann Isolts Quest anfangen und schauen, ob die uns irgendwo anders hinführt. Dann nach Ashera gucken, dann wäre da noch Kolonie Tau, auch im selben Gebiet. Dann noch Miyabis Item einsammeln und... aber das wird nicht so schlimm wie Cadencia, da gibt es so viel mehr. Da haben wir Triton, wir haben dort Rico und Manana, wir haben dort das Miyabi-Ding einsammeln, wir haben dort Fiona. Entschuldigung, Fiona. Die ganzen Camp-Gespräche für die Tyon und Uni Ascension Quest. Na, wobei die Uni Ascension Quest war was anderes. Warte mal. Da müsste ich nochmal gucken, wo genau die war. Nicht, dass ich es vergesse. Vielleicht war das irgendwo hier. Irgendwo, wo man Glücksklee sammeln konnte. Kolonie 30 sammelt gerne Glücksklee, aber wir sind jetzt bei Lambda. Better make sure we're well rested. Im City-Lager wäre das gewesen. Ja, okay, dann machen wir das, wenn wir dann Miyabis Sachen gesammelt haben. Ziemlich hinterher. Das habe ich eben übersehen, dass das im City-Lager war. Irgendwie dachte ich woanders. Wow, the Levinuses around here sure are a lively bunch. So they take good care of them. The mechanics must really take pride in their work. Wir hatten eine Quest, wo wir Wegweiser von Kolonie Lambda irgendwo anders suchen mussten. Das sind die beiden, über die wir jetzt reden können. Das sind die beiden gewesen. Auch eine Quest, die ich offscreen machen musste, um Isolts Quest freizuschalten. Speaking of which. Hey Isot. Commander Izzard, right? We're here with the Levinuses you ordered. I appreciate how readily you accepted our request. Thank you. But I must say, I hadn't expected you to deliver them in person, Commander. Yeah, sorry about that. We had to improvise. Ah, you know how to operate them, right? Our guys normally do the piloting. We've hired pilots for that very reason. Though, we wouldn't mind getting some pointers. Oh, that's great. Our pilots have been wanting to chat with you too. Anything you need to know, just ask. Glad to hear it. Commander Izzard, I hear you're using the Levinuses for some sort of survey. Care to divulge? Yes, about that. We've observed recently that our water sources around the colony are being rapidly depleted. So you're using them to investigate? No. In fact, the survey branch has already identified the cause. It's the Ansels living at the top of the Great Falls. Ansels? But their natural habitat should be the Urian Mountains. Indeed. And their presence here has been affecting the flora. We're particularly concerned about their laying waste to the cure grass we use to treat our troops. That's an issue, all right. So you want to take those overgrown feather brains out of the picture? That it? Which is why you need powerful Levinuses. You're looking a bit worse for wear there, Izzy. You been running yourself ragged too? Too? My lieutenant's also been burning himself out. Oh. Noah? We'll help you out too. I appreciate the offer, but I think... You underestimate this job, and you're going to collapse from overexertion too. Better to share the load, no? It'll make life easier. Valdi's really worried about him. Could be a nice little excursion. No one's gonna complain. All right then, if it's no trouble. We'll have this issue sorted in no time flat with you on board. Easy peasy. Just let us at him. I look forward to this, Commander Valdi. Hey, tell me something. Are you and Izzard pals, Tyon? I wouldn't exactly say pals. The commander is more akin, perhaps, to your chief status. So, dann schauen wir mal, wie wir da am besten hochkommen. Das wird recht easy.
Hier vom Titanenfels aus wäre, glaube ich, das einfachste. Wir können hier die ganze Wildlife skippen, zum Glück. Das ist übrigens einfach nur ein Titanenboot aus Xenoblade Chronicles 2. Da gab es ja einige. So, die keine wirklichen Titanen waren, auf denen man leben konnte, aber groß genug, um als größere Schiffe durchzugehen. Das wäre so einer. Ich habe auch erst gedacht, vielleicht Asurda, aber dazu passt das Gesicht nicht so. Außerdem wäre es schade, dass er hier einfach irgendwo ist. Und ich nehme mal an, er ist so ein bisschen ausgeschlossen von dieser ganzen Titanen-werden-sterben-Regel. Weil er ja irgendwie nicht nur ein neues Lifecycle bekam, sondern, also wiedergeboren wurde, sondern auch die Kraft von Numa erhalten hat, wodurch er dann wieder erwachsen werden konnte. Ich nehme an, dass er generell ein bisschen special geworden ist, nachdem er die erhalten hatte. Und dementsprechend vielleicht noch irgendwo in der Gegend rumstromern könnte. Also, sobald die Zeit wieder läuft. The Ansels were sighted a bit further up, right? That's right. There are skeeter nests around here as well. We should take care. Wait, is that... Okay, well, we doing this? Is this... Na, was hat er gesehen? So much trouble! Oriole! Dragon Star! They broke away. Falcon! Swoop! Bring her round it. Keep it going. They broke away. No stopping you, lad! Time to end this. Oriole! Keep up the pressure. Demon Slayer. Loading! Gotta make me. No shot! We can't let you do him. Too easy. Enough to Come punch after your me, lights and that's out. what you get. That looks like them all. They won't be tearing up the cure grass any longer. I hope that now... their fighting days are finally over. Baldy, pleased to look. Such pretty, pretty flowers. Oh, wow. But it's such a tiny patch of them. You think those ants have got them or something? No, those flowers are from the Urian Mountains. And they don't normally grow in this region. Well, how then? Maybe it's just as Uni said. Maybe the Ansels carried the seeds and they ended up here. That's nuts. They probably had the seeds stuck in their feathers. And they just happened to land here. Still, of all the places they could have bloomed. It's just random chance, Uni. Not like they grew here on purpose. Only questions whether they make it. They did choose. They chose to bloom up here. They never gave up. They're just like me. This world, it lives and breathes, just like me. Happy revelation? Yeah, it's awesome. I never thought we'd be able to find a serious anemone here. You look pretty pleased, Tyon. Make us a cuppa then. Okay, jetzt haben wir's. Überbringen wir ihm die Nachricht. I see it went well. We've already received your report. About the Ansel's impact on the environment. It's all good. Our survey branch will be monitoring the situation carefully. Then how about we leave the Levnesses here? Could you give us an update if you happen to find out anything new? You feeling okay there, Valdi? You sound like you're interested in something that's not Alevnis. Oh, come on. They're adapting to their environment.
by themselves. It's such an amazing phenomenon. How could I possibly pass it up? Ha, how indeed. The most feared mechanic in Kevis. So wide-eyed and innocent. Huh? Up until we met in person, I pictured you as a cold, ruthless commander who would stop at nothing to achieve victory. That's the Colony 30 Consul's fault. Yeah, Valdi himself's got nothing but Levness on the brain. Hey, that's mean. Well, perhaps you're right. I've been blindly sending Levnesses to their destruction. But you're only looking at one aspect of the whole. Aren't you furthering a large-scale project for a new model? I hear it's a type of Levness designed for a wholly different purpose. Huh? How'd you hear about that? The survey branch has eyes and ears everywhere. Ooh, look at me and the fancy spy network I used to work for. You're talking about Doric. He's my friend. When he's finished, you've got to come visit. I believe I will. I look forward to building a lasting friendship with Colony 30. I'd be happy to accept your assistance in the future. Great, I can't wait. Good news all round, huh? Phew! Now I'm friends with Izzard. Yuzette has so got to hear about this. Well then, let's not keep him waiting. Back to Colony 30. Aber bevor wir gehen, müssen wir noch Isords Quest annehmen. Sorry, Valdi. Wird ein bisschen unterbrochen. Keine Sorge, die Reputation von Colony 30 wird wieder gerade gerückt, jetzt wo der Consul Q wirklich tot ist. Alright. Let's walk the path ahead together. Tja, Isord ist weg. Oh no! Hey, Trapper. Dann willkommen zu Hause von der Spätschicht. Looking at Colony Lambda now, wouldn't you agree that it's recovered some of its spirit? Definitely. The atmosphere feels different to how things were, even a little while ago. Perhaps the change isn't a vast one, but something is indeed different. If we hadn't met you, perhaps this change wouldn't have taken place. We'd have retreated into our shells. All we did was give things a little push. I'm sure you'd have managed this by yourself, is it? You're most kind. Either way, that doesn't change the heap of problems I'm facing. They need fixing, but I can only manage a few at a time. It's not good if you push yourself too hard, Commander. Getting some rest is important too. Rest? Not sure how I'd go about getting some rest. The way things are here, I always end up busy, almost without intending to. I suppose as long as you're at your home colony, things just turn out that way, huh? And you know, we ain't exactly experts in the art of taking a load off. That reminds me. Do you have an idea, Tyon? Well, this could turn out to be nothing. But earlier, I heard a Nopon merchant talking about something called a natural spa. A spa? Supposedly it's in a remote place, not easily reachable by people. What's remoteness got to do with getting poor Izzard here to relax? The Nopon also said it contained lots of nutrients, stimulated metabolism, promoted blood circulation. So you're saying if we get our hands on this spa, then even Izzard could get some rest? He'll be able to recover, basically? Like I said before, the information is questionable. It's only something I heard in passing. Tyon. Commander, I'm sorry, I know it's hardly a credible source. I think I like the sound of this. Huh? I say we go out and we find this spa thing. I'm not really one to talk, but I didn't think you'd be so into this. Well, I have a passing interest in things of that ilk. But, I don't want to keep you from your journey. Nah, don't you worry about that. More importantly, how do we go about finding this thing? Why don't we ask somebody in the city? Right, better than just us racking our brains about it. My thanks, all of you. Just leave it to us, Commander. We'll give this our undivided attention. Das ist eine Lüge. Da wir in die City müssen dafür, werde ich es direkt erstmal hinten ranschieben.
Also, wollt dir nicht leid tun. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem Anime. Du hast ja schon erwähnt, dass heute diese Cyberpunk-Geschichte startet. Ja, also, lass dir das nicht nehmen und genieß vielleicht was Schönes zu essen währenddessen. Viel Spaß dabei. Danke fürs Vorbeischauen. So, Retreat in our shell, hatte Isolde vorhin gesagt. Was ich sehr passend finde, wenn deren Lefness so ein bisschen an eine Schildkröte erinnert. Ein Lefness, deren Ferron ist, nicht Lefness. So, also hier finde ich City. Gut, dass wir es angenommen haben. Gut. Mit nichts anderes zu tun hier, also direkt hier in Lambda. Woanders natürlich schon. Schauen wir erstmal, ob das wirklich stimmt. Not if we can change this world. Ups, das war falsch. Wo genau ist das hier? Tatsächlich ziemlich genau hier. In Uriah. Ah, hier oben. Na, ist doch perfekt. Dann können wir das gleich abhaken. Und das letzte in Cadensia wird wirklich eine Weile brauchen. Weil in Cadensia ist so viel zu tun und zu besprechen. Und ich weiß nicht, wohin mich die ganzen Quests führen. Aber ich glaube, dass mit Kolonie 30 weitermachen tun wir jetzt gleich, weil mich nichts anderes dahin führt. Zumindest im Moment. Oder soll ich hier bleiben? Ich sollte auf jeden Fall mal nachgucken, wie nah die Ashera-Quest ist. Aber Richtung Magdawald würde mich vermuten lassen, es geht direkt rein. Und dass es gar nicht so nah dran wäre. Na, zum Glück haben wir das geschafft. Unsere Heilerin so ein bisschen malträtiert. So. Ah, give me a break. We all worked hard for that. Clinches es. So. Das war das Material für diese Quest. Nur noch Krabberich-Reizfleisch. Boy. Okay. Dann schauen wir mal. Ashera? My life is yours to command. For a little bit. Wortwörtlich. Oh, Schloss Kevis Umland. Wir gehen also doch von der anderen Seite aus. Ja, dann hat sich das erstmal erledigt. Kolonie Tau. Wäre wohl das einzige hier. Wenn es das einzige ist, mal vorbeischauen. Ich meine, wenn ich sowieso gerade teleportieren muss, dann, wie gesagt, machen wir erstmal hier weiter. I'm feeling like I could eat. So, wir haben übrigens immer noch unseren Gast da, unser neues Partymitglied.
Schön, dass wir dass Senna die ganze Zeit auf dem Rücken trägt. I'm here too, and I'll do my part. Ich muss die Mission markieren. I'm back! Hey, you taking it easy now? Yeah. You were gone for some time. It wasn't just a quick there and back. Yeah, one thing led to another. Sorry to butt in. Uzette! The Nopod are in a real tizzy. Won't stop moaning about the lack of Levnite. Oh, they finally gone and used it up. Is it important? It's an ore we use for Levness maintenance. Tune them up with it and they're gliding like they're on ice. We're already negotiating with Colony 4 to get us some of theirs. I, don't suppose you could try to smooth things over with the crew, just for the time being. Oof. Well, I'll see what I can do. Uzette, you know that transmission we received earlier? Well, there's a problem. How much is this guy juggling? There's not much point in him trying to recuperate here when he keeps getting pestered like this. What? What do you mean? You can't arrange the shipment? Ah, I wasn't privy to the details. All I know is that some guy called Solon from Colony 4 told us to tell you. Yeah. Hey, Noah. I know what you're thinking. Let's take this to Colony 4. Let's. Hey, the colony relations What's change. going on in Colony 4 exactly? Let's go to Solon and the supply team. Mal schauen. Das wird sowieso eine Teleport-Mission. I can see it already. Kein Kontingenzraum zu lowern. Auf der anderen Seite. Wird hier nicht viel passieren außerhalb von der Mission. Solon, Sucker. These are not good tidings. Especially when we're so swamped. Excuse me, are you Solon? Ah, yes. How may I help you? I'm here about the Levnite shipment to Colony 30. I was told that you couldn't send it, and I was hoping to find out why. Did you run into an issue? Well, we sent some of our compeers to Dana Desert, but we haven't heard from them since. I can't exactly leave my post, so I was deliberating as to how we should proceed. You said the desert, right? Anywhere in particular? The richest Levnite veins can be found by a landmark known as Glamrock, so you might try there. That seems like enough to go on, right? We'll head out there to look for them. You do this? We can't just ignore someone in need. And besides, we need to get our hands on that Levnite. Well then, thank you very much. I hope to hear good news from you. Alright. So their friends didn't return? That sounds kind of worrying. We'd better go find them quick. Hey, Kolonie 4 geht es besser. Okay. Dann schauen wir mal, wo genau. Ich meine, die Wüste ist groß. Na sowas, genau der Ort, den ich vorhin freigeschaltet habe. Wie convenient. There they are!
We'll have this sorted out in a jiffy. Let's rush them down. Fine by me. All right. Kann die andauernde Monster oder wurde die ganze Zeit jetzt von dieser einen Horde aufgehalten? So. Are you all right? Yes, thank you. You saved our skins. Never seen monsters like that before. They really caught us off guard. Yeah, it's weird that those monsters were there. One would usually expect them to reside in their natural habitat, above the Great Cot Falls. So they decide to move house? This isn't walking distance we're talking here. They'd have had to have migrated from their old territory. After what happened to those mountains, the Ansels must have tried to take shelter beneath the Great Falls. I'll bet that's what pushed these guys out. And then they moseyed on over here to the desert. Our squad leader just gave us an update. You're here to pick up the Levnite. If you want, we can just give it to you here. Saves you a trip back to Colony 4, right? Sehr gerne. You sure? Well, thanks. This'll at least take one thing off you Zet's plate. See? I can get things done when I put my mind to it. We're done with the Levnite issue too. Back to Colony 30 then? Yes. Das geht dann also alles auf den einen Annihilator zurück, der den einen Berg gesprengt hat, als Ethel dort bei Schloss Kevis war. Ich meine, das war einer der Berge aus dem Umland. Könnte passen. Das ist die falsche. Im Prinzip waren wir ja schon fast da. Hold up. That Levnis. Hey, Commander. Good to see you back. Hey, Zuza. This little buddy's the Levnis we lent Izzard, isn't it? Doesn't he want it anymore? To thank us for your offer of cooperation with Colony Lambda, they've sent us a fair bit of supplies and food. Wow! All this? I'll need to thank him a bunch. Ah, Commander, there you are. Guess what? Colony 4 just approached us with a deal to receive regular shipments of Levnite from them. What? 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 I'll head down the docks and tell everyone. And just like that, it would appear that the bond between our respective colonies has been restored. Nice one. Huh? He hasn't even realized, has he? Come on, man! You brought everyone together, Valdi. I did? It's really quite amazing. Even though you're all doing different things, you help each other out in all sorts of different ways. That's right. And when there's something missing, it always has a knock-on impact somewhere else. Sometimes you don't notice something's awry until after that effect has manifested itself. Ah. You know, the world's kind of like a Levnis, isn't it? It's like a mesh of so many different parts, all interconnected. And because it's made up of all these different things and people, it moves. It's alive. So then, Baldi and Manana are also belong to parts of world? Not just us. My buddies here are too. Not just some tools to be used, eh? Right, they're not. I'm just reaching for ideas right now. But hey, I'm a mechanic. And if the world's like a Levnis, then I sure as spark should be able to fix it. I'll make a new tomorrow, where we can all live in harmony. Ambitious goal for Grease Monkey.
but willing to keep on radar, with much giving of side-eye. I'll take that as a compliment. Was not compliment. Well, I believe in you, mate. You're Kevis's #1 mechanic, after all. You can't argue with that. Shucks. Okay then, let's report into Uzette, shall we? There's been a change in colony relations. Grease Monkey, ey, Rico. Er wird tatsächlich helfen, die Welt zu verbessern. Beim finalen Battle ist Kolonie 30 ja diejenige, die die Origin angreift. Hat ja auch sehr viele Levnisse zu deployen. Hey, Uzette! Guess what? Uzette! Shouldn't you be lying down? Nah, I'm feeling way better. I'm not just putting on a brave face for you guys, okay? I'm not. Uh-huh. All right. If you say so. Thanks for always getting us out of trouble, Uzette. Where'd this come from? Turns out this guy's actually more thoughtful than you give him credit for. Thoughtful? From now on, I'm helping you with your chores. So let's both do the best we can, and make some of the finest Levnesses the world has ever seen. Sure, count on it. As if, over my dead body. Huh? If I trust you with anything, things are gonna get way out of hand. You just casually go and extend the leases on Levnis rentals. You plain give away the materials that we cracked down on after we caught those guys illegally hoarding. Every time you give a report, my blood runs cold. Think about how I feel trying to manage this stuff. Right. Sorry. Still, I'm glad to see you're feeling well enough to give me a telling off like that. Glad, but I'm seething with rage here. Yeah, I can see that. So, I guess none of this really sorted out Uzette's workload problem, did it? Yeah, I guess not. But maybe this is a good way for them to mesh in the end. Maybe it is. Remember what Issa told us? That you can't just look at one aspect of the whole. I think that's how it is with Colony 30. Alright, another one done. Gut, dann sind wir hier durch. Wir haben natürlich noch... Wir haben natürlich noch hier in Aetia eine ganze Menge vor uns. Aber wir könnten auch mal schauen, was hier in Kolonie Tau so abgeht, wenn wir da schon mal in der Nähe sind, in Anführungszeichen. Nicht wirklich, but you know. So halbwegs. Bei Sion und, wie hieß er noch? Teach, ich hatte seinen Namen vorhin. Ich kann mir seinen absolut nicht merken. Bei den beiden schauen wir sowieso noch vorbei. Wer weiß, vielleicht führt mich ja noch was in Richtung Kolonie Omega, was dann ja derselbe Kontinent wäre. So. Dann Juniper. Ah! What the spark's all this? What are these monsters doing here? What's going on? Why, little Junepack? You're late. Oh no, it's you! Die war ja so lange absent. Console. You know I can't abide tardiness. Too much fun and games, is it? Ha! Life is not a bed of roses, my dear. You must be aware of that, surely. What are you after? My. Why so sour, my little Uro berries? I haven't the slightest inclination to involve myself in a fracas with you. Oh, yeah? Then what are you doing here? Dear,
I am positively quaking in my boots. I am here to see my little Junebug, nothing more. And you expect us to believe that? You may set your hearts aflutter with whatever feelings you desire, for all I care. If I must confide in you a detail, I would like you to know that it was I who dealt those monsters a swift demise. You? I can confirm that. If it weren't for the console, we might not even be standing here. Spark. If only I hadn't screwed up. You're injured. Yeah, my fault. I got cocky. Monsters got a free swipe in. You may find it hard to believe, but I'm quite the assiduous type. I've been keeping a close watch on my fruitlings. But now that little Junebug has returned, there is yet more work to be done. You're not angry about the flame clock? Angry? You were the ones who broke it. You aren't going to apologize, are you? Besides, I've been aware of the circumstances for a while now. It has to be said, it's a delicate topic. Delicate? Yes, delicate. Do your ears need rinsing, Poppet? I don't know if you're aware, but the people of Tau themselves chose to break the clock. It's hardly my place to complain. I happen to be quite the individualist. Don't you know? You're not making a lick of sense. Now, Junebug, be a sweet pea and go on ahead, will you? Don't worry. I'll be fine. Noah, we're just letting Juniper go? Juniper said not to worry, so let's not worry. That's the spirit. Perhaps you and I will be able to see eye to eye after all. Oh, one thing. I have a job for you, Uro Berries, if you would be so kind. A job? For us? For you. I'd like you to procure some twine turf. For me. Yeah? What are you using it for? Someone's got to remove those nuisances for new life to settle in. But preparations will need to be in place if we are to dispose of them. Which is where the twine turf comes in. Twine turf? I think I saw some of that in Yellow Grove. Well, look at that. How fortuitous. That's a mere stone's throw from here. Well, it's not far. That's true. See? It wouldn't kill you to fetch some. I know what you're thinking. But these things really are going to be a problem for us otherwise, so we'd really appreciate the help. No, I understand. Let's go then. Na, ich traue dir ja keinen Meter. Das bringt mich aber auf eine andere Sache zu sprechen. Erstmal, sie hat einen Umhang wie die. Das ist die zweite Konsole mit einem Umhang, die wir sehen. Das andere ist, sie klingt sehr alt. Und das bringt mich auf eine Sache. Wenn die Leute immer so 10 Jahre alt sind, wenn sie in den Zirkel kommen, also in den Cycle, in den Kreislauf, und dann zu Konsolen werden, dann altern sie ja nicht. Das sieht man auch ganz gut an Joran zum Beispiel. Was bedeutet, die Leute müssen schon alt gewesen sein, als sie zu Konsolen wurden. Das bedeutet entweder, sie sind einige der ersten Konsole, die alt gewesen waren, als dieses System überhaupt erst kam und dann direkt zu Konsolen wurden, oder sie sind aus der City. Weil sie ansonsten nicht älter als optisch 20 sein können. Dementsprechend also auch nicht älter als 20 aussehen können, obwohl sie dann tatsächlich 10 wären. Gibt es das ganze Alphabet von denen? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Wobei wir es noch nicht gesehen haben. T ist hier bei uns dabei. Übrigens auch ein gutes Beispiel für einen Konsul, der eindeutig älter als 20 ist. Dementsprechend entweder aus der City kommt oder
aus der Zeit, als die Zeit stehen blieb und schon alt war, als das passiert ist und direkt Konsul wurde. Was doch seine Demenz erklären würde. Aber ja, das unterstreicht meinen Punkt noch. Also, was haben wir jetzt? QR, S kenne ich nicht, das ist T, dann sind wir hier bei U. V haben wir schon gesehen in der Rückblende. Y. XY kennen wir. Also W haben wir noch nicht. Ein paar Buchstaben fehlen noch. Die kommen wahrscheinlich in den anderen Character-Quests so nach und nach mit dabei. Also ja, einer der Gründe, warum ich die Quest unbedingt machen will. Ich wette, sie hat diese ganzen Wolfen hier auf den Plan gerufen. Sie plant irgendetwas anderes. Oh, da hinten musste ich schon ein paar Mal hin, um 10 Auberginen zu sammeln. Pio und O und J haben wir auch. Was haben wir denn alles? Warte mal, wir hatten B. Ich weiß nicht, ob wir C hatten. Können wir das eigentlich irgendwie im Harmoniediagramm gucken? Ich glaube nicht, dass die Konsole da drin aufgeführt sind. Habe ich sowas wie eine Gegnerdatenbank? Weil ich vergesse gerade auch, welche wir alle hatten. Die Heldenübersicht, klar, aber... Es würde mich nämlich auch gerade mal interessieren, welche Buchstaben denn generell noch fehlen. Charaktere sind hier nur meine Charaktere. In der Mission würde auch nicht drinstehen, welcher Konsul wo war. Ich weiß nicht, ob wir C hatten, aber B, D, E hatten wir auch. Natürlich N, M. Wir hatten auch K. K, das war der allererste, den wir erledigt haben. Übrigens auch ein alter Mann. Der entweder aus der City kommt oder aus der Zeit, an dem die Flammenuhr stehen blieb. Die Flammenuhr. An dem die Flammenuhren eingeführt wurden. So rum hier. Is this like a rare thing? Ich würde sagen, wir haben die meisten Buchstaben schon durch. Auch wenn noch nicht alle tot sind. Er lebt ja noch. Die Quest müssen wir ja noch machen. How about here? Ich weiß nicht, ob wir F schon hatten. G hatten wir, glaube ich. Das müsste der von Kolonie Gamma gewesen sein. Man, finally. You think this'll do? Don't see why not. I wonder how the console's going to use this stuff to get rid of the monsters. I haven't a clue. Everyone! Juniper, are you all right? Yes, and the colony is unharmed, thank goodness. Hey, Juniper. Has your console always been like that? The console? I don't really recall. You said she pretty much left you to it, right? Mm-hmm. That's correct. The console rarely ever visits us. We've met a couple of times, but I barely have any recollection of us talking. So why on Ionios would she start involving herself now? I say we get this job done and then we give her a piece of our mind. I mean, I don't really sense any hostility from it. Maybe it's fine. But you have to admit, she's got a way of getting on your nerves, right? Still, she is a consul. If we underestimate her, we'll no doubt be in for a world of pain. Noted. But even if we do have to fight, it'd have to be outside of the colony. Yeah. We don't know what she might be planning to do with the people of Colony Tau. We should try to head back soon. Wir hatten auf jeden Fall A noch nicht. Weil ich habe mir immer die ersten Buchstaben und die letzten gemerkt, um zu gucken, ob es halt wirklich das ganze Alphabet sein wird. Und A war auf jeden Fall noch nicht dabei. Z ist natürlich klar. Z ist Z.
Den hat jeder schon gesehen. Es wird tatsächlich gar nicht so lange dauern, bis du Triton bekommen kannst. Du hast auf jeden Fall schon das Level für die Quest. Das war irgendwas Ende 40. 46, vielleicht noch 49 oder so. Das dauert nicht mehr lange, dann hast du ihn. Du bist fast da. Dann lass mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich bin gespannt. I'll report into the console. Sie haben nicht mal die Leichen weggeräumt in der Zeit. Wahrscheinlich, weil wir teleportieren. Wir sind zu schnell. Is that enough for you? Wonderful, my dear Uroberries. Quite the speedy little workers, aren't you? So? How are you gonna use the stuff? We're going to make it into a pulp and throw it into a bonfire. I hear it has the most fragrant aroma. No doubt the creatures will be drawn straight to it. A little assistance wouldn't go amiss. You. Huh? Yes. What a farce. They're drawn to the scent, are they? What is it, Tyon? You picked up on something? Not exactly. Oh, what is this? Oh, I do so hate the forest. What with all the bugs? Right. Well, they do say that bugs hate smoke. You know the type of insect I hate the most? The creepy, crawly kind. Oh, ghastly things. How about you? Me? I've seen them all before. Can't say they bother me. Oh. Such a tedious little corner of Ionios. Nothing much ever happens around here, does it? No, not really. I'm kind of used to it by now, though. Well, of course you would be. State the obvious. Why don't you? Oh, right. Sorry, ma'am. Now throw in the plants I gave you, and we should be all set for the preparatory phase. Where are you going, ma'am? Oh, you know, I thought I might witness a little of that Uroberry magic for myself. The smoke rising from the bonfire acts like a signal flare to indicate the start of battle. Yeah? What's that got to do with... Crap! They're back! Again! What? Looks like you've got your work cut out for you. Oh, yes. You had better live your lives to their very fullest. Was für ein merkwürdiger Plan. What? These monsters! Don't ask me! They just showed up out of the blue and started heading this way! These monsters aren't from the forest. Why would they have come in so far? I have my hunches. No point guessing right now. Let's send these guys packing. Also klar, sie will uns erledigen, ohne sich die Hände schmutzig machen zu müssen, aber like... Müsste sie nicht ein Problem damit haben, dass wir hier sind? Weil was sie macht, ist offensichtlich ja hauptsächlich wegen der Kolonie. Und hat sie schon ganz andere Möglichkeiten genutzt, um denen das Leben schwer zu machen. Einfach nur für ihr Amüsement. Vielleicht geht es hier gar nicht darum, sie auszulöschen. Das werden wir sehen, je nachdem, ob sie gleich ausrastet oder nicht. Ich liebe es, wenn sie rumwirbeln. There's no
vent to him. Dachte ich The mir. appropriate tactic in this situation is fight first, whine later, mate. Yeah, I know, man. Makes me feel better, though. My dear, sweet little Junebug. I'll tell you what I'm trying to accomplish here. I want to see Colony Tau performing to the very best of their ability. What? I want them to wallow in regret, to agonize, tremble, suffer, rise, convulse, and then die. You see, the look on their faces at that moment is the most delectable thing in the world to me. Consort, I don't understand. All that you are, distilled at the cusp of death to a perfect fraction of unbearable humiliation. However, teetering there on the edge of oblivion is also the moment in which you shine the brightest. The terror of death flickering in your minds, fighting madly in the hope that you still might live. A newborn babe could never hope to match that expression of horror. Only the march of time can crystallize those grimaces of wrath and agony, aged to perfection like a fine wine. They're coming our way, too. Huh, never a dull moment around here. Come now, Junebug. Chin up. I want to see you at the peak of your brilliance. I can't savor your emotions if you don't ripen to your fullest now, can I? Immer noch ein sehr merkwürdiger Plan. Sag mal, wenn es ihr darum geht, hat sie dann nicht irgendwie die falsche Kolonie? Die einzige, die komplett passiv ist, sich zurückgezogen hat und eigentlich nicht wirklich kämpft? Da muss noch einen Grund dafür geben, warum sie das gerade jetzt macht. Sie hat sich doch so lange zurückgezogen. Aber wer weiß, ob da wirklich mehr dahinter steckt. Die meisten Konsole sind ja doch eher sehr eindimensional. Das könnte an der Flammenmoor liegen, natürlich. Das wäre ein Grund, warum sie jetzt handelt. Ich meine, solange die Flammenmoor aktiv war, mussten sie ja wenigstens gegen die Wildnis kämpfen. Oder vielleicht ging es genau darum. Die waren ja so dabei, wir kämpfen nicht, wir sterben und dann ist unsere Zeit gekommen. Vielleicht wollte sie ja das unbedingt. Sparks! They got Roland. Somebody go and help the poor soul! Du stehst doch da! Are we snuffed then? Is this it for us? Stay calm. There's still a glimmer of hope. There aren't as many monsters as before. It's doable. Keep pushing them back. We'll try. Oroberries are a force to be reckoned with, aren't they? I hadn't factored them in, but I did get a taste of fear and despair, and for that I'm truly grateful. You must have felt such sweet relief when they broke the flame cloak. How does it feel to have all that taken away from you? You'd better pick up the pace, or my little monsters will flock to you like a free meal. It's the smoke. Put out the fire. Stop the smoke. Oh, I think it's a little late for that. I had my doubts, but I never thought you were so brazen as to do this openly. When you crush and burn those plants, they make the most irresistible aroma for monsters. So you lied about getting rid of them? I said that nuisances had to be removed. Who said anything about monsters? I was hoping to remove everyone save little Junebug here, and make way for new growth in the forest. You don't have to spout a load of shite, you know that. I was hoping to see them savaged by hungry beasts, but oh well. Your efforts have managed to ruin a perfectly good tragedy. Again.
Again? Did I not mention? Not a few days ago, I recall that you intervened. I was hoping to cull some fruitlings before their homecoming. Ah, the monsters from before. Yes, that's it. That's the way. It's the monsters that you encountered on that fateful day. The very same. Yes, I led them there myself. If they had feasted on your husks, I could have thrown them into the colony and given you such a fright. Why? Why would you think of doing such an awful thing? I took you to be smarter than this, Junebird. Be a dear and fire up those synapses for me. Colony Tau was ready to accept their fate. I settled on the monsters as the best way to deal with that. I thought perhaps if you were to see your friends torn apart before your very eyes, it might give you the stimulus you need. You're beyond help. When the flame clock was destroyed, and you were given the chance to live, you also came to fear death, and gained the ability to suffer, as you are doing right now. You've done well, my little Uro berries. Yes, indeed. The look on your faces is not something so easily reproduced. Ah, how long I've waited just to see those contortions. The perfect moment. Once matured, then savored. I'll not let you die easily. I shall see to that. You consoles are all the same, aren't you? How can you toy with people's lives like this? You think this is fun? Oh, I just love teasing my favorite playthings. Is that really so difficult to understand? Well, it's been lovely talking to you, but I'm afraid time's getting on. If you despise me so much, slay my little pets and try taking me on yourselves. Ja, Mann, kann sie bitte jemand einfach, wenn wir sowieso Zeit haben, rumzustehen und zu reden, einfach mal einen kurzen Schlitzer verpassen, um sie zu erledigen mit Lucky 7 vielleicht, Noah? So wie du es bei Q vorhin gemacht hast? Die hört sich einfach zu gerne reden. Außerdem habe ich jetzt was Persönliches gegen sie, denn diese Monster, die sie damals geschickt hat, als wir Juniper zuerst trafen, die haben mich so oft getötet. Einer der wenigen Story-Gegner, die mich wirklich oft zu Fall gebracht haben. Und meine Güte, würde ich ihr das gerne heimzahlen. War das nicht sogar die einzige Story-Gegnergruppe, die mich wirklich öfters getötet hat? Und jetzt sie. My, you really defeated them? All of them? Well, you're nothing if not tenacious. If you stay away from our colony without interfering, just as you always have, I'm willing to let bygones be bygones. Without interfering? You really are a model child, aren't you? I told you, I consider myself the assiduous type. Why do you think that so few make it to homecoming in this pit that none know about or care about? Why do you think there are few threats to your colony, yet your flame clock teeters on the brink of collapse? Well... Let me explain it to you in simple terms that even you will be able to understand. I made it that way. It was by my design. What? You really are the lowest of the low! I had the soldiers die when approaching their final term. I conceived your peculiar tradition, and I sent monsters to you. And when your numbers were culled just enough to maintain the colony, I sent you new recruits. When you lacked a source of life with which to fill the clock, I placed monsters of adequate strength for your succor.
And it has all been for this moment. Ah, the lengths I went to just for today. I cannot begin to understand you. Countless hours of painstaking effort went into this. But I am so very glad to have met a soul like yourself, little Junebug. Even your rage brings me delight. The fact that you want to kill me where I stand, even more rapturous. I shall contort your face into an expression of pure agony. I shall tear down all that you are. Noah Lucky 7. The people of Colony Tau have been fighting just to survive day to day. Jetzt. We won't allow you to have your way anymore. This ends here. Yes. Yes, I suppose you're right. My actions are unforgivable. Come then, do your worst. If you don't kill me now... You'll have to watch as I slaughter your precious Colony Tau before your very eyes! Allein für die ganzen Monster-Designs will ich die Konsole töten. Ihr Design ist sogar recht cool. So, fokussiert euch mal ein bisschen auf Fusionsattacken. Machen jetzt zwar erstmal weniger Schaden, aber vielleicht kommen wir dann schnell auf Synchro-Stufe 3 oder so. Mal schauen, ob es das wert gewesen ist für sie, dieser eine Tag hier. Okay. So, das können wir, glaube ich, ganz easy ohne Chain Attack regeln. Oh, das ist sogar ein Soundmode. Oh! Ey, jetzt reicht's. Eine Sache, die ich offscreen überhaupt herausgefunden habe. Wenn man seine Klasse wechselt, werden die ganzen Monado-Arts im Lucky 7 Sword Mode anders. Die hat dann teilweise andere Angriffe. So. Well, then, it looks like it's my loss. You've such power, my Ouroboros.
Consul you. Oh, yes. Now that right there is the face I wanted to see. I'm afraid I won't be dying here alone. I'm going to kill off all your dear sweet friends, one by one. You will remember exactly how they died, and you will regret it every waking moment. Cursing your own ineptitude, wishing you'd done more. Avenged though they were, aimless anger will consume you. How very exquisite the look on your face will be then. She's lost the plot. Big time. This was our victory. You don't need to listen to this. Colony Tau. What about them? We made a promise that we'd survive. And so, the Consul's twisted games are something I cannot entertain. Junebug. So you really can make a face like that too. And now I must wonder, did I do the right thing in the end? I think that's what life is all about. Searching to find that answer. Yes, how true. Thanks. Yet again. Feels like you're always saving our bacon. Now, none of that. We're all mates now, remember? Yeah, Lance is right. We're all in this together. Juniper, what's wrong? Life is cruel, isn't it? Just when I stopped waiting for death and began to live for myself, why must it be so hard? It's just as the Consul said, expecting death would have been so much easier. You're not wrong. It's not easy. And it never will be. Sure, but it's still a sight better than doing sparkle and giving up. That's also true. You're right. Life is a struggle, but I think I'd like to go on fighting for a little while longer at least. Nah, you've got to dream bigger. Fight until the bitter end! Perhaps I should. Even without a Consul, our goal remains the same. That's right. And we've got to start by harvesting the crops. Right, yes. We have our hands full as it is trying to look after ourselves right now. Sure. Well, if you ever find yourself having a hard time, we'll be there to help. I'll keep that in mind. Thank you, and see you soon. Und wieder ein Konsul down. Nice. Dann sind wir hier in der Umgebung wohl erstmal durch. Jetzt wäre die Frage, in welcher Umgebung wir als nächstes gehen. Wir hätten natürlich noch die ganze Shara-Quest, die uns vielleicht nochmal hier reinholen wird. Aber was wir als allererstes machen werden, ist uns die Ruinen von Morifa und wie heißt es? Der Mackerwald? Wie hieß denn der Wald aus Xenoblade Chronicles? Eins, wo der große Baum war, wo das Nopron-Dorf war mit Ricky. Ich glaube, das ist der Mackerwald gewesen. Wir sind hier im Magdawald. Mit TH geschrieben. Worauf ich hinaus will ist, je nachdem wie der Wald aus Xenoblade Chronicles 1 hieß, ist der Name dieses Waldes eine Kombination aus den beiden Namen. Aber es ist unmissverständlich, dass es diese beiden Regionen sind. Von daher, es ist auf jeden Fall so. Okay, mit dem im Hintergrund eine kleine Pause. Bis gleich.
My plumage is everywhere. Gotta keep nice and limber. I should write this all down. Right, what have we got around here? Let me just fix this. Getting dark already. Huh? Hey, did you guys hear something? Gotta keep nice and limber. I should write this all down.
Ah, my plumage is everywhere. I should write this all down. Gotta keep nice and limber. Huh? Hey, did you guys hear something? Gotta keep nice and limber. I should write this all down. Ah, my plumage is everywhere. Gotta keep nice and limber.
Every day's a training day. So, da sind wir wieder. Sorry. Hat ein bisschen länger gedauert. Gotta keep nice and limber. Ja, einerseits das und andererseits habe ich mich von Nicole verabschiedet. Die werde ich heute nicht mehr sehen. So. Schloss Kevis. Ashiras Quest, wenn wir jetzt schon hier sind. My life is yours to command. For a little bit. Wenn wir schon in der Nähe sind. Rain. Snuffing great. Ja, nur noch mal schauen, das war wirklich dahin. Sie sagten zwar, wir sollen aus der Umgebung vom Magdawald kommen, um die Leute da einzukesseln, aber irgendwie ist es wohl lediglich der Entrance Point? Ja. Ich meine, letztendlich ist es eine Kriegserklärung gegen die Kolonie 11 und die ist halt hier. Also ganz unerwartet hätte das nicht sein müssen. Oder dürfen. Eins von beiden. Wird passen. So. Wir können schon mal ein bisschen lauter machen, denn der Punkt ist direkt hier. Mal schauen, ob sich R direkt zeigt. Ob R sich direkt zeigt. So. Diese R. Not good. The battle's already started. Hey, look. It's not a colony they're fighting. It's a mix of Kevesi and Agnian troops. Ours very own private army. I don't think she cares about the optics of this anymore. We're not gonna know who's friend and who's foe. What do we do? I have a cunning plan. We'll just round them all up and... Nope, not doing that. That was a joke, dear. For now, we can rendezvous with Colony 11's main force. We'll follow Zor's plan, push for the bridge, and catch the baddies in a pincer. All right? Yeah. Roger that. You're starting to sound awfully normal. Well, you could also summarize it as rush them down and start the carnage. When you put it like that. Prepare for a suicide... a charge! Was she gonna say suicide attack? Was she gonna? Sie hat. Ich glaube, es ist egal, wie wir angreifen. Wow. Hey, chillt mal. Wie wir angreifen, weil sie lediglich kämpfen will. Alles explodiert. Hilfe? Welche Kevessian-Truppen greifen unsere Leute an? Die sehen ja genauso aus wie Kevessian-Truppen, also wie erkennen wir die überhaupt? Sorry to keep you, ladies and gents. The star is here. How's it looking? Finally, you're here. Things are trickier than we thought. You're being overrun. I hate to admit it, but that's about right. Come on. Try not to sound so miserable. You're making the three ravens look bad. But seriously, if you're saying that, it sounds like something big is going down. Indeed. That blasted carrion bird. Queen only knows where she got her claws on a trump card like that. What card? What do you mean? You'll find out soon. After we take care of these.
Leute, tut mir einen Gefallen und haltet eure normalen Kevers-Truppen bitte aus dem Kampf raus. Ich kann sie nicht zwischen denen und den anderen unterscheiden sonst. Die 3 Raben und das Shara sehen special genug aus. Aber alle anderen, das verschwimmt dann einfach. Das kann ich nicht. Deswegen lasst sie doch einfach zu Hause, wir regeln das. Ja, jetzt hast du ja ein Level, nachdem Tyron gestorben ist. Alright, they're done as well. Ha! Trying to swamp us with grunts? They'll need a better card than that to... Hold that thought, Lance. Something's not right here. Na. Die haben ja alle irgendeine Fähigkeit. No way! We gotta beat him again? Ours little trick at work. They keep popping back up no matter what we do. Neat idea, that. Throws a bit of a spanner into the works. Whatever. They've pushed us this far. We've got no other option. Actually, we'd better fall back to Colony 11. It's not like you to get cold feet. I just have a bad feeling about this. Times like these, it's better to follow your gut. What's the plan? You lead the retreat of the main force. We lucky few get to guard the rear. Acknowledged. Don't die on us yet, Ashira. Here they come, guys. Don't chase the enemy down. Let them come to us. Remember, we're retreating too. Also mit diesem Soundtrack, haben wir den eigentlich jemals gehört? Ich erinnere mich gar nicht an den. Lustigerweise ist ihre Fähigkeit das, was ich gedacht habe, was Y, also Y kann. Bei ihm hat sich ja nur herausgestellt, dass er lediglich Technologie für sowas benutzt und ansonsten Miyabi die Leute kontrollieren lässt. Aber sie scheint wirklich Leichen kontrollieren zu können. Ich meine, sie heißen auch Konsolen Ars-Puppen. Ist damit auch nicht gleichzeitig, also es ist nicht ganz so anders als das, was Joran selbst konnte. Hey, look at that. Und Rückzug. Da sind gleich die nächsten. We got the rear, aber die waren schon hinter uns. Wir haben nicht gerade den besten Job gemacht, was? Alright. Wir one-hitten hier einfach schon auf Synchro Level 2. So gut wie. Alright. Oh, you think you can take me out? The element of the ground makes me. Thanks. You broke away. How's that? You still
Also wir haben Senna verloren, wir haben Sheriff verloren. Na gut, nicht wirklich, aber meine Heiler werden malträtiert. Zeit, sie beide in Oros zu schicken. Und erstmal ein paar Gegner zu dezimieren, bevor jetzt alle hier sterben. Auch wenn wir Synchro-Stufe 1 nur sind. 0 eigentlich sogar. Ja. Das war irgendwie sehr knapp. Snuff! What is with these mudders? Why won't they just die? Look, what do we do? There's nowhere left to run! Truer words were never spoken. Looks like it's curtains for you, scum. Well, well, well. Madam Consul, you look in good health. I'm very well, thank you. How about yourself, you filthy animal? You're looking a tad rough, if you don't mind me saying. We're a little tied up here. Do you mind making this quick? Oh, enough of these exhausting charades. I don't think you understand the gravity of your situation. If I were to order my army to fall upon you as antholes on a fresh carcass, what do you think would happen? Shall we see? If you wanted to do that, you could have done it from the start. You obviously want something. Indeed. And so to the matter at hand. Foul and wicked traitors, listen to me well. Accept my demand, and I shall order my troops to withdraw this instant. Oh? You'd pull back your troops? In this situation? I'm sure her worshipfulness would love nothing more than to show us mercy. Ugh! Wrong. I know a better way to settle things. One that won't leave behind any grudges. Former Commander Ashira, and you, mutinous Ouroboros whelps. I challenge you to a duel. Excuse me? Ich habe mein Deck zu Hause vergessen. A duel? What? Is that like a skirmish? You ignoramuses. Ah, but no, I suppose it's only natural you wouldn't know. A duel is a concept from the bygone world. Call it a specific method of waging warfare. You and I will battle under a strict set of rules in order to settle matters once and for all. The winner of the duel will determine how this war ends. So then you're saying we can finish this thing right now? By ourselves? This is nonsense. What would you stand to gain from this? A duel is staked upon one's honor, not one's life. Trivial things such as gain or loss have no bearing here. Ashira, with this duel, I will erase the shame you inflicted and restore my due dignity. I think you understand. Now give me your answer. I'm just making sure, but what if I refuse? Then the war is back on. My invincible army will crush your whole colony, and you along with it. Of course, the same will happen if you renege on your word. Okay. Agreed. I'll accept your duel, or what have you. Most wise. You always were quick on the uptake, I must say. Thanks. So, what happens now? If we're going to have it out right now, then... Don't be so hasty. I will send you an invitation with the location of this duel. For now, I shall withdraw my forces. Huh? Do we need all this beating about the bush? Why not just tell us where it is now? Hold your insolent tongue! I told you these things have rules. This is a formal engagement, and as such, there are procedures to follow. Before you go, a question.
Those troops behind you that you're so proud of, what in the world have you done to them? I'm under no obligation to tell you. Truly, it has nothing to do with you. More importantly, this will be our final battle. You would do well to prepare yourself. Anyway, does this mean we made it? Looks that way. Not what I'd call satisfying, though. Shira, what will you do? Oh, I'm sure I'll think of something. For now, we'll go back to Colony 11 and wait for this invitation. We should start by checking on Zoran and the others. Warum zur Hölle bringt diese Mission so viele neue Soundtracks mit sich? Also 2 Stück, aber die von ihr gerade, diesen Soundtrack, den haben wir vorher auch noch nie gehört. Ich bin mir ziemlich sicher. Außerdem revidiere ich ein Statement von vorher. Ich habe mich nicht daran erinnert, dass sie genauso wie die und jetzt mittlerweile natürlich Yu auch einen Umhang hatte. Hat mich nicht mehr daran erinnert. Würde mich nicht wundern, wenn andere noch Umhänge hätten. Natürlich. Yo! How are you guys? It appears we've pulled through. For the moment, at least. However, it's certainly a strange turn of events. True. Ar's withdrawn her troops, but I'm still uneasy. Everything's going exactly how she planned it. And what were those soldiers, for Queen's sake? I thought I was going crazy. Fighting them one-on-one, you might as well be fighting a doll. But the numbers... they just wouldn't die. No, it's not that they won't die. I think from the start they never had life in them at all. If Mobius can do something like that, how come they haven't used it before? Yoran? Whatever R's plan is, if we're forced into a war of attrition, we stand absolutely no chance. Ashira knows this. That's why she's accepted R's terms. Conceivably. You reckon? I think she just did her usual, just doing anything to see if it's fun. Well, what are our chances of winning Ashira? I don't think she was here in the first place. What the? Did she just up and disappear on us again? I'm losing my patience with her. I'm pretty sure she wouldn't have left the colony. Say, do you know where she's gone? Nope. No clue. Queen's spleen, I hate that maniac. Ach, Mann. Steht wieder auf irgendeinem Turm oder so. Wir sie in Pharaonis benutzen. Ah, die Szene wieder. Ich frag mich immer noch, wer der da ist. Ist das nicht V? Ashira! Uni! Oh, don't tell me I have to look after you too. You've caused enough trouble for us, don't give me any more. Hey, you alright? What do you mean? You're looking awful. You feeling okay? No, I'm fine. Just great. Well, I sure hope so. We've still got our stupid jewel thing. You better keep it together. Sorry. I suppose I'm not feeling too great.
Don't just lie about it then, Queen's sake. You're the one who said you'd beat R. I mean, yes, that I did. It's just... I can't get into this. To me, this jewel rubbish just sounds like playing at war. It's not the battle I'm after. This again. Then why did you agree to what she wants? Why? Well, I don't mind dying myself, but that doesn't mean I'm fine dragging you all down with me. Oh, you're too kind. Let me remind you, though, we wouldn't be in this mess if it weren't for you. I might have made a serious miscalculation, I'm ashamed to say. Hey, there's something I've wanted to ask you. Ashira, what do you really want? How do you mean? It's just... what is this battle you're looking for, ultimately? What will it take for you to be satisfied? If all these meaningless fights aren't it, then why not just say it straight? What? What is it? You're just staring at me. Uni. Yeah? This is just hypothetical. But if I asked you here and now to kill me, do you think you would? You what? Are you for snuffing real? You're telling that same tired joke? Or maybe you really have lost your mind? Don't just clam up. Say something. Huh? A message? Oh dear. It'll be a summons from our favorite Lady Consul. This is a set of coordinates. Wait, this points to... These are right below Keves Castle. Is this some kind of mistake? I wonder. I suppose we'll know when we get there. Well, we'd better make tracks. If the job's a bad one, it's best to get it over with all snappy-like. Oi! Wait! Oh yes, what I was saying before, it was just a joke, like you said. Don't pay it any mind. Hier reden ausgerechnet die beiden, die Erinnerungen an ihr früheres Leben haben. In Asheras Fall wäre es aber wohl ein Leben, was mehr als 1000 Jahre her ist. Denn wenn das wirklich V ist, dann ist er ja vor 1000 Jahren von M dazu angehalten worden, die erste Heimkehr abzuhalten. Deswegen auch mein Estimate daherkommt, dass 1000 Jahre nicht lang genug für diese ganze Cycle-Geschichte ist, seit die Zeit stillstand und es eigentlich mindestens um die 1500 Jahre gewesen sein müssen. Das war auf jeden Fall V bei dem M da so. Und ich glaube, er hat auch mit derselben Waffe versucht, Chris damals, also der Erste, bei dem die Heimkehr durchgeführt wurde, zu exekutieren. Und ich glaube, das war so. Bevor M die Heimkehr quasi erdacht hat, hat V das als als Scharfrichter, so, hier ist es, als Scharfrichter halt genauso gemacht. Was für mich noch die Frage aufwirft, was ist mit V danach passiert. Vielleicht wurde er getötet und durch einen anderen V ersetzt. Wenn er das wirklich auch war. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich derselbe ist. Aber es könnte sein, es würde passen. Aber wie gesagt, in dem Fall bedeutet das, dass Asheras Erinnerungen an ein früheres Leben hier mehr als 1000 Jahre alt sind. So, wo wollen wir hin? Es ist diese eine Plattform? Ich konnte diese eine Plattform nach wie vor nicht hin. Ich nehme einfach mal an, dass die es sein wird. Wir gehen mal hier hin, dann können wir die Ziplines benutzen. Muss nur gucken, in welche Richtung. Wahrscheinlich hier nach rechts. Nee. Dann nach links. Ja. Kommen also doch endlich zu dieser einen Plattform.
wo uns dann auch ein For-Honest-Wrack erwartet, wie es aussieht. You want me to lead? Leave it to me. Fangen wir lieber mit einem Attacker an. Something so valuable here. Weil hätte ich auch dieses Lager benutzen können. Wir können ja generell gerade mal. Und Kleidung waschen. Personal hygiene is every soldier's duty. Break time's over. So, also von da aus kommen wir dann dahin. Wenn ich das richtig interpretiert habe. War diese Lupe, die wir da gerade hatten, vorher nicht da. Mal schauen, war das hier? Ja, das war hier. Da oben. Das wäre nicht das erste Mal, dass so eine Zipline auftaucht, Story-Quest-mäßig und vorher nicht da war. Das hatten wir schon mal. Und ich glaube, war das nicht auch hier in dieser Region? Ja, war es. Bei der Chris-Mission. Looks like it's down this way. You're joking. Like this? Okay. Of course. We'll take this. All right. Are we gonna be all right? Look at this. Na sowas. Kein For-Honest-Wrack, sondern dieser Exekutionsgrund. Aber ich glaube, hier war das mit Chris nicht. Can't believe it. Who knew there was a place like this beneath the castle? There's nothing here at all. Right, but what's going on? It feels like the skin on the back of my neck's crawling. This place. It's... Ah! Ashira? What's up? It's nothing. Nothing at all. Welcome to the bottom of the world. I've been waiting for you. Yeah, I'm finally here. What's the next step? Self-introductions? Or maybe we can just get down to the killing. No need to be so impatient. After all, this might be the last time we two will get to clash with one another. And does it say anywhere in your rules that we have to chew the fat down in the arse end of nowhere? Ah, do you think I'm playing around? Don't get so bent out of shape. Is this place not to your liking? Observe. I've prepared this very special stage for our very special battle. I can't think of a more appropriate place for our duel than this, the ass end of nowhere, as you so aptly put it. What's wrong? You're very quiet. At this point, you'd usually have something glib to say. This isn't like you, my dear. Ah, could it be your neck injury is troubling you? Something along those lines, perhaps? You and I, we've met before. Incorrect. This is, in fact, the first time. However,
I know what it is you remember. I know everything about you. Didn't I say before? There's nowhere more appropriate for our duel. Don't tell me. Did you truly think that you could hide it? You didn't think we'd know? But hey, the spark is she blabbing on about here? Oh, come on now. You haven't even told your friends, Ashira. Well, I suppose you couldn't have. Right? You're a coward. Ashira! What the spark? Noch einer. When did they... I got you there, you imbecile! No! Ashira! You've got to hang in there! Das war nicht ihre Fähigkeit? No way! Ashira's... Expertly done, W. Ah. Everything is going exactly as I planned. Can play with doll? Oh, yes. Be my guest. Play with your little doll to your heart's content. Yay! So that was it. Those soldiers weren't ours doing at all. They were being controlled by this other console instead. That bitch! This is what she wanted all along! And we fell for it! Jewel my ass! Actually, that's where you're wrong. What follows next will be a duel, plainly and unmistakably. Only, your opponent might be a little closer to home. Stay alert. I'll draw them. Während ich das nicht erwartet habe, habe ich mir schon gedacht, dass irgendwann ja mal vielleicht ein Doppelkonsolkampf kommt. Weil wir schon eine ganze Weile keinen Interlink-Konsolkampf hatten. Und da haben wir unsere vermisste Wii. Na sowas. Aber ich hätte nicht gedacht, dass diese Fähigkeit nicht von R kommt. Muss ich zugeben. Oder dass wir Ashira bekämpfen. Und wenn da jemand anderes käme, hätte ich gedacht, das wird vielleicht V sein. Oder wer auch immer das in ihrer Erinnerung war. Aber schön, ich habe nichts dagegen, wenn wir nochmal einen Interlink-Kampf zwischen Konsolen haben. Hatten wir jetzt ja auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Seit DJ. Aber wer weiß, vielleicht können die nicht interlinken. Ich weiß nicht, ob alle Moebius die Fähigkeit haben zu interlinken oder ob es vielleicht nur spezielle sind. Auf jeden Fall sind die Alphabetsnamen nicht ausschlaggebend dafür, aber das wundert mich nicht. Dem Altersunterschied nach werden diese Namen ja auch anhand ihrer Originalnamen vergeben und stehen nicht für deren Rang oder deren Kompatibilität oder so. Ich nehme mal an, alle Moebius könnten interlinken. Wahrscheinlich. Not good. At this rate, if we hold back, she'll wipe the floor with us. But we can't. Snuff! What do we do? Excellent. Marvelous. Each move so steady, so precise, so certain. Oh, I do love a good game of chess. I knew it would be worth the trouble I went to, putting this glorious stage together. Kill? Not yet. Play with them a little more. This appetizer isn't nearly enough to satisfy me. Play. Oh? Uni! What do you think you're doing? Hey, Ashira. What was it you told me?
Something about there being no friends or foes when fighting each other to the death or whatever. That's why I just had to take that shot. You should be happy with that, right? Oh, now this is unexpected. Caught a taste of her lust for battle, have you? Belt up! You just shut your ugly trap! What? Hey! You're satisfied with that, right? So come on! Wake the spark up! Right now! There's no snuffing way this is the death you were looking for! Am I wrong? Ashira! No, you're not wrong. But anyone else would be dead right now. You fool. Ashira! Been a real while since I took a hit like that. But I owe you one. I'm back and I never felt more alive. Damn it! W! What are you playing at? Seize her again! I can't. She put up barriers around her psyche. Anything more than a lifeless husk, and it's too hard. Cease your belly aching and do it! Just do it now! Do it! Do it! Do it! I told you, I can't. W! I've come too far for you to muck this up now! Oh dear, oh dear. Having a fallout? Is this part of your duel's rules too? Shut up! I'll tell you what I think of our shitting duel! If I just murder the lot of you here, then it's all the same to me! W! Bring out all the husks we have! And don't even think about abstaining yourself! Okay. Ashira, don't forget. Remember what you promised. Uh-huh. I remember. How about we end this once and for all? Boah, ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass sich W jetzt aus dem Kampf raushält oder so. Das würde ich ja nicht freuen. Kümmern wir uns um sie zuerst. Wenn sie wirklich Hüllen in den Kampf mit reinbringt. Dann würden wir sie ausschalten wollen. Darf ich mal anmerken, dass ihre Möbiusform nicht unbedingt aussieht wie ihre Konsolform? Aber ihre Konsolform mich eher an ein Y erinnert? Ja, da sind ein paar Höhlen. Oh, wir sammeln einfach Synchro-Stufen. Ja, ihr könnt mir schon eine Chain-Attack machen. Ich seht immer öfter, dass wir gestunt werden. Wir waren zu weit weg. Wir sind echt zu weit weg. Was für eine Waste, was für eine Verschwendung einer Uro-Form. Naja. So eine leicht ausgeprägte Persönlichkeit scheint wir ja nicht zu haben. Da fragt man sich, was sie dazu antreiben würde, Möbius zu werden. Wahrscheinlich einfach nur das länger Leben, um mit mehr Puppen zu spielen. Aber ich bin mal gespannt. Ich kann mir echt vorstellen, dass sie noch interlinken. Ich wäre ein bisschen enttäuscht, wenn sie es nicht täten. What?
Grundsätzlich gerade auf Stufe 3. Das hat also sehr viel Damage. Oh, wir haben Swordform. Kann es leider nicht mehr nutzen. Ich bin mal gespannt, was für eine Strategie wir verfolgen werden, wenn wir gleich zur Chain Attack kommen. Durch die ganzen Ohrformen hat sie auf jeden Fall auch sehr viel Schaden bekommen, die Ehre. Ah. Oh Gott, unsere Heiler sind down. Das ist schwierig. So, damit haben wir W immerhin. Unsere Chain Attack wird nicht sonderlich gut ausfallen, wenn wir keine Heiler haben, aber daran können wir nichts ändern. Also jetzt oder nie. Das ist leider alles, was wir haben, aber okay. So, wie war es bei ihr nochmal? Abschluss gleich exzellent. Genau. Ich weiß nicht, ob sie 35 haben würde. Sie kriegt auf jeden Fall Bonuspunkte. Jupp, okay. Perfekt. Sie wird nicht reaktiviert, aber das ist okay. Bataillon. So, perfekt. Als ob die uns besiegt. So, jetzt so, damit wir extra Punkte für Tyon bekommen. Dann haben wir eine Chance auf die 150. Leider nur eine Chance. Hat nicht ganz geklappt. Es ist mittlerweile Nacht geworden. Alright. Da wir keine Heiler haben, müssen wir jetzt so abschließen, aber alles schon okay. War trotzdem eine gute Kette.
That brings our business to a close, Madam Consul. Any last words? Yes. Gloat. Maniac. I hope you lose your mind. Writhe in agony. You can run from your pain all you want. It'll only happen again. No matter how much you fight, no matter how many lives you take. Even if it works out the same, I have to fight against it. This pain. However many times. The look on your face tells me you want to ask something. You knew about all this from the start? About Mobius? About how the people of this world are born, all that? Since before you even met us? All along? Can I tell you a story? It's from a ridiculously long time ago. A time all but gone from memory. Today, soldiers fight and scrabble to survive for 10 years. All to be blessed with the honor of the homecoming ritual. But once, there was a time when there was no such thing as a homecoming ritual. You what? I've never heard this before. I did just say, it's all but gone from memory. Even so, there was a ceremony for those soldiers who reached homecoming age. Do you know what would happen? A consul would end them personally. No officers to be seen. In other words, an execution. What? Execution? What the spark for? It sounds better if you call it a ceremony to offer up the light of a person's life. But really, all that awaited them was a death much more humiliating than if they'd fallen to an enemy's blade. But that doesn't make any sense. And why do you know any of this? Wait. No way. You don't mean... This scar on my neck. I didn't always have this, you know. It starts appearing as I get older, along with memories of that day and the pain. Each time I remember thinking one thing. This isn't how it's supposed to be. I didn't go through all this fighting for it to end like this. And another lovely gift. The pain keeps getting worse and worse. It'll become unbearable as homecoming nears. Until finally I go mad from the pain, and then... I didn't... How many times have you had to go through this? Do you know? Uni. I know to you it must have seemed like I just spout nonsense and try to look cool. But really, I just want to escape. Escape the feeling that death is wrapped around my throat, ready to take me. So, there you have it. All I want is to die in the time and place that I choose. That's basically it. Yeah. Maybe I really am just a coward. Ashira. Wow. Now I get why you asked me if I'd kill you. You must have thought I was a fool.
But you see, Uni, it would mean more to me. Much more than any of the deaths I've gone through until now. I'll do it. No need to convince me any further. Thank you. This way I can finally move on without any regrets. However, under one condition. If I'm gonna kill you, I go too. You gotta take me with you. Huh? Sorry, run that past me again? Netter Trick. Oh, just forget it. Shut up. I know I'm sounding like an idiot. But guess there's no help in that. I've sort of realized you're the same as me. I'm the same as you. So you won't hear any crap like, you gotta tough it out, you gotta live on. Or, anything's better than dying. Not from me, of all people. I'd just rather help you find the right place where you can end things. And if I mess that up, I'll just have to kick your bucket myself. But you've got to do the same for me, and I'm not taking no for an answer. Deal? Uni, do you remember? But Ashira, both of our lives, they don't belong to just us, you know. You've got me there. You put me in a bind. Guess I can't go dying just yet. Wie gesagt, netter Trick. Das wird wohl ein Bug im System sein, ne? Feels good, doesn't it? Manche Leute können sich halt daran erinnern, was vorher passiert ist. Ich nehme an, Chris war genauso. Vielleicht sogar durch denselben Grund. I don't know, what's up with that? Da hinten, das ist neu. Tenacious clad. Actually, he's the shy and sensitive type. Der Kampf bis zum Tod, um zu sehen, wer in Kolonien Hilfe am stärksten ist, Wettbewerb. Wie oft wird er abgehalten und wie viele überleben ihn? Das ist ein anderer Name. Na sowas. Mit Saido also. Wir dürfen uns jetzt aussuchen, was wir machen. Ich würde mal sagen, um Sachen so ein bisschen in eine Richtung zu lenken, würde ich Kolonie Gamma, also Saido und Kolonie 9, also Sion, außen vor lassen. Und nach Cadensia gehen.
wo uns einiges erwartet. Ich weiß natürlich gerade noch nicht, in welche Richtung. Ich würde mal sagen, das erste wäre Miabis Sache. Dann können wir danach in die City. Nach den ganzen Stunden, die uns dort erwarten. Es wären wohl wirklich sehr viele Stunden. So, lass mal schauen. Da unten. Direkt hier. That's easy enough. Und dann haben wir hier noch die ganzen Camp-Gespräche. Was bedeutet noch Quests, die wir bis jetzt gar nicht richtig erforscht haben. Lances Quest ist hier auch. Ich weiß nicht, wo mich die anderen hinführen, aber irgendwo werden die mich schon hinführen. Sag mal, was ist hier los? Warte mal. Minide! Weg hier! Was ist da los? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Mit etwas Glück hatten wir einen Gegner fertig gemacht oder zwei. Dann ist die Gruppe schon gar nicht mehr so schlimm. Wir wollen sowieso nur den Kleinen. Wie wär's, wenn wir einen der anderen erledigen? Die sind, glaube ich, sogar schneller down. Das war wohl der Fehler. Ich habe den Kleinen für den Schwächsten gehalten. So, jetzt bitte einmal auf den Großen. Ich kann die schon gar nicht mehr so hart reinhauen. Bisschen näher ran, bitte. Ist das der Finisher? Das ist er. Das war nicht mal unser Schaden. Einer der Gründe, warum ich nicht gerne Yunis und Tyons Ouroboros steuere, ist einfach, also Synchronisation ist einfach die Tatsache, dass die Animation so lange dauert und da irgendwie gefühlt kaum was bei rumkommt. So, das war die Miyabi-Quest. Dann schauen wir mal. Als allererstes... Hier? Nein, das ist die Palmen. Das ist nicht richtig. Wo war das? Dort, wo ich den Stream heute begonnen habe. Da, das Buchtlager. Genau.
Da werden wir jetzt Rico und Manana ausrüsten, dann haben wir hier was. Das wäre das allererste. In time of need, we're here to help. Geht nämlich direkt los dann. Hey, look at those Nopon. They look like Nopon traders. What are they dancing out there for? Shall we ask? Hey, you! Meh? Looking for bargains? What's all this dancing about then? Sometimes Nopon just want to dance. Is there law against? Already ate dinner. You dance after eating? That's pretty unusual. Not even slightly unusual. What silly maniac dance while eating? Nobody said anything about that. Okay, anyway, so why were you dancing? Because just ate dinner with legendary Tempapa. Never have Self-Fifi been this happy. So glad to come on journey. Legendary Tempapa? What makes him a legend? Meh! Did friends say Tempapa? Tempapa is real! Is he famous? He very famous! Does cooking so tasty it make face melt! Legend among Nopon! He's really that good? Good is gross understate! Manana want to meet Tempapa so bad! He here till just now. Chase after and you catch him. Manana must go! Date with Destiny's apprentice! Wow, he even takes apprentices. Self-Fifi saw him go in direction of Daedalile, so go there to meet him. This best news of Manana's life! Manana going to become apprentice! Is worth shot. We're just gonna go along with this. I doubt we can simply pretend none of this just happened. Guess not. Das passt. We have some new names registered. Time to meet living legend, alive! It's all a bit over Insel my Rede. head, but sure, let's do it. Das ist also auch hier. Es passt, dass diese Quest jetzt Manana-Fokus war, weil die erste Quest von deren Klasse war ja Rico-Fokus. Auf die Weise hätten wir dann noch die Abwechslung. So, jetzt gehen wir erstmal hier hin und schauen wegen der Gespräche, die wir haben, Everyone, get some rest. wo genau die waren. Ich weiß nicht, ob die wo genau waren. Wir müssen auf jeden Fall Rico und Manana auch dabei haben. Das sind alles Nebenquests. Wir müssen nirgendwo speziell sein. Doch, müssen wir. Und zwar hier. Genau hier. Jetzt. Let's go. Der Klang der Wellen. Irgendwie beruhigend, oder? Schon seltsam, wie das Meer unendlich weiterzugehen scheint. Wenn wir noch in Kolonie Gamma wären, wären wir niemals hierher gekommen. Wir genauso wenig, oder nur? Da hast du wohl recht. Es war undenkbar, einfach aus Spaß an der Freude aufs Meer rauszublicken. Das versteht sich von selbst. Hätten wir so viel Muße gehabt, das Meer zu betrachten, hätten wir stattdessen kämpfen müssen. Allerdings. Ich finde es schön, wie wir uns jetzt auch mal eine Auszeit wie diese gönnen können. Das sehe ich auch so. Ich erhalte einen Anruf. Moment. So viel zur Auszeit. Ah, das ist Commander Isot. Taion, kann ich dich kurz stören? Natürlich, Herr Commander. Was gibt es denn? Ich würde gerne etwas besprechen. Könnt ihr nach Kolonie Lambda kommen? Nicht unbedingt jetzt sofort, sondern, wenn ihr das nächste Mal Zeit habt. Reise geht natürlich vor. Jawohl, verstanden. Wir kommen zu Ihnen. Sehr gut. Dann sehen wir uns, Taion. Worum ging's denn? Er möchte, dass wir bei Gelegenheit nach Lambda kommen. Alles klar, dann sollten wir es tun, sobald wir uns mal gut in den Kram passt. Zum Beispiel bei seiner eigenen Mission. Das bedeutet zuerst in die City, bevor wir das machen. Und wir erwarten das Verteilerns. Aber wir haben hier noch die von... Senna müsste das sein, was wir nicht machen können. City-Lager. Ja, das können wir erst in der City. Okay.
Das von Juni kommt da noch, aber wann anders. If time to going, then time to going. Then time to going it is. So, jetzt schauen wir mal. Wir hatten... einige. Triton war... He'd best be ready. I'll know if he ain't. glaube ich auch nur an einem Lager rasten mit ihm. I'll draw up the rota for guard duty. Ich weiß nicht mehr, wie genau das war. Let's be off. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Alles andere als... Also wir haben sie hier. Das wäre aber eine komplett neue Quest. Gondor und Monika können wir nicht. Nein, haben wir nicht. Ray hatte hier was. That's what I'm here for. Da oben. Das ist also höchstwahrscheinlich dieses super heftige, starke Gebiet. Bin mir nicht ganz sicher. Über Triton muss ich nochmal nachdenken. Wie war denn das genau? Ich weiß, ich hatte sie initiiert. Ich muss jetzt nur mal gucken. Das ist jetzt ein bisschen her. Da verschwimmen leider so ein bisschen die Erinnerungen. Wobei ich es bis jetzt ganz gut auf die Reihe bekommen hatte. Das ist eine ganz schön lange Zipline. Ja, ganz so weit ab von meinem Level sind die ja nicht, aber ich will denen trotzdem nicht unbedingt begegnen. Sag mal, habe ich die Mission nie gehighlightet? Ich Idiot. Schauen wir mal, ob das richtig ist. Vielleicht ist es nicht mal richtig, wo ich jetzt bin. Wir müssen auf jeden Fall den Kämpfen so ein bisschen aus dem Weg gehen, denn hier ist alles super groß und tödlich. Zum Glück scheinen die sich alle von mir abzuwenden. Ah, das sieht schon nicht gut aus. Ah, vielleicht kommt man damit hoch. Da müssen wir aber an dem da vorbei. Ja, scheint nicht zu passen. Mal schauen, ob wir das retten können. Ich nehme nicht an, dass die Höhle mich da durchführen würde. Ich muss da hinten komplett umrunden. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen, leider. Dammit! Ja. I'll whack him good. Ey. Oh, zum Glück ist der lahm. Shall we deal with this? I'll draw them. Appreciate it.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich mit irgendeinem von denen anlegen will. So, da oben bin ich mal gestorben. Ich weiß nicht woran, aber irgendwas hat mich da oben mal gekillt. Oder bin ich wegteleportiert? Oh ja, weil es hier nicht hochging. Oh, dammit. Aber... Da gibt es wohl noch einen anderen Teil an dieser Insel, den ich nicht kenne. Ich kann da hinten nicht springen. Echt, haben die dann eine Invisible Wall hingemacht? Nee, haben sie nicht. Wenn ich da schon hinschwimmen muss, dann will ich das auf meine Weise tun, unter meinen Bedingungen. Das ist ein großer Fisch. Na! Solange wir das Wasser treffen, ist alles okay. Puh. Jetzt haben wir's. Ah. Habe ich vorher nie entdeckt. Ich habe nicht erwartet, dass es hier noch einen weiteren Zugang gegeben hätte. Schaut mal, der ist sogar ein bisschen on Level mit uns. Im Vergleich zu dem Rest. Now to ascend. Das, was wir hier versuchen, die Ascension Quests. Schön, dass du es erkannt hast. Jetzt kommt gleich der Plot-Twist. Die Höhle hätte mich doch hierher geführt. Das ist ja auch abgeschnitten. This is something decent, right? Alright, it's over. Kannst du doch nicht machen, Spiel. That's good, I guess. Mit Boot wäre das natürlich schneller gegangen. Hätte ich von Anfang an gewusst, dass es so schwierig sein würde. Wäre ich natürlich anders angegangen. Okay. Hier waren wir ja schon. So, what is it? Die Höhle! Das ist fast die einzige Möglichkeit, dass es die Höhle selbst war. Oder das eine Lupe da in der Mitte. Was hat es denn damit auf sich? Das war jetzt leider schon die komplette Umrundung, also es ist nicht von außen begehbar. Das hätte mich ja auch gewundert, weil diese eine Zipline hier so versteckt war. So, die Lupe ist dort in der Mittelinsel. Nicht, dass ich wüsste, wie man da drauf käme. Whoa, visitors!
dass wir hier sterben. Ich weiß nicht, ob wir bessere Chancen haben. Hier. Wir werden wahrscheinlich angegriffen. Ich glaube, den Viechern entgehen wir so ein bisschen, wenn wir hier auf der Seite bleiben. I'm your guy. You want me to lead? I'll do my best. Ich nehme mal Noah, der hat gerade ein bisschen mehr KP. Wer weiß, ob es eine Rolle spielt. Ja, okay. I'd better send them off. Watch your footing, guys. Das war also von Anfang an diese Scheißhöhle. Das ist nicht so, als haben wir das nicht kommen sehen. I should write this all down. Ja, auch hier haben die Gegner sehr hohe Level. This one's got character. Shall we tango? Oh nein, der giftige, der ist 77. More enemies. What do we do? Rennen? Wir sind hier schon wieder abgeschnitten. Das war nicht die Höhle. Darf ich mich mal umsehen, Leute? What are they doing there? Danke. Wenn ich mich da hinten runterstürze, könnte es vielleicht doch noch klappen. Shall we deal with this? Wo kommen die alle her? Ja, okay. Hier wollten wir hin. Wir machen das zuerst, bevor mich irgendwas noch tötet oder so. Is it supposed to be here? If she had information to pass us, it must have come from Monica. That ought to make it trustworthy. Yeah, I'm beginning to wonder. We still haven't found a thing yet. Doesn't seem to be anything here either. Doesn't look like it's gonna turn up. How about we just give up and head back already? Oi, Gray, you listening? I said... Wait. An ambush, eh? Huh? You finally made it, Gray. And you are? Looks like the info was good. We'll have a bit of your time if you don't mind. Warum musste die uns hier hinschicken? Das hätten wir überall machen können. Dreckskonservative immer. Na wobei, Radikale. Bedenkt, was man tun muss, um hierher zu kommen. Na, wobei ich nicht weiß, ob man es wirklich muss, aber deren Level ist dem überhaupt nicht gerecht. Alright. What just happened here? They look vaguely like lost numbers.
Yeah. I thought they were supposed to be our allies. I suspect they're just an irritant, sent here to slow me down. But who'd want to slow you down? Are they part of that opposing faction you were banging on about? So then, these soldiers would have to be... They're part of Monica's faction, no question. But even that's got its share of radicals like these guys. The ones that like to stir things up. Stir up what, though? Nothing good, I guess. Their ultimate objective is the eradication of Mobius. But they'll stop at nothing to achieve it. That's where the trouble starts. They see the key pieces aligned on the board. Even Ouroboros are now in play. Now all it will take is to wrench the command from Monica, and the entire city could be mobilized. Could they really do that? There are ways. Steal enough Levnisses from us, whittle away at Monica's support, and soon she'll be wide open. Hard to tell exactly how they'll make their move. But it seems they've decided the time is ripe. Okay, and what's that got to do with slowing you down? Unlike most city folk, I'm a lone wolf. Might be they didn't account for me in their calculations and just simplified the maths. Since Gray's not usually in the city, they would have to get him where they want him, then restrict his movements. Oh, right. Now I'm with you. You see? Hang on. One more thing. Doesn't that still seem weird? It was Rosanna that told us to come here, right? That's right. And we were ambushed. That would suggest an information leak. What do you want to do now? Whoever goes up against me, they're getting crushed. That's all. And what about Rosanna? We're going back to the city. Come on, keep up. Gut, die ganzen Sachen, die in die City zurückführen, häufen sich so langsam. I hope you weren't followed. We've got enough decoys to keep them off our case, so I doubt they'd find us so easily. Still, if we keep twiddling our thumbs, it's only a matter of time before they rumble us. We've already sent men. Well, that was unavoidable. He's Vandam's man through and through. 5 years we've been biding our time. Now that we have a chance, we can't let it pass us by. Yes, agreed. So why'd you jeopardize everything by stealing that thing? If it hadn't been me that noticed first, our whole plan could have gone up in smoke. Well, maybe this wouldn't have happened if you hadn't been taking your sweet time with this thing. Calm down, both of you. They'll never find this place. And even if they do realize something's amiss, I've got ways to keep Monica off the scent. If you say so. Getting her out of here will leave one fewer obstacle in the city. The only problem is Gray. Some problem, though. He fought with Guernica on the front lines. And his nose is as sharp as ever. Still, you can handle him, yeah? Oh, don't you worry about that. Well, that should earn us some time. I don't see any outstanding issues. Rosanna's close to the core of the R&D team. And most importantly, she has Monica's ear. She'll use her non-combatant position if it's her neck on the line. Even if she has to betray her own husband. We'll be under more scrutiny than ever. So don't you dare do anything stupid. Trust me, I won't. I wouldn't throw my back out for nothing. If the others try to hinder our plans, we might have to actually use this thing. Best we put our plans in motion ASAP. Seriously, how could our whereabouts have been leaked? The investigation comes later. First, back to the city. Nein, das ist So nicht das that's the Erste. state of affairs. Ist die Hochzeit am Ende eine Farce gewesen oder nicht? Das klang jetzt nicht so, als wäre sie von Anfang an da drin gewesen. In dieser Allianz. Whatever. Das sind viele Vögel. Looks like trouble found us. Maybe it did.
sind noch viel mehr Vögel. Na hoch, nochmal so eine Säule. Hatten wir nicht schon 2 davon? Whoa, check this place out. Der Teleporter nehme ich sehr gerne in diese Region. Also gibt es 5 davon. Dann wäre das erstmal eine 3. Okay. Der einzige Weg, dort in die Mitte zu kommen, wäre an dem da vorbei. Wollen wir das wagen? Oops, they found us. Einzigartiger 78er. Oh, der hat mich einfach gewonnen-hittet. Na toll. So viel dazu. Ich finde schon noch heraus, was da in der Mitte ist. Was mich allerdings mehr interessiert hat als das, war die Frage, ob es einen anderen Weg hier hingegeben hätte. Das ist der eigentliche Grund, warum ich hier hinlaufe, aber es sieht nicht so aus. Wenn ich mal auf die Karte gucken könnte, hätte ich es vielleicht sogar herausgefunden. Danke. Ja, aber es ist wirklich so. Kein anderer Weg hier hoch. Also war es wirklich derart schwer. Na gut. Okay, Grey und Miyabi haben wir durch. Dann war da noch die eine Quest, die, glaube ich, immer aktiv ist. Die Nebenhandlung Lance. Wobei die war woanders? Nee, war sie nicht. Also sie wird wahrscheinlich hier ganz unten sein, auf der anderen Seite vom Schwert. Ah, nicht ganz. Oder? Das ist schon sehr weit drin. Muss noch irgendwas anderes sein. So, Salmon hat noch eine Sidequest. Da ist die ganze Zeit das Fragezeichen. Aber wenn ich das mache, dann offscreen. Wird, glaube ich, mit diesem Playthrough hier nichts mehr zu tun haben. Wo ist das Boot? Ich dachte, ich gehe hier mit dem Boot hin. Also das Boot ist immer im Haupthang. Stimmt, hier geht es hier nicht raus. Mussten die das Boot rübergetragen haben, die Leute. So, ich glaube, es gab hier irgendwo noch eine Seitenhöhle. Oder sowas. Ja, da sind wir. So much to see, huh? Ist Morak eine Anspielung an Morak? Wird natürlich nicht gleich geschrieben. Things used to be easier, huh? What was? All we had to do was bash heads. No thinking,
No, nothing. What about the dying part? You weren't scared? Sure, I was scared. But at least I knew what was expected of me. Wait a sec. You want to go back to that? Obviously not. Just saying how I feel. There's just too much snuff to consider nowadays. It's doing my nut in. I think you should try it sometime. This thinking thing might not be so bad. Stop making it sound like I don't. You just said it yourself. No thinking, no nothing. I was talking about before, you spoon. Sorry? Who are you calling a spoon? Oh, shut up! If you're gonna act like a spoon, of course I'm gonna call you one. It takes one to know one. What? Let's just chill out here, you guys. Okay, then why don't you tell me where we are now? What's this region? Come on, spill. It's, See? You can't tell your ass from your elbow. Doesn't that make you the spoon? Just because I slept through that class. If I'd been awake for it, He's right. then... Things were easier. Then stay awake, you spoon. Yeah. We had everything handed to us. Back then. That's not quite true in your case, though, is it? What? You had thoughts, and deep ones at that. I can tell. When we're playing together. But you have, as well. I hope we find an answer. Absolutely. We'll find it. I'm sure. Tatsächlich bekommst du das Schiff schon wahrscheinlich direkt, wenn du weiterspielst. Also es wird ein klein wenig dauern, aber ich würde sagen maximal 2 Stunden, je nachdem wo genau du in der City bist. Eigentlich, es ist direkt... The Podesto Valley floor is ahead. So verlässt du die City. The camp's a stone's throw from the Great Sword. Du musst, was war das noch? Du musstest ein bisschen was sammeln natürlich. Ein paar Missionen machen dafür. Also würde ich mal sagen, so an die 2 Stunden dauert es, aber du verlässt die City über das Schiff. Dementsprechend, du bist fast da. This is our first time here, isn't it? Hey, guys! Hmm? It's an honor. I mean, this chance to do an op with you guys. What do you mean? You're my heroes. Ouroboros. I mean, I always knew a grunt like me could never measure up. Although we all still dreamed of it. And now you're here in the flesh. Doesn't seem real. What's so great about us? Huh? Before this op's done, we might have to kill old friends. How about it? Could you do it? Stab a friend? Lance! I mean, that's... If you're here with some half-assed notions, go home. I'm sorry. I just got excited. They talk big, but when shit hits the fan, they might just double-cross us. You watch. You saying you can't trust us with the job? 100%. You never trained with our unit before, never ever fought by our side. Way I see it, you're just some arsewipes who stole away what was rightfully ours. Oh yeah? If I let you down, shoot me. In the front or back, I don't care. Gee, thanks. Well, that's awful big of you, pal. I'm sorry. Maybe we shouldn't have come. No, this is good. It's how you build trust. You can only begin once you've gotten everything out in the open. Really? One of my dad's favorite lines. Wasn't it the same for you lot? Rückblickend auf mein eigenes Leben kann ich das so ein bisschen bestätigen. Die meisten Leute, denen ich vertraue, mit denen ich gern zusammenarbeite, also arbeitsmäßig, mit denen habe ich mich am Anfang gezofft. You might be right on the mark. I'm sure they'll settle down when they need to. They've got good role models today.
Also wirklich, egal in welchem Job, egal in welcher Situation, die Leute, mit denen, die ich am Anfang absolut nicht abkonnte und mit denen ich ein Riesenproblem hatte, sind am Ende immer die gewesen, mit denen ich am liebsten zusammengearbeitet habe. Natürlich nicht ausschließlich, aber ich würde sagen zu 75%. Dann sollte ich es bald mal weiterzocken, bin ja gerade irgendwie in ein anderes JRPG vertieft. Also immer nach deinem eigenen Ermessen. Wenn es gerade nicht ist, dann ist es gerade nicht. Irgendwann kommt die Zeit. Nehmen wir bei mir Horizon, das hat 5 Jahre gedauert, bis es soweit war. Also, heck, irgendwann kommt's. So, wenn wir jetzt Lances Quest machen, kann ich mal wieder auf Miyabi schalten. Können wir mal wieder ein bisschen vom Komfort haben. I won't falter. Not if we can change this world. Was ist das da? Whoa, check this place out. Ah, hier ist dieser grüne Ferronis. Our intel was right. There's quite a few of them. But it's too quiet. There's barely any signs of life. They're probably all conked out. The fewer sentries, the better for us. Monica, the cradles are in that transport. Yes, it's likely. Let's head down. If we go round from the right, we can approach unseen. Roger that. Nun, ich hoffe mal, dass Y nicht hier in der Nähe ist. Da ist der Medusa-Konsul. If it's all like this, then this will be a cakewalk. Let's try not to get ahead of ourselves. Frag mich, was es mit dieser grünen Flamme auf sich hat. Oh mein Gott. Ja, Monica ist eine gute. Sie hat doch die Stimme von Melania, Blade of Miquella. What is this? They're all empty! Monica! There's nothing in here! They're all empty! Son of a... Report! Same over here. We got cradles, but nothing in them. Monica? Did we just fall for a trap? Das zweite Mal hintereinander. They've got us surrounded. Kavesi troops. Well, doesn't it suck to be you? Every little step you made turned out exactly as planned. Now us, we're an elite unit, the All-Stars of Keves. You lot have been doing as you please for long enough. Right here, right now, we're gonna correct that little mistake. Go! Oh! So you've actually heard of me? Guess I gotta give myself more credit than I thought. Layla and who? Sparks. They look like they're in their early terms. That means... They got reborn. That adds up. This lot, soon after they moved to Colony 8, I hear they croaked. Don't dare look down on us second-termers. We were chosen. We are the elite. Now, I don't know if you're lost numbers or what, but you're in our way, and for that, your heads are gonna roll! Da haben wir es also. Wir haben ja nie erfahren, was mit dem passiert ist.
Wir wissen nur, die sind plötzlich wiedergeboren. Da haben wir es also. Im Kampf wahrscheinlich gefallen oder was anderes. Ich nehme an, das erforschen wir jetzt. Ist die Frage, ob sie Erinnerungen an ihre früheren Intervalle haben. Beziehungsweise Leben. Die 40er gegen 70er, ja. Diese Quest ist auf einem Level, die kannst du halt auch locker machen. Ich mach die halt alle ein bisschen spät, aber dafür alle gleichzeitig halt. Just finish him off already. I need that sweet, sweet life. Finish him off. Hurry, run him through. Go on. Kill him dead. That'll give me a good top-up, nice and easy. Gotta love this new flame clock the console was kind enough to give us. It's a belter! Oh. It's a different color. Yeah, that is no ordinary flame clock. Back in my old colony, if some moron slowed you down, there was nothing you could do. Oh, you could kill him, sure, but you wouldn't get any life from it. But around here, that's all changed. Here, life is the privilege of the strong. The final survivor gets to take the whole snuffing cake. Garvel. You get it now, do you? The weaklings need to be taken out of the running. So give me some of that sweet life! You mother! You can call yourself elite all you want. But do moderate your expectations. You're the same as ever, Garv. Only ever thinking of yourself. How you gonna win against us like that? What the snuff is this? No one told us about these monsters. You are not to hesitate. What? Lady Consul! I should have known. Guess you can't have a Feronis without a consul, eh? My Ouroboros as well. I can't believe my luck. I suppose I ought to have prepared better still. A woman? You like my children? They're an anti-city special unit. One that I have diligently raised and lavished with love myself. It has been backbreaking to educate them so. They'll have to earn much, much more life for me before they're done. I hate failed investments. So you see... I'll take you brats out myself to protect mine! H. Es ist H. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, was für ein Konsul das ist. Weil wir haben nie eine Nummer, glaube ich, den Buchstaben erfahren, außer in einer der früheren Cutscenes. Weil wie gesagt, die kamen recht Anfang am Spiel in den Cutscenes, kamen sie öfter mal vor oder einmal. Ich habe ihr Design auf jeden Fall bemerkt. Also sie kamen nie wieder vor und hier ist sie jetzt. Ich finde es schön, wie schnell sie zur Sache kommt, ohne so lange rumzulabern wie die anderen. Ja. Age. Und ihre ganze Unit ist ein bisschen jünger, hä? Aged down.
Ich finde es immer noch schade, dass W und er sich nicht interlinkt haben zusammen. Aber mal schauen, vielleicht passiert hier ja noch ein bisschen was. Ich nehme an, dass Y trotzdem noch ein bisschen involvierter ist in diese ganze Story. Natürlich würde es dann keinen Interlink geben, weil Y interlinkt eindeutig mit X. Was mir vor Augen führt, wie viele Möbius da überhaupt noch sind. Gar nicht mal so wenig. Mach eine Angriffskette am Ende, um Bonuserfahrung zu bekommen? Nein. Das habe ich überhaupt nicht nötig. Erstens, ich bin Endgame-Level. Zweitens, ich habe schon genug Bonuserfahrung, um 5, 6 Level steigen zu können, wenn ich will. Und das war bevor ich die ganze Ostkühnarbeit gemacht habe. Bestimmt habe ich jetzt weit mehr. Also, nee, habe ich überhaupt nicht nötig. Ich bin an dem Punkt, wo ich Angriffsketten jederzeit machen kann, so viel ich will oder nicht will. Ja, trotzdem, nein, überhaupt nicht nötig. Wirklich. Angriffsketten unterbrechen die Musik und solange sie das machen, bin ich nicht versucht, sie einzusetzen, wenn ich es nicht unbedingt muss oder unbedingt will. Wenn sie irgendwann ein Feature einführen, womit die Musik bei der Angriffskette einstellbar ist, dass sie verändert wird oder nicht, dann ist das eine andere Geschichte. Aber ansonsten werde ich es tatsächlich eher nicht machen zurzeit. Als wir noch on-level mit der Story waren, war das eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, jetzt ist es überhaupt nicht nötig. Wir gehen einfach auf Synchronisation Stufe 3 und sind trotzdem da. Und wie gesagt, ich habe genug Bonuserfahrung, um 5, 6 Level steigen zu können. Also, ich muss nicht mal welche anhäufen, weil ich die schon eine ganze Weile sammle, ohne sie zu benutzen. Deswegen, ja. Und wie gesagt, ich genieße die Musik einfach zu sehr. So. What is this? Nobody told me the Ouroboros bombs were so horribly strong! Why did no one tell me? Dear, oh dear. It seems your grasp has exceeded your reach. Noah! Cut the flame clock! We gotta release Garv and the others! This simply isn't fair! Das stimmt sie dir wohl zu, Dax. What just happened? The console, she just disappeared. Lady Consul? Lady Consul? What am I supposed to... Drop it, Garv! Your clock's gone! Just stand down! Peace. You don't have to fight anymore. Huh? No more stealing of lives. No more charity from consuls. What are you on about? Get snuffed. You're talking out your ass. Don't have to fight. Fighting is all that we know. If we don't have that, then what the snuff are we supposed to do? Tell me! What do we do now? Hey, need some help? Huh? Oh, yeah. Nah. Been through worse. Man, you guys. Stunning. You're so far beyond us. Ah, it's not a big deal. If you were one of us, you'd do just as well. Der Cut war viel zu plötzlich. Think they'll be okay, those guys? What's eating you, Lance? Well, I just worry we cut them loose a bit soon. Tell me! What are we gonna do now?
How would I know? Huh? You stop stealing lives. You guard them. It's simple. But the how is up to you. Got it? Spark? You can't do this to us! Colony 4. Know it? Yeah, I've heard about it. On your map, middle of the Faunus region. The lieutenant there, Boliaris. You can tell him we sent you. Try him. Helps to have a mentor, starting out. You gave them the info. Now they got a choice. Some might take it hard, though. Besides, when we cut through the flame clock, it was to protect the city detachment too. There was little else we could do. If we'd meddled even more, it might have come right back round to bite us in the bum. We did the right thing by telling them about Colony 4. I think that was the best course of action. Everything they believed came crashing down just like that. They'll be confused for a while, sure. But they'll figure it out. Just the same as you lot did. We might have gotten off lightly. If we hadn't met like we did in that valley, we'd be just as confused as those guys. Luck was on our side. Speaking of, back then, wasn't it Lance who was the most reluctant of us? Nah. Our big man was just a bit shy to introduce himself in front of new people. Right? Ah, shut up. Oh, yeah, he was. I did kind of get the impression that he was embarrassed to speak up. Right? Eh? He's just a big teddy bear, really. Here, Lance. Same dish as mine. Double Arden meat, deluxe. Ah, thanks a bunch. Let's see. No tall spice here, but double veggies. Arden sausage, huh? That sounds good. But then, there's the tall spice sauce as well. Fluff cream and skeeter syrup dressing. What delights. Oh, there's even chocolate sauce. How can I possibly choose? Still hard to believe, huh? Eating what we want. Huh? But is it enough? I want more. Dude, that's already pretty hefty. You really gonna eat another? Ich mag die Lokalisierung. Voll der Oschi. Oh, hey. Whoa, he's pretty decent. Or have I got it backwards? Huh? Maybe it has to start with me. Und da sind wir jetzt plötzlich in der City, also machen wir jetzt City Quests, I guess. Ich habe mich gefragt, warum schickt er sie ausgerechnet zu Kolonie 4, ne? Es sind noch andere Kolonien. Zum Beispiel Kolonie 9. Aber dann fiel mir ein, an diesem Punkt, wenn man das erste Mal in die City kommt, gibt es bloß 2 befreite Kolonien. Und zwar Lambda und Kolonie 4. Und da die Leute von Kevis sind, wäre es leichter, sie in eine Kevische Kolonie zu schicken. Und deswegen 4. Hat eine Weile gebraucht, um das zu verstehen. Muss ich zugeben. So. Also dann ein Kochwettbewerb. Are you guys hungry? Ah, that's making me hungry. Ja, wir haben gerade erst gegessen, aber okay.
That's all of the ingredients. For the both of them. Tippy-toppy job! Got everything you need now? Then I think it's about time to start the contest. Is everyone ready? Na klar. Looks like both the chefs and the judges are ready. Well, ladies and gents, it's time to start another annual cook-off. And who else to narrate the events as they unfold but the city's #1 charmer? Just kidding, it's me, Travis, your ever-affable Lost Numbers Lieutenant. Let's start by introducing our expert panel of judges. The lucky 4 adjudicators for this year's incredible turnout are... Gondor? Drumroll, please. Gondor! You've been begging to be a judge for ages now. Looks like it's your lucky day. Oi! Don't you bloody patronise me. You'll be laughing on the other side of your face if you're not careful. Moving swiftly on. You fancy yourself an avid foodie? Well, let's see how you measure up to the wise and erudite well. Next up, a lover of music and all things lyrical, it's Mr. Boomer. He's got a refined palate for music and food, and I'm sure he's about to give us a piece of his mind. Okay, Boomer. Last but not least, we have our youngest judge on record. Introducing San. Far as I can tell, he just plain enjoys food. He'll eat whatever you can throw at him. Yeah, give me all your food. We want you 4 to judge the meals on their own merits as honestly as possible. Now, let's introduce our chefs. First up's our Lost Numbers ace cook, Nisik. So, how you feeling? Think you've got the potential to be numero uno? Ziemlich gut, ist hier Nisik oder grimmig? Watch it, you. No intimidating the judges. You're gonna scare the kid. You want to settle the score? You do it with food. Calm and peaceful like. Next up, it's our very own boss. Or should that be Elder? Let's just say, Madam Monica. Just stick to the usual. Who's next? All right, boss it is. Next, we have Ouroboros' very own queen of cuisine, Manana. Manana ready to steal away hearts and stomachs of all! And whispers on the grapevine tell me our last contestant is a rising star. She's everyone's sweetheart, Miss Miyabi. You go, girl! And those are our 4 entrants for today. Shall we get started? Then Nisik, if you'd like to reveal the meal. Feast your eyes on this. So cool! Well. Applying heat causes emergence of emerald green undertones. Was ist das da unten? Shell gradually transluce as it shine with beryl glaze. Behold, the Jade Lobster! Is this thing edible? Ich verstehe schon, warum sie aß. Was? Hey, this is pretty tasty. And juicy. Contrary to expectation, taste pop and lock inside mouth. Big bang of umami fill entire taste buds. Du isst nur Luft. Der schläft gleich ein. Hey, how are you supposed to eat this? I don't get it. Maybe Nisik would be kind enough to assist. I beg your pardon? Let's check in with our next culinary combatant.
It's our very own boss! I'll find a chink in your armor. My dish is the Monicurry Special. Oh, come on! How's that fair? Oh, it's got tasty sausages in it. Well, well, well. Well, only heard rumors, but Monicurry said to be legendary meal among lost numbers. I'll have me some of that. Oh, damn you, bitch queen. You got the spiciness spot on. These vegetables, flavor normally distinctive yet subtly veiled here, and spiciness perfectly compensate. But despite this, single plate appear positively heaped with nutrition. Is dish spice renowned or something deeper? Ah, it's making my tongue all prickly. Oops! Guess the kids' taste buds weren't quite prepared for that just yet. Funny. Everyone normally loves the stuff. Did I add too much Lucky Spice? I'm sure your bellies are gradually getting rounder, but there's plenty more where that came from. The next contender is... Manana! Finally! Time for big moment! Delicious dish of manana is... secret recipe of Nopon, passed down in greatest of stealthy, or rather, little spin on traditional version. Doodle noodles, manana style. Prepare for taste beyond taste. That looks yummy! This is gonna be awesome! Whoa! That's gonna be a banger! Tears of well might form small pool. To think Nopon exist that could recreate recipe of legend. Ey, Rico, nicht durchdrehen. Give me more of this meat! More! Well, never dream of chance to eat perfect doodle noodles in lifetime. Taste is beyond compare. Such level of extravagant. Well, rocket into skies above. How the crap is this so good? I don't know what to say. Oh, the competition's fierce, but we've got one more dish lined up for you all. Take it away, Miyabi. Okay. Here's the meal I'll be presenting today. It doesn't look very special. I guess, when you put it alongside the others, yeah. But it clearly made with love. Preparation of dish reflect nature of chef. And this, no exception. Sag mal, wenn Gondor und Monica hier sind, wer kämpft denn da gerade gegen Origin? How should I put it? Comforting. So understated, yet so palatable. Hard to express in words. Like warmth filling entire body. I eat this fish all the time, but I don't think it's ever been this tasty before. Gosh, I wonder how she prepared it. I'd love to know. Same. Why don't we go and ask her once the contest's over? May, you have the best ideas. Now that looks scrumptious. They look like they're loving the soy primo sauce too. Tastes good.
Now, I hate to break it to you folks, but it's time for the judges to make their decision. Which of these 4 outstanding meals has satisfied their stomachs? I'm sure you're all on the edge of your seats. The winner of this year's cooking contest is... Jetzt machen sie es aber spannend. Meine Güte. Wie viele kochen mussten die armen Teilnehmer? Congratulations, Manana. Feels good at top. Better luck next time, Abby. Thanks, everyone. You all helped me so much. I didn't make first place, but I'm glad everyone got the chance to try my food. Manana was kind enough to raise the idea. Thank you, Manana. Aw, not to mention, would be terrible shame for friends to miss out on delicious nom-noms of me, Abby. Nisik looks in a right mood. I can hear you. Can't let him get away with this, though, can we? We'll lend you a hand next time. How'd you like the monokari, Gondor? Why are you asking me? Same as you always make it. The name's dumb, though. Can you come up with something better? You say that every time. I don't see the problem, personally. I actually kind of like it. I'm not asking your opinion. I'm saying it's freaking embarrassing. I've still got some left, by the way. You want a bowl or not? Don't change the subject. And of course I want a bowl. Oh, that contest was so much fun. Maximum agree. Plus was big learning experience. Can see Manana need to greatly expand repertoire. Ah. If that's your plan, would you mind teaching me some more about cooking? Meh? Even though Miyabi already plenty good at cooking. Oh, I'm honored that you'd say so. But I really don't have a lot of experience. I'd love it if you could teach me some more. Ah! Then let Manana pick up what Miyabi putting down. Miyabi asking to become apprentice of Manana? That's right. If it's not a problem. No problem! Manana welcome with open wings! Oh, that's wonderful. Thank you, Manana. Ah, before Manana forget. Should snaffle up recipes of Monica and Nisik while still have chance. Oh, good idea. Let's do that. Hey, Miyabi. You did great there. Your food was amazing. I said before that I did this for the city. Of course, they were the highest priority in my mind. But really, it was for the both of you. I so wanted you to try it. It was for us? This world, it's filled with nothing but tragedy and hardship for us. But now, after coming here, that feels like a distant dream. Yeah, that's right. You've always kept my wishes in your heart, haven't you? That's why you brought me here, right? Because we're alive. We get to see these sights. Thank you.
Abby. Thank you. Nice. Another one down. Ein Troubadour erweitern ist I hope tatsächlich ja everyone's getting along. in meinem Interesse. Und das ist, das habe ich ganz vergessen, aber ist so. Eine Sache, die man ja auch mit Chain Attacks erweitern kann, die Klassenverteilung. Und die Klassenpunkte. Also wenn ich Chain Attacks machen würde, dann wäre das wohl ein Anreiz. Aber das kann ich auch offscreen. Ich will halt bloß möglichst auf dem Level bleiben, den ich jetzt habe. Deswegen, weil das Endgame dieses Level hat. Und erst aufleveln, wenn das Endgame eben auch entsprechend auf diesem Level ist. Was bis jetzt noch zu klären gibt, weil wir ja noch nicht ganz am Ende sind. So, da drin, glaube ich, war das. Mit Rico und Manana. In time of need, we're here to help. Wenn nicht hier war, das irgendwo anders. Mal schauen. Hier drin kann man ja gar nicht rasten. Das Ding ist abgeschlossen. Das war ein One-Time-Stay-Only. Oh no. Da war das da hinten aber. I've already got food on the brain. Ja, perfekt. Group chat first, right? Sieht aus, als würde man auch in der City an die glückbringende Eigenschaft des Vierglücklies glauben. Tja, die wissen offensichtlich Bescheid. Aber es ist schon faszinierend, oder? Wie der Anblick fröhlicher Kinder einen selbst zum Lächeln bringen kann, meine ich. Oh, stimmt. Hier sind ja hauptsächlich Kinder, die den Vierglücklich sammeln. Entschuldigung. Das ist nur... Ich habe einen frischen Hals. Ich habe zu viel geraucht. Also, liegt wahrscheinlich an den brennenden Haaren. Kleinen Moment mal. Nicht falsch verstehen, bei mir kommt das maximal davon, dass ich zu wenig trinke. Ich rauche nicht. Willst du damit irgendwas sagen, Senna? Nein, eigentlich nicht. Willst dich jetzt den City Girl anschließen, Juni? Ihr habt bestimmt eine Menge gemeinsam. Boah, du Spoon! Da haben wir es schon wieder. Hätten wir sowieso die Fresse. Ach komm schon, Juni, reg dich doch nicht gleich so auf. Manchmal könnt ihr einem echt gestohlen bleiben. Man darf doch wohl noch Hobbys haben, oder? Ja, wenn der Vierglückklee auch in der Nähe der City wächst, können wir gern mal ein paar sammeln, ne? Einen kleinen Sammelausflug machen. Wenigstens in dir habe ich noch einen Verbündeten nur. Noah! Hey, how's tricks? We're doing fine here, Boliaris. And you? Same old, same old. Though we're not getting any provisions from home, so our supply guys are being run ragged. Any requests for us? I don't imagine you called just to shoot the breeze. No. Good point. Got a bit of info to share with you. Yeah? Specifically, it's about Colony 5. Colony 5? I remember something about them being pretty highly ranked. Yeah. We only happened to hear by chance, but apparently they made gold just the other day. Or so it seems, but we're not sure. Oh? Go on. Last time a colony went gold? I think it was about 40 years ago. When you go gold, you're pardoned from fighting. That's why everybody busts their balls trying to rank up. That sounds pretty familiar. Thing is, we're not even hearing a peep about this from the other colonies. It's as if they're acting like Colony 5 never existed to start with. I've tried getting in direct contact with them,
but I haven't heard a fart back. You think something happened? Well, the woman in charge of Colony 5, or Solia, was close friends with our commander. With Ethel? To give you some background, some 2 years after the commander got us to Silver, well, Solia managed it as well. Kamaravi might have been Ethel's rival, but Osolia and Ethel, they were sworn friends. What, so... If it wasn't for the thing with Kamaravi, you all would have made it to gold rank? I guess you could say it was likely. Then, I can see why you'd be worried. Yup. So I was thinking of going to take a look. Been 6 days since we lost contact. If there's been some accident, we could still be able to help. Are you sure that's a good idea? You got no flame clocks. What if you end up like us? We'll get the spark out of there before that happens. But I'm talking about Osolia here. I ain't just gonna leave her. And if the commander was here, she'd do the exact same thing. I really want to help out on this. Whoa! Uni? Seems out of the blue. Nicht Well, wirklich. you see... Sie waren Goldrang und wurden ausgelöscht. Und ich glaube, das ist es, was passiert, wenn man Gold erreicht. What the... Why didn't you tell us this sooner? Gotta share this stuff. Sorry. I just didn't really believe it. So, what you're saying is, you think that in the past you were attached to a gold rank colony? Could be. This ain't some ash about wanting to know my past self or anything. The whole colony just fell to pieces. I have to know why. You reckon Mobius have something to do with it? With what I saw, definitely. So that's why. All right. We'll help you out. No, I mean... Are you sure? You know, I'd be glad for the help here, sure. But I really wouldn't want... Oh, enough of this already. Tell me this isn't exactly what you were hoping for. Saw through my clever ruse, eh? Must be losing my touch. I've seen that memory too, when interlinking with Uni. And I guarantee you it was not a dream. I'm certain of it. True. I feel the same. What do you two think? No objections. Let's head out. Yeah. I want to lend a hand as well. There you go. Okay? I owe you one, mate. Seems like I'm always getting you in trouble. It's fine, Boliaris. We do have an obligation here, right? Man, not to forget all that food you gave us. Oh yeah, I remember you took seconds. Righto. I'll be moving out after this. Let's rendezvous around here. The Orion Trail. Understood. We'll give our stuff a once-over, then get going. All right. See you there. Yeah. See you. Noah? Friends make journey to Goldie Colony? Yep. That's the plan. Then, humbly asking to drag Manana along. No problem. But why? Manana heard rumorings. Say that Goldie colonies have super real good ingredients lying around. Manana will take these ingredients. Resulting dishes will blow both socks and minds. Trying to expand the old repertoire. Eh, Manana? Expand! That'd be really great, actually. Okay. Don't know why I'd ever refuse. Manana, if you're going... Rikugo. Naturalistic. Only answer is yes. I just said I won't refuse. We can all go. Ich fände es ja schön, dass das nochmal aufgegriffen wird, weil seit wir in Kevis Castle waren, wurde das irgendwie ein bisschen zur Seite. Also da wurde es das letzte Mal aufgegriffen und selbst als wir dem schlechter gegenüberstanden, habe ich vermisst, dass es nicht mehr irgendwie angesprochen wurde. Es wurde ein bisschen angedeutet, aber nichts weiter. Das war also für diese Queste. Ja. Also meine Vermutung steht, Junis Goldkolonie wurde ausgelöscht, weil sie Gold war. Und die jetzige Kolonie ist wahrscheinlich auch schon ausgelöscht, weil sie Gold erreicht hat.
Was für einen Sinn sollte denn ein System haben, in dem die Kolonien aus dem System ausbrechen können? Das ist nicht das Design der Konsole. Das Design von Z. Hätte die Welt nicht so gemacht, wenn es eine Möglichkeit gegeben hätte, passiv zu sein. Selbst die Kolonien, die irgendwie von den Konsolen gefavored wurden. Die Gamma-Kolonie oder die eine, wo, die wir gerade auseinandergenommen hatten in Lances Quest. Selbst die sind ja immer noch im Kampf involviert. So. Nachdem wir das haben, die Quest kann hier nicht weitergeführt werden. Was bedeutet, wir gehen auf eine, die in der City weitergeführt wird. Let's walk the path ahead. Und ich nehme Isot, weil die Info, die wir hier erhalten, wird uns nicht in der City halten, sondern irgendwo anders hingehen. Ich will sie nicht vergessen. Das wird also mit am schnellsten abgehandelt werden. Oh. Dennoch einige Stationen. Mal schauen. Sogar bei Boomer. Verzeihung. Dürften wir Ihnen eine Frage stellen? Wie? Was? Oho. Wir suchen nach einem sogenannten Onsen. Er sagt, so ein Wunder in der Natur habe ich leider noch nie mit eigenen Augen sehen dürfen. Tut mir leid. Du verstehst ihn? Wunder der Natur. Wir hätten diese Cutscene eben nie haben dürfen. So einen Ort. Verstehe. Tust du? Ich verstehe. Auf jeden Fall danke für die Auskünfte. Nein, nein, nein. Das war immerhin ein Anhaltspunkt. Gehen wir. Natural spa, eh? Hard to imagine what that might even look like. I guess we won't know until we get there. Warum mussten wir den ausgerechnet Boomer fragen? Der kann doch keine 2 Wörter sprechen. Scheinbar. Na gut, wir hatten schon mal eine Sidequest mit ihm, da hat er viel gesprochen. Das war jetzt wirklich bloß diese Food-Wettbewerb-Cutscene. Aber ich konnte die Gelegenheit für einen dummen Joke nicht lassen. Sorry. Als nächstes der Doktor. Wer ist da? Irgendwas mit H? Hollis. Verzeihung. Könnten wir kurz stören? Was ist? Ist ein Unglück geschehen. Wir möchten ein sogenanntes Onsen haben und dachten uns, vielleicht könnten Sie uns etwas darüber erzählen. Ein Onsen möchtet ihr haben. Weißt du etwas darüber? Nein, nein, tut mir leid. Ich hatte dieses Wort ewig schon nicht mehr gehört. Da habt ihr aber was Lustiges vorgenommen, euch. Ein Onsen ist im Übrigen nichts, was man bekommen oder haben kann. Was Lustiges? Ist so ein Onsen also was zum Lachen? Vor langer, langer Zeit haben die Leute keine Mühen gescheut, um Onsen zu finden. Ja, kampfesmüde Soldaten haben sich dort erholt und neue Kräfte geschöpft, um wieder in den Krieg ziehen zu können. Ein Onsen ist etwas, in das man eintaucht. Es heilt Körper und Seele, so steht es zumindest in alten Texten. Je mehr wir darüber erfahren, desto weniger kann ich mir darunter was vorstellen. Okay, man taucht ein und wird dann geheilt. Genau, anscheinend sind über die Jahre fast alle davon verschwunden. Sie können einfach so verschwinden? Ja, ich wünsche euch viel Glück bei der Suche, aber ich würde mir da nicht allzu viele Hoffnungen machen.
Das war eine große Hilfe. Vielen Dank für die Auskünfte. Immerhin konnte man den verstehen. Wer hat die Tür zugemacht? Wie kann die ganze Zeit aufbleiben und jetzt gerade, wo ich durch will? Discovering the unknown serves as a good motivator. Die Unknown? Da müssen wir in irgendeine Pokémon-Ruine. Dürften wir sie kurz behelligen? Hä? Ja, bitte, worum geht's? Doch bitte einfach näher kommen. Wissen Sie zufällig, was ein Onsen ist? Dieses Wort habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gehört. Das heißt, Sie wissen etwas darüber? Aber natürlich. Früher waren Onsen in aller Munde. Dort kann man seine Wunden heilen, den Geist erfrischen und seine Beziehungen zu anderen vertiefen. Boah, das alles geht in einem Onsen? Leider habe ich persönlich nie eins erlebt. Angeblich ist schon vor Jahrzehnten das letzte davon versiegt. Sie existieren also nicht mehr? Sie sind auf jeden Fall höchst selten und heute dürfte es kaum jemanden in der City geben, der noch darüber Bescheid weiß. Aber irgendwen muss es doch geben. Ja doch, vielleicht könnte er euch tatsächlich helfen. Aber wie hieß er nochmal? Lasst mich mal überlegen. Ich will jetzt keinen Druck machen, aber davon hängt ab, ob unser Isot hier vor Stress in der Schöpfung eingeht oder nicht. Nur mal langsam. Ganz so dränglich ist die Lage nun wieder nicht. Ich hab's, man nennt ihn den Allwissenden. Er müsste eigentlich Bescheid wissen. Das sollte man bei dem Namen auch hoffen. Vielen Dank. Das einzige Onsen in der Xenoblade-Serie, was ich kenne, ist das eine in Moebing, was bedeutet Schloss Kevis. Aber die Gegend ist so weggeblastet, ob das noch existiert? The more I hear about these natural spas, the more curious I become. So. Was Punkt ist schnell gemacht. Wir sind ganz in der Nähe von einem. City-Musik immer noch super gut. Yeah, you can't always give 100%. And today's story is... Also, wir haben... was haben wir über uns bisher in Erfahrung bringen können? Eigentlich nicht viel. Außer, dass sie eine heilende und revitalisierende Wirkung haben. Warum habe ich mir die Frage selbst gestellt? Ja, da war wirklich wenig Handfestes dabei. Hier hat anscheinend nie jemand etwas gesehen. Seht euch unser ausgezehrten Isurt an. Der kippt jeden Moment aus den Latschen, wenn er keine Entspannung bekommt. Sehe ich in deinen Augen wirklich so erbärmlich aus? Ja, es ist immer Juni, die darauf rumhackt. Und ja, eins steht aber leider fest. Mit unserem jetzigen Kenntnisstand finden wir garantiert keinen Unsinn. So ein Unsinn. Tief in Wäldern, hoch in den Klippen oder in Höhlen, mehr Anhaltspunkte haben wir nicht. Tja, wir können ja schlecht einfach auf gut Glück irgendwelche Wälder, Klippen und Höhlen durchsuchen. Aber das klingt schon alles toll, oder? Einfach eintauchen und schon wird man rundum geheilt und aufgefrischt. Ja, nur ich frage mich, worin man da eigentlich eintaucht. In Wasser? Dann wäre es ja nicht mehr als ein gewöhnliches Bad. Die Leute berichteten wahrlich Wunderhaftes. Doch, was für ein Bad sollte solch heilende Wirkung entfalten können? Ja, genau das meine ich. Herr Kommandant, ich fürchte, diese Suche führt auf keinen grünen Zweig. Wir haben schon genug ihrer Zeit verschwendet. Mach dir mal um mich keine Gedanken, Taion. Für mich ist das hier eine willkommene Abwechslung. Es ist gut möglich, dass wir nicht fündig werden, aber das ganze Thema ist einfach faszinierend. Allein die Vorstellung, dass solche Orte wirklich existieren könnten, erfreut mein Herz. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht wie Unsinn. Nein, ich verstehe genau, was du meinst. Ja, ich finde das Ganze auch spannend.
Ich wäre dafür, dass wir die Suche noch etwas weiter fortsetzen. Dann fragen wir als nächstes wohl diesen Typen, der angeblich alles darüber weiß. Welchen? Den vermutlich Verstorbenen, diesen sogenannten Allwissenden? Ob der eine nun wirklich verstorben ist, steht noch nicht fest. Womöglich sind auch Verstorbene... Okay, vermutlich sind auch Verstorbene und Allwissende dieselbe Person. Wir sollten auf jeden Fall uns mal erkundigen. Ich kann nicht mehr reden. Ich muss zukleben. Zukleben! Ja, ich kann wirklich nicht mehr reden. Ich muss zugeben, es klingt fast aussichtslos. Und all das nehmt ihr mir zuliebe auf euch. Ach, hör auf. Irgendjemand muss dich hier zu deinem Glück zwingen. Wenn wir so einen Onsen finden, schubse dich einfach rein. Okay, das sehe ich als ein Versprechen an. Ich habe mich übrigens an eine Sache erinnert. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber ich weiß wieder, wie ich Tritons Quest getriggert habe. Das ist ganz zufällig passiert, nachdem ich was gegessen hatte, als ich ihn in der Gruppe hatte. Can we maybe train? Ich weiß nicht, ob es ein spezielles Dish war. Ich glaube, das ist es schon gewesen. This has me raring to go. Yep, das war's. Okay, ich hab's wieder. Dann können wir die Triton Quest auch starten. Hügelwrack, hä? Oh, war ein Hügelwrack noch gleich? Muss ja Cadensia gewesen sein. Where to from here? Alright, nice. Dann haben wir das auch. So. Jetzt nochmal Isot und schauen, ob wir weiter in der City sind. Ich glaube nicht. Soll ich die Mission nochmal highlighten? Es ist weiterhin in der City, okay. Kann ein Weilchen dauern. Ganz recht ist leider noch nicht. Okay. Ich war gerade verwirrt, ob er wirklich auf einer Plattform war, weil ich sie unten erst nur gesehen hatte. Aber ja, ich habe nur die Plattform gerade nicht sehr gut gesehen. Das ist alles. Okay, hat geklappt. Hey, Kotan. Excuse me, kind sir. What? What? A bunch of hoodlums? Trying to gang up on an old man, eh? No, sir. We're searching for a natural spa. What did you say? We're searching... If it's spas you're asking about, I'm who you need to be talking to. We are talking to you, mate. Well then. So you're the kids going around making noise about spas. You think talking to me is the way to get at all my secrets? You might be whippersnappers.
but I can respect that kind of grit. You think he actually knows anything? I'm wondering. We heard that there was someone who knew much about spars, but that he had passed away. What did that old codger tell you? I ain't dying anytime soon. Mind telling us about the spars, then? When I was young, I used to go around them all, and a lot. There were about 4 of them. The one I liked the most was the Nordal Natural Spa. At the time, my back was killing me, but one dip, and it was healed. Amazing! The odd thing was, it was just a foot bath. I dipped my feet in, and it healed my back. What genius came up with that, eh? I only ever found 4 natural spas, but I also heard rumors of another secret one. I bet it'd do marvels for one's back. Mate, we didn't come here to chat about your flipping back. Hey? We want to know where we can find a spa. If there's 4 of them, then you can... No, they're long gone. What? Gone, you say? Thanks to kids like you with your wars and whatever, they've been blown up, filled in. Huh? Natural spas need water that gushes out of the ground. No gush, no spring. You might find something if you start digging, though. Dig? That's your advice? Though in times like these, start digging holes and people will think you're crazy. Well, you certainly turned out to be a font of knowledge. I don't regret this at all. Don't take it to heart, Tyon. We tried our best. We'll just have to accept the result. We may not have found a natural spa, but the time we spent was still worthwhile. I suppose, Commander. You suppose nothing. You should let someone finish when they're talking. Die Geheime. There is still the secret spa that I couldn't find. Or, to be more precise, there might be... What? Really? I heard this when I was still young, so it might not be too credible. But the rumor goes that there was one in the Brasser geothermal belt. But I couldn't make it. The place was crawling with monsters, inside and out. So there is hope after all. Long time ago, lots of people took refuge there. But not one of them came back. That's how dangerous the place is. So, the spa might be there. It might not. That's why I couldn't recommend the place to you. There we go then. Hey, is it? Indeed. It might be there, it might not. The more uncertain it sounds, the more it gets me excited. Weirdo. What if it turns out to be a massive waste of time? I never thought I'd get so excited at searching for something unknown. Soak yourself in the spa the way you're getting now, and you're liable to broil yourself to death. I'll take care. Thank you kindly. Oh, nearly forgot to tell you. How to properly use the spa. Pin your ears back and listen. Was hat er uns gesagt? Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird mir nicht sehr gefallen. Okay. Dann wäre da als nächstes die Grey Quest. Don't stray from your path. That's what I'm here for. So, ich muss mal gerade gucken, wer bleibt denn überhaupt noch? Wir haben Sion, Sido, die beiden, Ray natürlich, Isurd. Die sind alle durch. Die beiden kann ich erst nach dem Game. Die beiden sind durch. Also Fiona und Schweiten. Dann noch die Character Quest von Senna, die auch erst Post-Game geht, weil Gondor gelockt ist. Und ansonsten bleibt da die Tyon Quest und die Uni Quest. Das ist es. Okay.
Wir werden das alles nicht heute im Stream schaffen. Aber das ist kein Ding. Das ist absolut kein Ding. Bevor man das Spiel durchspielt, kann man ja immer noch ein bisschen was vorher machen. Ich werde es auf jeden Fall vorher machen. Ansonsten ist es halt bloß meine Aussage, dieses Spiel hat noch 2 Streams, die darunter leiden wird und es werden halt 3. Das ist das Einzige, was dadurch kommt. Aber da diese ein paar von den Postgames sind, werden wir nach den Credits auch noch weitermachen. Also würde ich auch gerne danach noch Zeit haben. Und wie das gesagt ist, weiß ich nicht, wie lange das Spiel insgesamt noch gehen wird. Ich gehe von 3 bis 5 Stunden aus. Also mal schauen. Gray. You're the guy who works with Monica. There's something I wanted to pick your brains about. Let's hear it. I've heard your Rosanna has been trying to get outside. I see. She was stopped by the soldiers and turned back just like that, they say. Just for my own conscience, I went to check it with the R&D team, but they said she'd not come in that day. Whoa, is she okay? What if she was forced into something by that lot who attacked us? You were attacked? It's nothing. Keep going. Right, well, that's about it. It just seemed a bit fishy, is all, which is why I wanted it noted. What did Monica have to say? About that. She actually took an away team and went out. Something about a request from Rosanna. Seemed urgent. I mean, I suppose it must have been to get the boss moving like that. I wonder what that's all about. No clue. But I'll look into it. Appreciate it, really, I do. Somehow I don't feel like sticking my neck out myself here. Gray, do you know where Rosanna could be? I haven't the faintest idea. You seem real relaxed for someone whose partner's missing, pal. She made Monica leave the city and tried to go outside herself too. That does feel rather odd. Furthermore, Rosanna should be aware of the dangers that await a non-combatant on the outside. Right? And if there was something she needed from beyond, couldn't she have just asked Monica? Well, you want to contribute or what? Whatever the case may be, Rosanna's tough. She'll be fine. Huh? I don't know where she went, but I can think of a few people who might. Well then, shall we try asking them? That might be the quickest way. Who are we asking then? A doctor, a mechanic, and an old friend. Ah, schon wieder der Doktor. Interessant, dass mir die Dinger jetzt nicht auf der Karte gezeigt werden. Also auf der Minimap oben oder irgendwie so durch Einblendungen. Die sind hier, aber genau. Hey, Miyabi. Ich muss dich etwas fragen. Freund fragt Rosanna. Fragt nach Rosanna? Ganz genau. Rosanna scheint beschäftigt zu sein. Fassifas hat Rosanna schon 3 Tage lang nicht mehr gesehen. Dabei hätte Fassifas liebend gern noch weiter an Automatenkrieger rumgebastelt. Ein Automatenkrieger? Goldrichtig. Fassifas sollte Automatenkrieger neu justieren. Gray, wusstest du davon? Nein, ich hatte keine Ahnung. Dieser Automatenkrieger, den du justiert hast, wo ist der jetzt? Automatenkrieger ist an streng geheimen Ort. Mehr weiß Fassifas nicht. Du hast an einem Automatenkrieger gearbeitet, weißt aber nicht, wo er ist? Sollte man die Musik ein bisschen leiser machen? Fassifas wurde gesagt, Ort ist großes Geschäftsgeheimnis. Ja, Fassifas wurde mit verbundenen Augen hingeführt. War wohl noch in City, aber vielleicht ganz am äußersten Rand. Okay, das wäre alles. Ich wollte schon sagen, I hope everyone's getting along. wenn deren Treffpunkt außerhalb der City ist, dann wäre sie ja schon öfters dabei ertappt worden, die City zu verlassen. Nicht nur das, den Roboter da rauszuschleifen. Wäre nicht einfach so gegangen. Hi, Boomer. Ha, wir haben hier einen Boomer und wir haben in Horizon einen Boomer. Oh, Scheiner. Warte mal. Sorry. Machen wir mal so. Das wollte ich doch gar nicht. Der gehört doch gar nicht hier.
Schlucki. Ich habe eh nicht vor, die Quest zu verfolgen. Doktor! Oh, hier seid es. Warum seid ihr denn so aufgeregt? Also, es war so. Ha? Sieht aus, als hätte sie einfach nur das Bewusstsein verloren infolge eines Schlages gegen den Kopf. Oh, sie wird sich also erholen. Ja, das wird vorübergehen. Mit etwas Ruhe dürfte sie von allein wieder aufwachen. Worüber reden wir? Puh, was für eine Erleichterung. Bis sie aufwacht, würde ich sie gerne hier zur Beobachtung behalten. Oh, halt, das ist nicht wirklich nötig. Ah, klar, die eine, die wir eingesammelt haben. Oh mein Gott. Ja, von der anderen Rekrutierungsquest, die auch noch ausbleibt. Oh, ganz vergessen. Darüber reden wir. Da gibt es wohl einen Grund für dein Widerstreben, hm? Nein, es ist nur sie, also... Senna hat die jetzt 7 Stunden lang auf den Rücken getragen. Naja, fast 7. 6,5 Stunden. Die ganze Zeit. Sie war ja als Gast in unserer Party. Also sie, oh je. Es gibt ein leeres Haus in einer ruhigen Ecke der City. Ich sage Bescheid, damit ihr es nutzen könnt. Doktor. Die Patientin wird dorthin gebracht. Alles Weitere überlasse ich euch. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Oh, ja, vielen Dank. Wir stehen tief in deiner Schuld. Also, mehr noch als sonst schon, meine ich. Wenn ihr Hilfe braucht, wisst ihr, wo ihr mich finden könnt. Ich habe doch schon mal wegen einer Quest mit ihm gesprochen, ne? Ich glaube, ich habe die Grey-Quest nicht gehighlightet und deswegen tauchen die Dinger jetzt nicht auf der auf der Karte auf. Und nicht nur das. Dadurch wird eine andere Quest vorgezogen. Wenn ich ihn in der Quest markiert habe, wird er eher für diese Quest benutzt, als für eine andere. Interessant. Das ist der Grund, warum ich vorher mit ihm reden konnte und dass es nicht passiert. So, jetzt aber nochmal. Ich hätte da eine Frage für dich. Oh, einen schönen Tag an euch, an dich, Gray. Rosanna ist verschwunden. Weißt du etwas darüber? Rosanna ist verschwunden. Weißt du etwas darüber? Rosanna? Also, hier war sie nicht. So viel kann ich euch sagen. Ich weiß mit Sicherheit, dass du mit ihr zu schaffen hattest. Sag mir, was du weißt. Willst du damit etwas andeuten? Ich stehe einfach in ihrer Schuld, das ist alles. Was für eine Schuld? Ach, der Begründer will, na gut, ich erzähle es dir. Ich habe das Gefühl, du lässt mich eh nicht in Ruhe, bis ich es tue. Ich hatte Schwierigkeiten mit den Radikalen. Das war vor ungefähr 5 Jahren. Ihre Anführerin Bro hat mich böse in die Mangel genommen. Aber Rosanna hat eingegriffen und diese Mistkerle haben mich fortan in Ruhe gelassen. Seitdem habe ich ihr hin und wieder einen Gefallen getan. Ich verstehe. Einmal habe ich sogar Medikamente für sie besorgt, die sie unbedingt brauchte. Die Radikalen schon wieder. Ich frage mich schon, warum Rosanna damals genau im richtigen Moment zur Stelle war. Das kam mir immer schon merkwürdig vor. Warum? Also wir wissen, dass sie mit Bro unter einer Decke steckt, ne? Aber dass sie da einfach eingeschritten ist und ihm geholfen hat, als Passantin, finde ich nicht merkwürdig. Es passt für uns nur zusammen, weil wir das Hintergrundwissen haben, aber im Grunde ist es nicht verdächtig. Ich weiß nicht genau, was die Radikalen vorhatten, aber sie waren kurz davor, die ganze Klinik zu zerlegen. Entschuldigung. Daher bin ich Ihnen natürlich zu Dank verpflichtet. Viel mehr kann ich euch leider nicht erzählen. Weißt du, wo sich die Radikalen aufhalten? Boah, Grace' Stimme geht mir so auf den Hals. Moment. Falsch gedrückt. Ich könnte behaupten, ich weiß es nicht, aber ich bezweifle, dass du mir das abnehmen würdest. Okay, ich sag es dir. Einer ihrer Treffpunkte ist irgendwo am Rebelli-Platz. Wo genau, weiß ich auch nicht, aber sie treiben sich öfter dort herum. Ein anderer ist beim Schwertdurchgang, der nicht mehr der Schwertdurchgang ist, aber egal.
keine Ahnung, ob es da irgendeinen versteckten Raum gibt oder sowas. Abgesehen davon, naja, da wäre noch die Meteor-Warte. Man kann die gesamte City von dort sehen. Solange sie keinen großen Aufstand anzetteln, werden sie sich wohl eher versteckt halten. Verstanden. Das reicht. Ich denke, ich kann Rosanna ganz gut einschätzen. Eine überaus eigenwillige Frau. Ich wette, du hast eine liebe Mühe mit ihr. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. I hope everyone's getting along. Boah, ich muss was trinken. Das ist wirklich ein direktes Kratzen, heißt, was ich durch die Stimme bekomme. Ein eindeutiges, ey, mach die nicht, sagt der Körper. Oho, du hast dich ja lange nicht sehen lassen. Ich habe eine Frage an dich. Na, das ist unerwartet. Also, was haben du und ich uns zu sagen? Weißt du, wo Rosanna ist? Rosanna? Nein, das weiß ich nicht. Sie ist nicht so wie wir. Wir haben ein wenig gemeinsam. Also gar nichts eigentlich. Wenig haben wir. Was meinst du mit wenig gemeinsam? Naja, du weißt schon, ihre Denkart ist mit unserer nicht vereinbar. Sie ist der Typ Mensch, der zur Not mit dem Kopf durch die Wand geht, um seinen Willen zu kriegen. Genug Gequatsche. Wenn du nichts weißt, sind wir hier durch. Also wirklich. Du kennst keinerlei Respekt vor dem Alter, oder? Bla bla, ich bin alt genug, dein Bruder zu sein. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Cassie und die... Oh, alter Gray, ne? Also gut, hör zu. Ich weiß nicht, wo sie ist, aber ich kann dir ein faszinierendes Detail über sie erzählen. Rosanna hat Verbindungen zu meinen Leuten. Du meinst zu den Konservativen? Ärzte sollten ja unparteiisch sein, aber darauf wollen sich heutzutage nicht mehr alle verlassen. So haben sich manche von Zeit zu Zeit Medizin von der Kleinen besorgen lassen. Im Gegenzug hat man sie dann mit gewissen Informationen versorgt. Ich verstehe schon, mehr brauche ich nicht. Ich sage es noch einmal, Rosanna ist ein gutes Mädchen, aber für sie heiligt der Zweck manchmal alle Mittel. So sind die Radikalen ja. Diesen Typus muss man stark zügeln, aber man weiß nie, was am Ende anrichtet. Also der Typus. I think we found out all that we can now. Time we pulled our info. Ja, aber geben wir erstmal noch unsere Unwichtige ab. Senna ist das langsam leid, sie auf den Rücken zu tragen. Ah, you're here. About the girl we transferred here. She's just woken up. Ach stimmt, sie ist ja schon hier. Really? Yeah. Although, I should say, she's a little, Were there any complications? No, nothing like that. Or at least nothing to complain to you about. You're not making sense, and it's getting me antsy. The doctor said she didn't need any medical attention, and... You know what? Why don't you just talk to her yourselves? Just bear in mind, she's still a patient, so take it easy on her, eh? Das wird Seems at least they interessant. kept her safe. But now what? Yeah, it ain't like we can just leave her here forever. Let's talk to her first, like you said. We should try to learn more. All right, but she's recently injured. We probably shouldn't all crowd her. You're right. If we're just asking questions, one person should be enough. That sounds like a plan. So who'll go? Surely it's Uni, right? She deals with injured people all the time. And she should be right at home. Oh Mann, sie ist aber nicht Oh sehr... yeah? Cheers for volunteering me. Nicht sehr sensibel. I'll go. You, Senna. Why the sudden impulse? Well, it's probably my fault she's like this. It was really more like an accident, you know? There's no need for you to feel responsible. It's not that exactly. It's more like... If I don't do something,
I'll have a dirty science. You've never heard that word out loud, have you? Oh. Well, then we'll leave the girl to you. Is that all right, Senna? Yeah, I'll be fine. Do be careful, though. She might be meek now, but keep in mind she and her mates came after us. We'll be right outside. If anything happens, just shout. I can handle myself, Mimi. But thanks. I will. Und ich denke mal, sie sollte es sein. Sie hat sie ja die ganze Zeit getragen. Hey, ruhig, Leute. Ihr braucht jetzt nicht so aus die Gegend. Alles okay? Bin ich so klein? Oh Gott. Alright. Dann wissen wir ja, wer der Klassenerbe sein wird. Okay, then. I'm going in. Ah! Hi! I see you've woken up. How are you feeling? Any pain? Can confirm faint sensation of pain in cranial region. However, operational efficiency of number 7 remains unaffected. What? Okay. That's good. Actually, I'd like to apologize. Before, I didn't realize you were inside that thing, and... Are you okay? No major issues detected. I see. Anyway, if it's all right with you, could you tell me something about yourself? The question lacks specificity. Number 7 cannot respond. Oh, I'm really sorry. I guess that was a bit wishy-washy, huh? Well, for starters then, are you a Kavesi soldier or are you Agnian? Kavis, Agnes. Yeah, that's right. You must know those, right? Affirmative. However, discrepancy was encountered while processing query. Huh? What do you mean? Affiliation of number 7 does not match either of 2 options provided. Doesn't match? Well, then that only leaves... Special Mobile Combat Unit under Direct Mobius Command. Alias, Colony 0. Whoa, you know about Mobius? Affirmative. Then, when you attacked us... Colony 0 soldiers of numbers 7 and below were tasked with eradication of Ouroboros. Whoa, that's not great. So this girl really is our enemy. I have to warn the others. Although, is that really true? She did attack us, so why is she like this now? What you just told me, it sounded really important. Won't you get in trouble for saying it? I was not ordered to silence on the matter. I see. Okay. Oh, shoot, I forgot to introduce myself. My name is Senna. What's yours? I have no name. Huh? Number 7 does not possess information under the category Name. You don't have a name? Wait, so this number 7 thing you've been saying all along? An individual identification number assigned to soldiers of Colony 0. We do not belong to Kevis or Agnes. We are special assets. Publicly, we do not exist. Consequently, records of personal information stored in growth modules are also expunged at the time of birth. That's crazy. Shall I consider the questioning to be over? No, wait. What you just said, you don't think it's strange? Cannot ascertain purpose of question.
Requesting additional clarification. I mean, for example, that name thing. A colony that calls people by a number, that's so dehumanizing. Don't you feel bad to be called like that? I mean, you're the same as us, after all. Cannot ascertain purpose of question. Oh. Requesting clarification. Senna. Hey, you okay? Did you learn anything? Hang on, love, you don't look so good. What happened, Senna? Mimi, I don't know what to do. Hey, Senna. Everything's fine. Let's go somewhere we can talk. Is that all right? Yeah, sure. I see. Also wie eine Maschine. Aber sie wird keine sein. Es gab ja heute einen Nintendo Direct, da wurde enthüllt, dass es einen neuen Helden geben wird für Xenoblade Chronicles 3. Und das wird eine Maschine. Aber sie ist bestimmt keine. Nicht wirklich. Sie ist eine Machina. Aber das war's auch. Also, 2 Gründe zum Rastpunkt zu gehen. Oh, da ist das schon wieder. Das ist vorher nie passiert, jetzt schon 3-mal. Was ist da los? Die letzten Male sind aber zum Glück ein bisschen her. I've already got food on the brain. Okay, good as new. And today's Erstmal story Rosanna. is... Also, lasst uns zusammenfassen. Erstens wissen wir, dass Rosanna sowohl Gray als auch Monica aus der City haben wollte. Wir haben auch mitbekommen, dass sie selber auch die City verlassen wollte. Es schien aber einige zu verwundern, dass Rosanna plötzlich persönlich rausgehen würde. Das könnte eine Art Nachricht gewesen sein. Eine Nachricht? Eine Nachricht, in der sie aussagen möchte, dass sie die City nicht verlassen hat, zum Beispiel. Du meinst, sie wollte Gray etwas mitteilen? Das könnten wir nicht ausschließen. Sie könnte zu dem Zeitpunkt schon in Schwierigkeiten gewesen sein. Hey, diese Radikalen, die uns angegriffen haben, glaubt ihr, die haben etwas damit zu tun? Ihr Ziel ist es, die Moebius auszurotten. Ich kann mir vorstellen, dass sie so weit gehen würden, City-Bewohner dafür zu opfern. Ich halte es ebenfalls für gut möglich, dass sie in die Sache verwickelt sind. Rosanna ist ja keine Kämpferin, oder? Wie konnte sie eigentlich dem Arzt die Radikalen vom Leib halten? Guter Punkt. Außerdem hat sie anscheinend auch Verbindungen zu den Konservativen. Stimmt, ja, das ist auch ein Faktor. Natürlich könnte sie auch nur zufällig Freunde auf beiden Seiten des politischen Spektrums haben. Das wäre denkbar. Gray kennt ja auch die eine Konservative. Aber in diesem Fall erscheint es mir eher kalkuliert. Gray, wie ist deine Einschätzung? Ich weiß nicht, wie sie in diese Sache geraten ist, aber Rosanna wird das bis zum Ende durchziehen. Wenn sie sich auf irgendwas einschießt, dann hält sie nichts mehr davon auf. Wenn ihre Verbindungen zu einer Fraktion ihren Zielen dienen, dann wird sie diese nutzen. Da habe ich keinen Zweifel. Tja, sie hat uns auf diese sinnlose Suche geschickt. Glaubt ihr, sie hat sich mit den Radikalen zusammengetan und versucht deswegen uns loszuwerden? Das ist möglich. Das wäre ihr zuzutrauen. Wozu zum Funken quatschen wir hier dann rum? Vielleicht sollten wir die Orte aussuchen, an denen die Radikalen sich angeblich aufhalten. Gute Idee, aber wenn wir dem Arzt glauben wollen, dann bezweifle ich, dass sie alle an einem Ort sind. Können wir nicht zur Not die ganze City nach ihnen durchkämmen? Das kommt mir nicht realistisch vor. Sie könnten jederzeit ihren Zug machen.
Apropos Zug. Ich mache mir Sorgen über diesen Automatenkrieger. Ja. Wenn der in der City losgelassen wird. Da sollten wir uns besser darum zuerst kümmern. Aber wie wissen wir genau, wo er ist? Wir wissen es nicht, oder? Der Arzt hat uns hier 3 Orte genannt. Stimmt. Blöderweise mehrere Möglichkeiten, wo ihr Unterschlupf sein könnte. Dann lasst uns mit dem wahrscheinlichsten Ort anfangen, oder? Brauchen wir nicht. Die Orte, die uns der gute Herr Doktor genannt hat, bezogen sich auf den Stützpunkt der Radikalen. Auf der anderen Seite hat uns die Nop und Fassifas einen Hinweis zu dem Automatenkrieger gegeben. Ah, verstehe. Wenn wir also nach dem Ausschlussverfahren vorgehen? Genau. Dann kommt der Ort hoch über der City in die Gegend um den Rebelli-Platz nicht in Frage. Es ist nur eine Mutmaßung, aber zum Verstecken eines Automatenkriegers kommt eigentlich nur der 3. Ort in Frage. Worauf warten wir denn noch? Bewegt eure Ärsche. Aber erstmal sprechen wir über Nummer 7. Gray, du darfst diesmal die Klappe halten. Ah, wait, wir machen das jetzt? Wow. How are we looking out there? Monica's still gone, but Gray's back with Ouroboros, looks like. That guy really doesn't know when to quit. Still, if we can just disrupt the command chain, everything else should fall into place, right? Finally. Our toy will have its day. Of course. It's high time we got to use this thing, and I couldn't think of a better opportunity. Oh, yes. She turns out exactly as I'd hoped. You're a sly one, aren't you? Getting people to accept you, then using them as you like. I'm sorry. What? Skilled technologists from R&D always have to be managed to a degree. We've watched you closely, and you've never leaked info about our actions to anyone. You've helped us come this far. Regardless of the results, you've made your bed as our accomplice. You're still not making any sense. You think the plan's going to fail? I don't intend to let this opportunity pass me by. Whatever happens, I'll leave my mark on this city. I promise you that. This is our chance to gain the upper hand in one fell swoop. No need to get gloomy. Yes, that's exactly it. We'll have Ouroboros in our hands, and we won't have to fight them. No more hiding, no more biding our time. No more taking anyone's crap. That stuff's for the birds. Guernica, Monica, they're too soft by half. We'll cause a disturbance in the city, then use the confusion to steal away all the Levnesses. Brilliant! With Monica gone, now's our window. We'll suppress the military and have them hand over the leadership. Once we bend Ouroboros to our command, all we have to do is squish Moebius under our thumb. You think they'll ally themselves with us? Even after we cause all this ruckus? Ha! They're just a bunch of kids. They'll be putty in our hands. Right. Yeah. Putty in our hands indeed. Damit ist meine Frage geklärt, was dieses eine Ding ausrichten soll. Die ich noch nicht gestellt habe, aber ja. Es ist nur Ablenkung. Nun gut. Nichtsdestotrotz können wir jetzt über Nummer 7 reden. Yeah, you can't always give 100%. Also dann. And today's story is... Colony Zero? Wow. They did seem like more than regular soldiers, but that's wild. If they're palling around with Moebius, we can't really ignore them, I suppose. We still have very little information. I think a more thorough investigation is in order. Okay, but we're talking about a tiny third-termer here. Senna, what do you think? Huh? What do I think about what? You're the one that spoke with her. What's your gut telling you?
I just asked questions and she just answered them. But even though she attacked us, she doesn't seem hostile or violent. And when I spoke to her, she was literally just answering questions. It didn't feel like a conversation at all. She looks like us, but is actually a whole different kind of being. That's how I felt. And then I got scared of her, and... Oh, I'm sorry, Senna. Senna, give us your honest opinion. Do you think she's an enemy? I don't really know yet. That's kind of why I'd like to try talking to her again, I think. What do you mean? You just said you were scared of her. I am, it's true, but I want to make sure I got the right idea, and that's stronger than my fear. Not just about if she's an enemy, but also about who she actually is, how she thinks and feels. I get it. You need a bit more time for that, sure. Right. I also want to say sorry for leaving without saying anything last time. Okay then. If you're doing a house visit and apologizing at once, how about a little gift to grease the wheels? Oh, Senna, you could bring her your onigiri. Onigiri? It's a portable Agnian snack made of packed boiled myth rice. They're lovely and salty, especially the way Senna makes them. They really hit the spot after a long training session. Huh? You can make food? Oh, of course I can. Onigiri, at least. Oh, wait. But we don't have any myth rice. They should have decent reserves in Colony Lambda. Hey, nice. No, hang on. How'd you know that off the top of your head? Commander Izzard likes them. The onigiri. Well, that's just peachy then. Hope he doesn't mind sharing. Thanks, you guys. Gut. Damit ist die Quest on hold. Aber so wie es aussieht, werden wir, wenn wir Izzuds Quest weiterverfolgen, am Ende sowieso in Lambda landen. Also bleiben wir bei der Quest von Grey dran. Schwertdurchgang in Cadensia. Also sind wir so oder so aus der City raus. Lass nochmal gucken. Cadensia. Auch in Cadensia, schätze ich. Ich weiß noch nicht genau, wo wir das Gespräch brauchen. Die sind in Cadensia. Aitia. Und alle anderen sind durch oder nicht verfügbar. Und... die Tyrant-Quest ist Colony Lambda, also haben wir sowieso noch einen zweiten Grund dahin. Und für Juni gehen wir nach Kolonie 4, also Uriah-Tunnel, also eigentlich in die Nähe von Kolonie Lambda schon wieder. Okay. Dann gehen wir jetzt nach Cadensia, um dieser Quest zu folgen. Das wäre dann, genau, der Schwertdurchgang. Just the side of it. Und dann gucken wir nach den anderen. Es ist ja eigentlich nur der Ausgang der City, aber unsere City ist ja nicht mehr beim Schwertausgang. Also es ist doch ein bisschen weiter weg, leider. Dann wird das Ding aber doch durch die City-Tore geschleißt. Be on the lookout for a hidden door. Anything that strikes you as odd. Was it meant to be here somewhere? Looks like a whole load of nothing. Well, this is where the doc said. Wait. Here.
How did you know? Too much effort to explain. Let's just go. Er hat einen Windzug gespürt. Are all old people this cranky? Beats me. Come on, let's just follow him. Na, Gray ist einfach nur eine besondere Art von mürrisch. Wir kennen ja schon Boomer und Van Damme. Oh, you sniffed us out all the way out here. You're like a right proper hound. Ha! You're right on the money there. He's Vandam's little doggy is what he is. There's nothing for you here, Grey. Go wag your tail somewhere else. Whoa, they're really laying into you. Go on, Grey, give him a real tongue lashing. No need. What? Sure there is. You're not gonna let these clods make fun of you and have the last word? Ouroboros are still just kids, and it shows. If they're your latest traveling companions, then how the mighty have fallen. If you're here, I assume it's because you figured out our plan. Looks like we'll have to get rough. Or are you gonna sit there like a good pooch and lick yourself? Yeah, I'm not that flexible. First, I'll kill you. You, I'll keep alive for now. Might still kill you later, if you don't tell me anything worthwhile. Whoa. I knew we were gonna see action today. But this is more than I signed up for. Yeah, doesn't spark around, does he? Ouroboros are your only allies now. Rosanna is on our side. You still want to fight? Of course. It is, after all, my job. Loyal to a fault. That's a hound for you. But you can't protect the city with that wimpy attitude. Today, this hour, the city will be transformed. And the cause of peace demands a sacrifice. Bei dem ganzen Tötentalk von Gray fragt man sich, wer hier der Radikale ist. Okay, wir kämpfen also nur gegen den Bot. So, eine sehr schöne Musik. So, sammelt 10 Synchronisationsstufen. So, die 2 Euro nehmen wir. Die KI würde sowieso bald umschalten. Sag ich ja. Meistens wird die KI gar nicht zulassen, dass man Stufe 3 erreicht. Aber das ist okay, wir machen so auch viel Schaden. Ich finde schon, das wäre nicht Senna und Lance gewesen. Ah, eigentlich haben wir alle Jos. Und das war's. Bam. What? What the? What's happened? Danke, Rosanna. You bitch! What did you do, Rosanna? Oh, didn't I tell you? There's a power threshold. Like a maximum?
It's an interesting system. Little Drum and I incorporated it. So now you decide to turn on us. You'll wish you hadn't done this. No. I haven't betrayed anyone, at any point. It seems to me it's completely slipped your mind, when you were all acting so fishy 5 years ago. It was me who broached the subject to you, when you roughed up the doctor back then. You don't remember? And the Conservative leader, Garrett, who put you in touch with him? Me again. We'd round up all the unsavories and toss the trash all at once. And now, your time's up. My dear husband doesn't like me staying out too long. So now my part in this is over. Here we go. Rosanna! Gray! You bastards! I hope everyone's getting along. Was, Fenner, was? Warum? Das passt überhaupt nicht zur Situation. So, wenn Bro jetzt gerade die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann bitte! Weil aren't you a big bro? Und weg! Schleuder sie weg! Ja, wir machen auch. Oh, das waren schon alle? Ich habe doch nur einen erledigt, dachte ich. Man, I could have sworn Rosanna was one of the bad guys. Me too. Even you thought so, right? Why would I? Those shady dealings for a start. They didn't set off any alarm bells for you. Honey, do you realize people can't read your mind? I told you not to throw your back out. Not what I was talking about, but I'll bite. You really can't stop being reckless, can you? We're all still alive. I don't think that counts as reckless. Now, Guernica. He's the one who was reckless. But then again, even his actions may well have borne fruit. We're back to talking in riddles again. The original idea was for me to stop the hardliners myself, without involving all of you in this. So I'm sorry. I'm sure it was quite a burden. I don't get the thinking here. Surely you could have just asked Gray for help in the first place. Our opposition would have noticed something was up. They'd never have lowered their guard like that. They thought they had me pegged as weak. That's what made it easy for them to bring me aboard. That's basically it. How much did Monica know? Oh, she knows me. When I needed her out of the city, she obliged without a single peep. Some things you have to say out loud, and others go without saying. You know how it is. Nah, I really don't. Well, then one day, you will. Huh. One of those things, is it? Yep. Better get used to it. What? The point of us old-timers is to keep you youngsters on the right path. If you trust us, you don't have to hurry so much to try and understand things. Oh my! Someone's a chatterbox today. Oh, for spark's sake, could you not? All this beating around the bush is driving me up the wall. Why don't I translate for you? He's saying he wants to keep working with you for a long time to come. See, that I can understand. Right back at you, Gray. Nice. Also ich wusste schon, dass sie uns nicht verraten würde.
Aber mein Grund dafür war ein bisschen out of the ordinary. Und zwar war der Grund dafür, dass diese Quest einen gewissen Level hatte, ne? Und dieser Level war unter dem Level der Miyabi-Quest. Das bedeutet, man könnte sie vorher machen. Und die Miyabi-Quest beinhaltete, Rosanna nach Ideen für Gerichte zu fragen. Das bedeutet, sie muss ja auf jeden Fall noch irgendwie in guten mit der City bleiben, ne? Also das wäre mein Grund. Weil kanonisch würde man die Miyabi-Quest eigentlich mit als letztes machen, weil man diese Quest hier machen kann, bevor man Miyabi überhaupt rekrutiert. So. Hatte ich hier eigentlich noch was? Ich glaube nicht. Man ist so selten hier. Sind wir uns sicher, dass das ja keine heißen Quellen sind? Okay. Wir sind weiterhin in Cadencia. Ich weiß gerade nicht, an welcher... Wie ist das Ding? Ye best be ready. I'll know if ye ain't. Die Quest würde ich gerne in Gang bringen. Muss mal auf gut Glück versuchen. Ich nehme mal an... Nein. Kornlager. Ich nahm an, es wäre in der Nähe von dort gewesen, wo wir Triton überhaupt rekrutiert haben. Es wäre für mich hier, aber das ist kein Lager, also... würde ich auf gut Glück sagen, dass ich sein Lager noch nicht entdeckt habe? Es ist nicht das Buchtlager. Wenn ich nicht reise und mal gucke, werde ich es nicht herausfinden. Also, let's go. Auch wenn es das nicht ist, werde ich es dann gleich wissen. I'm gonna put my feet up, if you don't mind. Wie Triton da lag. Hügelwrack. Wo ist das Hügelwrack? Let's bounce. Ist das Hügelwrack überhaupt hier in Cadencia? Oder gibt es hier einfach nur einen Ferronis, den ich nicht, also einen alten Ferronis-Wrack, was ich nie aktiviert habe? Weil ich sehe es hier nicht. Okay, solange ich das nicht weiß... Aber warte mal. Ey. Einfach das Lager. Okay, Atollwrack. Gut, es wird auf jeden Fall irgendwie so eins sein. Aber ich habe fast das Gefühl, dass es nicht mal hier in Cadencia ist. Aber warum würde es das nicht sein? Warte mal, ist nicht das Hügelwrack? Nein, das ist... Wo war denn der erste Ferronis, den ich auseinandergenommen hatte? Ist das die Wüste danach? Das ist das Wüstenwrack. Natürlich, ergibt Sinn. Hügel.
Ich meine, selbst wenn ich mich an keine erinnere... Warte. Kann ich meine Mission durchforsten, um zu schauen, wo ich Feronis-Wracks hatte. Oder wo ich noch welche übrig habe. Also das wäre Klippen. Schlachtfeld Feronis-Wrack. Wrack. Da, Hügelwrack. Naetia. Interessant. Dort. Warum dort? Ha, interessant. Ja, okay, dann hat sich das ja geklärt. Dann ist es nicht hier. Gut. Wer hatte noch was hier in Cadensia? Die beiden. Sie wird natürlich hier gestartet. Isolde hatte... Ich weiß nicht, wo das war, aber ich glaube, es ist nicht hier. Let's walk the path ahead. Together. Ich glaube, es war Pentalis. Nein, es ist hier. Gut, dann machen wir das als erstes. Die Quest haben wir so gut wie fertig, würde ich sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht mehr sehr viel weitergeht. Ich muss jetzt nur noch gucken, wo genau. Oh, oh no! Da kann ich nicht durch. Well, das hat sich erledigt. Dafür fehlt mir noch so ein Field Traversal Skill, glaube ich. Und da es nur einen Helden gibt, den wir nicht haben, wissen wir, was wir dafür tun müssten. Das ist auch noch eine Sache. Wofür muss ich da nochmal hin? Das war Lambda, genau. Lambda. Schade, es hätte sich gut angeboten, das zu machen und dann vorher, bevor ich nach Lambda gehe. Okay. Dann schauen wir mal nach ihrer Quest. The future awaits. Ach Quatsch, ich weiß auch genau, wo es ist. Die wird dann ja sowieso gehighlightet. Okay. Das bedeutet, wir haben jetzt 2 Sachen in Cadensia übrig. Die Rico-Manana-Geschichte ist unbekannt lang. Eine Pfanne. Oh Mann, diese Quest wird groß. That smells gorgeous. Fifi, listen! Hey, listen! So, the other day, right, Mickey was like... Hey, hold on. You can't tell her that. Tell me. Tell me. Oh, she's here! Sorry, Fifi. I'll just borrow you for 1 sec. It's about the flowers for Irma. People keep asking why we don't plant the seeds. We've been kind of brushing it off, saying it's been tough for you, but we're gonna have to do something. Ah! Right. Well, don't feel like you have to rush anything, if you're still working through your feelings. Hey, don't you guys think Tallow and Fifi have been really close lately?
I feel like they've been talking alone a bunch. I think you're imagining it. Then why are you so flustered? Very fishy. No, really, it's nothing. I'm just... You've been more distant ever since Irma died. Aya? To get blunt with you, everyone's a bit concerned, okay? Yeah, we really are. We're all sad about Irma dying too, you know? But it's even worse seeing you getting so down like this. I'm fine, really. So why do you always dodge the issue every time we bring her up? You can't tell me it's not on purpose. Hey, that's enough. It's not enough until I say it's enough. And anyway, we weren't talking to you. That's right. This is about Fifi. Not you, Turkinhead. Why? It's not just about Irma either. We're worried about the future of the colony as well. There's so much we want to discuss, but you're always busy in your own head. Are you sure you can't share with us? I'm sorry. I don't get it. What's going on in there, Fifi? Don't mind them, Fiona. They'll come around, I'm sure. So you're just gonna leave it like this? If they knew the truth, it'd only hurt them more. And then Colony Mew would fall apart. Maybe, but with things like this, you'll be the one who's hurting. I haven't decided what to do about the flowers for Irma yet. I'm going to pay a quick visit to the flower garden, okay? Is she gonna be all right? She made a choice to protect her friends, but it created distance between them. Seems like a thankless endeavor to me. Do you think there's anything we could do, Lance? Well, yeah. I reckon she's forgetting something pretty important here. All we gotta do is remind her. Better get ourselves over to the flower garden. Some relationships changed. Also nochmal, um das zu rekapitulieren. Irma ist ja nicht einfach nur gestorben, sie war der Konsul. So, undercover. Und das ist die Information, die den ganzen Freunden da fehlt. Dann schauen wir mal. Ich nehme mal an, das wird alles ziemlich lokal gehalten, dass wir jetzt nicht mehr in eine andere Region müssen für diese Quest. Außer wir müssen irgendwas besorgen natürlich, was immer mal wieder vorkommt, wie wir heute gesehen haben. Oh, schöner Ausblick auf die Origin. I wanted to change so I could stay together with my friends. But all I do is wallow in my own misery. Just not getting anywhere. I hate this. I keep missing you, Irma. And I hate that too. Oi, Turkin Bun! Huh? You mean me? Who else would I mean? You're the dummy hurting your friends and yourself and then pretending not to notice. It ain't like you. I thought you wanted to build a new future for Colony Mew. I know, all right. I know things can't stay like this much longer. But I'm just so scared. I don't know if I can make the right choices. I feel like I'll make some fundamental mistake, and it's terrifying. Even though we're here. If you can't figure it out yourself, that's when you put your heads together with others. You even think of that? I agree with my colleague here. Though I must point out that putting his head with others may have adverse effects. Watch him. Hey, I know being afraid. Trust me. But a worry shared is a worry halved, yeah? We want to help you, Fifi. Sani, that's so nice. If Manana can lend wing with anything, please say. Manana banana. You don't have to wrestle with everything alone.
Next time you forget your friends, I'm gonna call you Fiona Featherhead. That sounds cute. Manana also want to be called. I'll have to come up with something special for you. Everyone, thank you. Okay, so about the flowers for Irma. Cannot grow flowers for Irma. What was that, Goo? Instead, have to bury this. Gugu asked by Irma. Huh? What's this? Tariku look like key, maybe, but also look super old. A key? But what does it unlock? Didn't you say she used to wander off someplace? Ah. So maybe this is connected somehow. Goo, did you hear anything else? Sorry, but nothing. Irma was woman of many secrets. Well, in an absence of obvious leads, we'll just have to gather information ourselves. If possible, we should investigate the Arithia relay base. Irma was meant to be in charge of this whole region. We may come across some form of evidence there. You think she left us a sign or something? If she'd left anything, it would have been camouflaged at the time. Now, however... The effects of her power won't work anymore. We might see something that was hidden before. Even without leads, should still go. Might discover more about steps of Irma than Fiona knew previous. Someone's being unusually nice. Lance can fix own power frame from now on. What? What did I say? Aw, look. You laughed. That's a good start. Let's go to Arithia relay base and check it out. All right. We'll look for information on the terminal in the data archives, like before. Some relationships changed. Irgendwie sprechen Noah und Mio heute kaum. Das sind meistens die anderen, die sprechen. Nicht, dass ich was dagegen habe. Ja. Gibt natürlich Grund anzunehmen, dass sie irgendwas mit irgendwelchen Kräften getarnt hat. Dieser ganze Ferronis war getarnt und stattdessen hat sie da hinten ein Phantombild projiziert. Und hier war eine ganze Klippe, also eine ganze Felswand. Oben drüber. Es ist also nicht abwegig, das zu denken. Wir schauen mal. Es führt uns ein bisschen weiter weg, aber wir bleiben in der Region. So, I guess there was something. Ich erinnere mich nicht mehr, aber es gab irgendwo an irgendeiner Basis dieses eine Ding, wo ich nicht hin konnte. I wonder what we'll find. We'll see when we get there, won't we? Ich bin ganz froh, dass die ganzen Gegner hier weg sind. Spock das zu, ne? They're coming right for us. Na dann. Oh nein, nicht schon wieder das, wo die alle unten sind. Komm mal ein bisschen näher. Bitte. Lance wird das nicht ewig aushalten da hinten. Wir schaffen ihn erstmal einen Puffer. So, sind jetzt alle hier? Na, Tayo nicht. Wenigstens gehen die Buffs soweit. Ach, das war schon der letzte. Na toll, gerade als ich ankomme. Irgendwie habe ich es gewusst. Ah, nee, war nicht. Ja, dann easy. He got
stop the blood pumping at least. Alright. Was? Oh Mann. They just keep on coming. Hold soldiers off and check terminal. Good call. Go for it, Riku. Riku check? It'd save the most time. Riku not particularly adept at. It's okay. Manana here also. Now Riku really worried. You'll figure it out together. Manana Banana is strong when it counts, and Rickles can keep a cool head. Even if you're not great at something, your friends can always cover your weakness. Here they come. We'll never let them through. Na dann. Mal fokussieren, sie sind stärker als die anderen. Passt ja. Ah, wir haben aber Schwächere in dieser Truppe. Zu schade, dass der die Hut auf sich zieht. So, jetzt sind wir mal einen losgeworden. So, damit ist der Kampf so gut wie gewonnen. Das war der stärkste. Seems like it's over, right? Riku and Manana also cleaned up over here, somehow. A large-scale map of Agnian territories. Must be strategic military information. Sure, fancy. But how do we pinpoint where Irma might have been from this? Please to direct complaints elsewhere. Security much too tight to crack. It seemed locked even more tightly than last time. Seriously? Oh, Sparks. No, hang on. How about here? The map showing a military installation. Huh? But there was never anything there. Is map wrong then? No. The management system is still functional. There's something here. No mistaking it. Then we should definitely check it out, Fifi. Ich finde diese Map nochmal einen Blick wert, weil ich so viel von dieser ganzen Gegend noch nicht entdeckt und befahren habe. Every day's a training day. Ich meine, dem Anschein nach waren wir bei all den großen Sachen. Aber hier auf der anderen Seite noch was ist, wo ich nie gewesen bin. Ist sogar ein klein wenig größer. Okay, dann schauen wir mal. Auch da war ich noch nie. Oh, was ist mit den ganzen Interaktionen dort?
Ich will jetzt hier hin, weil ich hier auch das Boot haben kann. That smarts. That smarts. Ach, das... Ah, Treibgut. Ich hätte nicht gedacht, dass die alle an einem Ort sind, aber okay. Es wird mir echt schwer, den Controller zu benutzen, um den Turbo einzumachen. Irgendwie ist meine L3-Taste ein bisschen broken. Ich hab gerade kurz vergessen, wie ich aussteige. Den Strand muss es sich aber schon immer gegeben haben. There doesn't seem to be anyone around. Na sowas. Wofür könnte denn der Schlüssel sein? It's all new. I'm curious, but scared too. Ihre Konsolmaske ist hier. I'm here for you. Ich glaube, die haben wir nie gesehen. Is this a consul's mask? Smell of mystery very strong in this place. Must be secret base. What's this? Irma's private data. And here, someone else's. It could be the settings she used for her aliases. This may have been her trying to decide what kind of person to become. She also might have needed to disguise herself as someone else when dealing with Kevez. Here's a list of targets for harvesting. And it seems to include Kavesi people. She must have served as consul for Kevez, too. The periods when she disappeared must have been times when she acted as a Kavesi consul. Fifi, how are you holding up? I should have known we'd find something. So why does it hurt so much? It must be really hard for you. You must feel like you're getting knocked down time and again. But still, you've decided you want to know the truth. Am I wrong? No, that's precisely it. I decided I didn't want to forget, even if it hurts. Still, a bit early to be making decisions, though, huh? True, true. We not used key yet. Friend got to keep it together. Fiona already learned they're more in world than can see with eyes. Yeah. Thank you, Rickles. Is this box... A seashell and glass? And some thingamajig. They're from me. Gifts for her birthday. The shell is from when we found matching ones. And this, a charm we all made together. They've been stored carefully. They were important. But she wanted them locked away. Her feelings. It would be a whole lot easier if we just pinned her as bad. Problem is, though, that'd be missing the whole point.
It's hard to sort fact from fiction. That's why we're stuck, umming and ahhing. Have you found it now? What matters? To make it through. She reminded me at the very end. And our promise, it lives within me even now. Friend can keep promise? Yeah. Finally, I understand. Irma. And this? We're just gonna leave it? It will be easier to show everyone, rather than just telling them. So you'll tell him what the deal is? Some won't be able to accept it, I'm sure. But still, for the new colony Mew, we have to be strong enough to face anything, even things we don't want to see. Unless we can overcome that hurdle, I think we won't be able to really change. And that's what Irma taught me. Are you all right? Thanks, Henny. I'm fine. Irma's not with us anymore. But the things that she left for me are many. The colony, my friends, I'll protect them with all my might. Come on. There's a lot to do. Nicht die Sandy. Ja, das erinnert mich daran, dass ich Monster Hunter ja auch I noch see irgendwann some ziehen relations wollte. have changed. Geerntet. Nicht die Kiste. Das sind die Personendaten. Warte, nee, das sind die Handopfer. Die Personendaten. Gib mir doch mal. Nicht die Kiste. Ich kann die Personendaten wohl nicht mehr anklicken. Es gibt nicht mal einen Bad. Da kannst du mal sehen. Warte mal, wie war das nochmal? Okay, wann sie als Konsulin welche Kolonie besucht hatte. Alright. Das war ja recht nah in der Nähe. Aya, everyone. I've got something to say to you all. I'm sorry for the worries. I wasn't sure if I should tell you about Irma. Did something happen? We thought you were just out of sorts. That you were trying to get over her death. There's more to it than that, then. Yeah. I couldn't face it. I just didn't want to see you all hurt. I was only seeing what I wanted to. I think doing that only hurt you more. Hang on. What's this about? You didn't do anything wrong, Fifi. Irma was wrong, but she wasn't the only one. It took some time, but now I know. I want to start again. Work to rebuild it all. I want to come clean. Will you hear my story? I'm a lousy commander.
Sorry. Oh, come off it. We're the ones who should be sorry for letting you struggle alone. It might take some time. Is that all right? Of course. We'll help you shoulder it. Of course we will. We all will. Wow. She sure is brave. For such a crybaby. She was afraid of making mistakes before now. Do you think she's over that? I doubt it'll be that easy. But, so what if she does? At least now, she knows she won't be staying wrong for long. I reckon that's the case, anyhow. Makes you think. We could learn from them. Yeah. Wow. Das ging erstaunlich schnell. I see some relations have changed. So ein bisschen habe ich noch gedacht, da kommt noch ein großer Kampf oder sowas. Okay. Dann wissen wir das Letzte, was hier in Cadensia bleibt. In time of need, we're here to help. Mananas Mission. Dann lass mal schauen. Was war das? Daedalus ist... Es ist diese Insel, ne? Ja, es ist diese Insel und es ist dieser Bereich. Oh Gott. Na, das wird ja interessant. I see some relations have changed. Außerdem habe ich gedacht, die Quest würde Terror ein bisschen mehr involvieren, weil der wurde ja auch ziemlich fertig gemacht. I see some relations have changed. We're sliding down. I see some relations have changed. Every day's a training day. Where's Papa supposed to be? Banana filled with great expect. Don't expect too much. May! Stop that! Oh, over there! Monsters have cornered someone. Let's go help. I'll draw them. Can't let you show me up, So. Ich bin nur ganz froh, dass die levelmäßig ein bisschen auf meiner Range sind. Solange die nicht drüber sind, ist ja alles okay. Oh, der Schrei. Ich bin immer ein bisschen verdutzt, wenn da so eine Explosion kommt, die ich nicht selbst getriggert habe. Oh, Still alive there, mate? are you ones who helped me? That right? Manana and friends come to rescue. Oh, today is good day for meeting Nopon. Well, now it's time to go home. Now it's time to wait. What? Manana has requests to make of Tempapa. Please take Manana as apprentice. Well, thank you for help, but I'm afraid that's impossible. Why? Is it against personal doctrine to take apprentice? I not need disciple, that all. But there another thing. Use precious tool of trade for walloping, that's simply inexcusable. Pot is for cooking, not bashing. Tempapa cannot teach people who disrespect tools in such manner. Mm. But anyway,
Nopon who's so influenced by humans is not good thing. That's unnecessary. Why you two travel with humans? Nopon? No, that irrelevant. But Nopon have always lived at distance from humans. So those are reasons why I not teach you. Manana, understand. The spark is with this guy. What do you say to that? Wait. What now? You say those things after you eat cooking of Manana. You tell by taste if Manana respect her tools or not. Riku! You can at least do that, right? You can't be in that much of a hurry. I accept. Seem like I have no choice. As thanks for helping Tempapa, I go along. It's a done deal. Manana is possible? Manana can! Manana will not waste this chance! We've made some new friends. Na und was gibt's zu spachteln? Manana weiß, was Freund jetzt braucht. Is this what you wanted? Mach mal die Rotglänz-Patzer. Ich bin überrascht, dass ich alles da habe. Hier kommt das im Ärmel. Bitte rasch präsentieren. And finish! What this? This pride and joy of Manana. Please to feast eyes on it. Cerise Caprice Aqua Pazza. This certainly something. Eat while still hot. Yes. How is Manana as cook? Well, did it not agree with you? Oh no! Is Manana a terrible cook? Come with Tempapa. Where are you going? We want to hear impressions of Manana's cooking. No more yak-yakking, just follow. Das ist ein gutes Zeichen, aber den Tisch nehmen wir mit, ja. Where is he taking us? Manana not quite sure, but happy to blindly follow. Ja, den Großen müssen wir umschiffen. Da bin ich seiner Meinung. Jetzt wird's spannend. Hier hinten ist doch nichts. Oh! Stimmt, das Ding habe ich mal bemerkt. Ah ja. Here is House of Tempapa. This is more like a hidey hole than a house. Correct. Nopon must live far from humans. Are you sure you don't mind bringing us here? Well, it's not good, but when this finish, I move house. I bring friends here to say thankings for meal. Cooking of Manana is not bad. Oh! Really? But it also not good. So, it was bad? It not tasty? Taste was not bad, but that all. The problem is cooking utensils and making best use of cooking utensils. Making best of utensils? But food of Manana should already be scrummy. Adequate scrummage. Not great. Not great? Correct. Tempapa cannot allow food that is not great. How can Manana become great? Please teach. It's something that cannot be taught, except
Papa have list of things that friends ought to fetching. So now we're going shopping? And these things will make Manana's cooking even better. Well, first go to see Samon and get particular thing. You know Mr. Salmon? Correct. Item is written on this paper. Samon will understand. Manana and friends go obtain. Other things can we collect? The findings should be. Yes, understood. Riku and friends find things for Tempapa. I've got questions, but if this makes dinner taste even better, there's no way I'm gonna pass up the chance. It cannot be denied that Manana's cooking has been indispensable thus far. Okay. Then let's go and pay Mr. Salmon a visit. Okay, aber vorher will ich den Stream neu starten. Nicht nur haben wir ausgelassene Frames, YouTube zeigt mir auch einen Fehler an und es wird nicht besser, es wird mehr. Gibt Ruckler, auch in dem Video, was man da hinterher ansehen kann, deswegen muss ich mal kurz. Alright, da sind wir wieder. Lass mal kurz schauen. Many thankings in advance for collection of ingredients. Erstmal die Synchronität. Und noch ein bisschen beobachten in der Zwischenzeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, das ist gut. Ansonsten scheint auch alles zu laufen. Gut, die Quest führt uns in die City. Nice, da sind wir hier jetzt wirklich komplett fertig. Interessant, dass dieser Salmon in der City ist, weil der normale Salmon ist ja eigentlich mit einem Fragezeichen die ganze Zeit dort hinten am Schwertfuß. Ich habe auf jeden Fall nichts von dem, was wir hier brauchen. Alright. So, da uns jetzt ein paar mehr Sachen zur Kolonie Lambda führen, wäre das das nächste für mich. Lambda selbst. Ich weiß natürlich nicht, wohin genau, aber Lambda war ein ziemlich direktes Ziel, ja. Also, das zuallererst. Beide Ausrufezeichen sind direkt hier. Aber das zweite war nicht die Izzard-Quest, den habe ich ja nicht bei mir. Das war generell nicht hier. Ja, das zweite nochmal. Es gab zwei Gründe, nach Lambda zu gehen. Der zweite Grund war... Tyons Quest, natürlich. Ihr wollt Miss Fries, kein Problem mit Durchwächen. Okay. Alright, das war jetzt die Nummer 7 Quest. I take it. Ich muss nur sicher gehen. Yes. Und damit haben wir schon wieder eine zweite Quest, die uns in die City führt. Okay. Oh, now I remember. Tiny got that message from Izzard, right? I did. I was thinking now might be a good time to see him. I'm sure you'll have a lot to talk about. We'll be waiting outside. Thank you. I'll try to make it quick.
What's this? This was Nimue's. A lens. A membrane covering an iris. Nimue used this? Yeah. It must have been 5 years ago. It was on an expedition to the Cadencia frontier. However, Kefesi troops attacked at night. My squad was crushed. And I was hurt bad. The one who nursed me back to health was Nimue. Theirs was a curious colony. No one ever fought. They'd spend their days tending Sophronias. There used to be a castle there at one time. But at some point it was destroyed in a great battle, and there it lay in ruins. It was there that I saw some cradles left over from that time. They looked like they would break at any minute. But still, some were making soldiers. Nimue, she was just one of them. The people there, they were like we are now. They lived free of the Flame Clock's yoke. Sir, you say they were like us. So perhaps their colony was freed by Ouroboros at some point in the past. Well, I'm not sure. It looked like Nimue and the others had always been living off the land. Also, they'd been strictly shunning contact with others for generations. Naturally, most people there gave me the cold shoulder. Before long, I journeyed away from the colony, along with Nimue. Nimue left with you? Why, sir? There's a world out there. It'd be nice to see it. I wondered at her motivations, but I think I see now. Now we don't live under the Flame Clock's yoke. We're more free to consider our emotions. Back then, Nimue had to carefully hide the fact that her iris was unconnected to a flame clock. She enlisted a Nopon engineer to make the lens. All so she could live among us. And after that, she became the Nimue you know. I never knew you two had such a connection. Incredible. But why show me this now? Well, actually... What? The leadership want Nimue's colony wiped out? Yeah. We only just heard. A Nopon merchant was able to tip us off. And since Nopon are involved in handling most logistics and transportation, the information should be good. So the brass have pinpointed its location? Could be. You don't have to be so cagey, Commander. Cagey? You can tell it to me straight. Am I wrong? You'd like us to keep Nimue's colony safe? But... Isn't that the reason? Why you've told me this whole story? If you moved to protect the colony, it'd put this place in the line of fire. I've heard. Like how, after the Consul's disappearance and the loss of the Flame Clock, despite sending a report to HQ, you haven't received a word of reply. We reported that it all happened while we lay there unconscious, which is the unvarnished truth, yet still nothing. I understand. Let me run it past the others, Commander. Okay.
Das ist ja interessant. There's something I want to discuss with everyone. Could I have a moment of your time? Ist die Kolonie dann dort beim Eurythia-See? Oder generell woanders? Das wird interessant. Sowas gab es also. Und dieses Schloss. Ich nehme an, Schloss Agnes hatte mal eine andere Position. Wenn da Wiegen sind, muss das hier wirklich ein Hauptquartier sein und nicht einfach nur ein Ferronis. Vielleicht sogar aus Ens Zeit? Wer weiß, er hat sich öfters mal mit dem Möbius gebettelt und ist auch ein paar Mal zu Zed vorgedrungen. Okay, wir machen aber noch eine Pause. Muss aufs Klo. Wir sehen uns gleich. Ein bisschen geht's noch weiter. Ich weiß nicht wie lange, aber... Tayan ist aufgeregt. Er will die Informationen teilen. Er kann es kaum erwarten. Aber ein bisschen muss er noch warten. Ein bisschen machen wir noch. Also, ich denke mal, die Nummer 7 Quest will ich down haben. Weil der wird ja eine Folgequest haben, die ich dann gerne auch noch vorbereiten würde für den nächsten Xenoblade Stream. Und ich weiß nicht, wie lange das dauert. Ausgehend von den anderen kann das schon eine Weile dauern. Deswegen mal schauen. Ich würde die auf jeden Fall gerne haben. Aber auch die Juni und die Tayon Quest, die sind beide sehr interessant. Vielleicht fokussieren wir uns jetzt auf die und lassen die anderen links liegen. Mal schauen. Bis gleich. Every day's a training day. Hear something? Oh, my plumage is everywhere. So, da sind wir schon wieder. Ganz so lange muss Tayon nicht warten. Er kann sich endlich abregen. Wow. Damit. Hab's schon kommen sehen. Okay. Let's rest and heal up. Also dann. Rico Manana als Held haben wir ja. Es muss der Lambda-Ladeplatz sein. Wir sind in Lambda und das ist die Lambda-Kantine.
Das reicht ihm nicht aus. Es muss der lernender Lagerplatz sein. Okay, Taya. Dann sei halt so spezifisch. I've been craving some downtime. Hey, so can we talk? What a beautiful story. Those two must have shared a lot of memories. Like you said, Tyon. Sounds like Ouroboros got involved in the past. So that pretty much makes it our business. Count us in, mate. Saffronia, that's that thingy, right? We saw one growing once. If there's loads of them blooming somewhere, that's something I'd want to see. Huh? I'm shocked. What? I don't like flowers and junk. Manana too! Manana have wished to see flowers! This is unusually proactive for you, Manana. Why so? Ladies and flowers are like peas of same pod! No idea what Manana talk about. But someone have to keep Manana out of trouble. That okay with friend Tyon? Sure. Thank you, everyone. Alright. Aber da wir hier schon ein bisschen in der Nähe sind, würde ich sagen, dass die Juni-Mission erstmal vorgeht. Die auch nicht uninteressant ist, ne? Alles andere als... So. Aha, wir sind nämlich fast da. Aha, da oben. Okay. Passt. Da oben in dem Gebiet hatten wir noch nie eine Quest. Ich frag mich immer noch, was es mit dieser Höhle auf sich hat, aber vielleicht... Okay. Ich glaube, wir haben es herausgefunden. Die gehört zu der Quest. Das ist der Zugang zu dieser Goldkolonie, was? Wir müssen aber noch ein bisschen außen rum gehen. Habe jetzt aber nicht vor, das Pharaonis-Wrack zu machen. Auch wenn es ein schöner Teleportpunkt wäre. Ne. Nein, 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 nein. Nicht so. Oh, egal. Hey there, you lot. Fast as a spark in Rogel. Well, we would hate to keep you waiting. Good man. So where's Colony 5? Wir haben ihn sowas von warten lassen. Easy. It's up on the Loska Plateau. Should see it once you've cleared the cave. What are we waiting for, then? This bloody Merc's giving me the creeps. Uni should cool jets. Guessing in Tiz won't help. You'll be in a tiz in a minute. All he's saying is that we should play it safe. Careful. Right? Correct. Especially if situation involve Mobius creeps. All right. I am actually trying to control myself. If I start going crazy, nudge me. Whoa! Where's the real Uni? I just don't want us dragging our feet, all right? Wird schon nicht passieren. Frag mich, was für ein Level die da alle haben werden. Ich nehme an, die Quest hätten wir schon vor einer ganzen Weile machen können. Oh, that's a rare one. Ja, aber hier waren wir ja schon. Wir konnten noch nicht hier vorbei. Ah, wie convenient. Colony 5 should be just past here, huh? Looks that way. Defenses look a bit tighter than at Lambda. Wenn die Kolonie sich nicht bewegt hat, dann ergibt es sogar Sinn, dass das Tor zu war. Zum Schutz quasi. Bevor sie Goldrang wurden. Wir sind ja einen Monat im Gefängnis gewesen. Und die sind das erst vor 6 Tagen geworden. Aber ich glaube, diese Quest hätten wir schon vorher machen können. Wenn nicht, dann ergibt es Sinn, dass die Tore jetzt vielleicht offen sind. I don't know. Weil die Kolonie zerstört ist.
Also ich will bloß sagen, es ergibt Sinn, dass sie vorher verschlossen waren. Husks. They're still fresh. Yeah, this wasn't long ago. Who could have done him in? Möbius. We can't just leave this be. Lustig, schon die zweite Goldkolonie, die wir sehen. We've got Nur to in be super cautious around here. Trümmer natürlich. Yeah, sparks, but I've got a bad feeling about this. Aber in jedem Fall war es eine Kevis, Time to do the right thing, eh? sag schon, eine Kevis, Kolonie. Für welche Kolonie sammeln wir eigentlich Sympathiepunkte? Vielleicht ist sie ja doch noch intakt. Das ist auf jeden Fall eine komplett neue Kolonie. Der Level startet jetzt erst. This is fate too, huh? We can't just leave this be. May you sleep peacefully. Ich mag den Remix der Melodie, die wir da haben. Noah, these marks. Considering their elevation, it can only be... Right. Only something as big as Ouroboros or Moebius could make these. Sie leben noch! 46, ja. Das ist eindeutig vor der Level Range von dem Schloss. Stand fast! Cease combat! Yeah, you're Boliaris, right? Ethel's man, from Colony 4. Yeah, that's right. Then you guys... you couldn't be... Couldn't be what? No, can't be. You aren't friends with that monster, are you? With what monster? Thank the flames. Huh? It happened so fast. First, the commander was promoted to gold, and the night after that, that thing came. You could tell it wasn't Agnian. Nothing native to these parts. Could tell at a glance. It was cackling, having fun cutting our friends to shreds. That'd be Moebius. Has to be. Yes, but why attack Colony 5? We came to find that out, right? Think. Must be a reason. And the colony? How's Osolia?
no clue. We were in such a hurry to save our skin, scrambling for a place to hide. Then you guys showed up. Right. Well, she can't be all that far off. Shall we? Spark, yeah. And if any Mobius mudders are there, we mess them up. Yeah. Looking at these guys, they don't seem under Mobius control. But that makes them targets we need to protect. No argument there. Who are you guys? You're working with Agnes. Once we're done here, I'll tell you all you want to know. It'll blow your mind. Okay, let's get a move on, eh? Before we do, we should escort these guys somewhere safe. Some of them are wounded. Ah, too true. Definitely don't want them in combat. How about the cave entrance? They'll be safe as castles. Cave entrance, huh? Yeah, that'll work. We owe you. Alright. Der sieht die sehr ähnlich, aber es ist nicht die. Die Kopfform ist ein bisschen anders, außerdem die ist tot. Aber es ist definitiv einer nach seinem Geschmack. Mal sehen. Was für Buchstaben hätten wir noch? S wäre eine Möglichkeit. These weren't here before, were they? No, they weren't. Have they been drawn by the husks, maybe? Das stimmt. Aber sie bekämpfen uns zum Glück nicht. V. Wir kennen V von vor 1000 Jahren. Der Scharfrichter würde passen. Bestimmt genauso blutrünstig wie die selbst. Und wir haben nie seine Möbiusform gesehen, also das könnte er sein. Ich weiß nicht, ob wir jemals einen Konsole L hatten. Oder F. Natürlich hatten wir keine A, also das fehlte noch. Mal schauen. Is that? We're almost out. Wir haben aber einen zurückgelassen. Yeah, once we get out of here, we should be safe for a while. Oh! Wir sind zum Supply Drop geworden. So, ich sammle aber den letzten ein. You lot sit tight here. We'll press on to Colony 5. Thanks. It's really us who should be going, but how can we ever thank you? These guys are doing all the fighting. Thank them. I'm just along for the ride. Oh, cheers. Come on. Anyway, you just leave finding Orsolia to us. All right. Huh? Is that? Dann schauen wir mal. Je nachdem, wenn welche leben, wird er immer noch da sein. Und ich finde es lustig. Goldrang promoted, direkt am Tag danach angegriffen oder in der Nacht danach. Das ist jetzt 6 Tage her, laut der Narrative. Also, wie lange kämpft er gegen die? Das finde ich ein bisschen unglaublich. So wie das alles bei Unis Kolonie damals wirkte, geschieht das sehr instant. Aber dieser Mobius ist vielleicht einfach sehr viel schwächer. Ich meine, die war wahrscheinlich schon ziemlich stark. Wir haben kein wirkliches Power-Scaling, aber ich nehme mal an. Oder vielleicht ist diese Kolonie hier einfach stärker. Vielleicht liegt sie an Orsolia selbst. This is something decent, right?
Huch. Wo sind wir hier denn jetzt reingeraten? Damit. Ich habe den Schatzabzweig verpasst. What are you hiding, little guy? Tja, Banana. Banana. Huh? Is that? Nothing good's gonna come of this. We better prepare for the worst. Let's just hurry. It's too soon to assume the worst. Und ein Baum geht hier durch. Außerdem ein einzigartiger Gegner, den ich noch nicht bekämpft habe. Also das ist schon wieder Morel-Fahrzeug, ha? Lustig so weit im Baum. Das muss wohl an der Verschmelzung liegen. The only way is through. Nochmal natürlich. Äpfel ist der Blutsauger. Ich muss ja sagen, innerlich habe ich nur Mio schon dafür verflucht, dass sie durch die KI einfach in Euro gehen. Aber wir machen so viel Schaden, das ist nicht schlimm. Soll es gleich sein. Hat er verfehlt? Er hat eindeutig verfehlt vorhin. Bei dem Schaden, das hätte ich gemerkt. So, Doppelstoß. Undoppable. Okay. Interessant, interessant. Und da sind wir. Ich sehe tatsächlich eine Lichtung. Aber der Kampf ist vorbei. The flame clock! It's still glowing! Oh no. Almost empty. There really can't be a lot of soldiers left. Osolia! You dolt. X. You killed her. Nette Sense. I wish I'd known you were paying a visit. I'd have found a much more practical use for this thing. You're X. Been a while, hasn't it, friends?
Oh. And this is... well, he's just some underling, so I don't actually care. Anyway, I count myself lucky. I mean, you popping up while we render judgment. A judgment, is it? Oh, did they actually work it out? Work it out? Oh, what? You didn't? Way to get my hopes up. I thought you came because you worked out what's going on with the colony ranks. With the ranks? Yes, the ranks. Metal Gear. You've been so desperate to raise them. Just for a bit of comfort, you snatched away the lives of your enemies. Are you gonna get to your point? Come on! Ugh! Are you some kind of idiot? I mean, I've laid it all out for you. Just think a minute, it'll come to you. Snuff off! I'll make it so you dopes can understand. Are you ready? Taking notes? It was us who made up all the colony ranks. Good old Moebius. What? First, we have the lowly dirt. Then there's tin. Tins go up to copper. Then you get iron. After that comes steel. Then you get the badass silver. And finally, you've hit the top, gold. You've been falling over each other, trying to kill each other day by day. But why? What did you even make the ranks for? Because what else is gonna motivate you, eh? What? You humans, you need some kind of goal in your little lives. You want to give your blades an upgrade? You want to eat some nice food? Or you want to live longer? You evil! All we did was give you those goals. And while you're trying to rise up, your life force grows brighter, so shiny. Isn't it wonderful? But then, once you've reached the top, there's nowhere to go but down. And that's no good, is it? Then it's harvest time. One last gasp of defiance. Then we take what's stored up at your life's end. So then, you're saying the gold rank's nothing but a sham? I just told you, it's to motivate you. Oh yeah, you motivated us real good. You forced us to fight without ever knowing the truth. Huh? What are you even... You've done a good job tearing the place up yourselves. Nobody's ever forced you to do anything. You guys, you like a spot of murder as much as anyone. There's nothing to like about it. How could anyone like it? We live in fear, knowing nothing but fighting. We wanted to reach gold, so we wouldn't have to fight. But you took even that from us. Because you're idiots, surely. Just think about it real hard for 1 second. Who gave up the right to think for themselves? You did. What a load of crap! You're the ones who never left us any room to think about our actions! You haven't got 2 neurons in your heads. All you have are the things we gave you. And you have the gall to complain? Arsehole! You ain't getting away with this! How can our lives mean so snuffing little to you? Uni! She just goading Uni to make feathers ruffled. Keep it frosty. But she's... False. She's scared of Ouroboros. She want mistake making so she can give friend the finisher. You think she's scared? You. Smart cookie, aren't you? I was told Nopon aren't supposed to interfere. Maybe they were wrong. Well, whatever. It messes up my plans just a little. But I think it's about harvest time. I'll take every last spark. Okay, colony info updated. Interessant. L! Yay, wir hatten noch keine L.
SSL. So, okay, ja, Lebensenergie, natürlich, für die Mobius. Ist ja ganz klar, dass es so funktionieren würde. Wir messen daran an dem Level von denen und wie das X von Noah eingesetzt wurde. Nehme ich mal an, wir konnten diese Quest natürlich, ja, so wie wir initiiert haben, schon machen, bevor wir Kapitel 5 abgeschlossen haben und X wirklich kennenlernten bei dem Gefängnisausbruch. Ich nehme an, der Dialog hat sich deswegen gerade so abgehackt angehört bei diesem einen, als Noah X sagte, weil eigentlich kennt man sie nicht unbedingt. Und dann wirkt es auch ein bisschen besser, dass sie nicht Angst vor uns hat, weil sie noch nicht gesehen hat, was wir mit N gemacht haben und so weiter. Na wobei, vielleicht hat sie sich ein bisschen gefangen. Immerhin müssen wir X noch einmal konfrontieren. Was natürlich bedeutet, sie wird hier nicht sterben. Oh, irgendwie habe ich das gerade sehr hirnlos gemacht, aber okay. Passt schon. Das ist ganz interessant, dass es so laufen kann. So, wir kommen auf jeden Fall nicht auf... doch, wir kommen auf 150. Geil. Ich hätte nicht gedacht, dass X mitkämpfen. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so eine geile Sense hat. Was ist denn bei der los? So, 9 TP für jeden bedeutet, er ist natürlich golden gerade. Wir sind auch auf einer Attacker-Rolle. Ich würde trotzdem sagen, dass er als zweites geht. Wenn wir die beiden vorschicken, wird Tyon sowieso den Bonus bekommen. Was eigentlich eine sehr gute Kombi ist in diesem Fall jetzt. Um 150 zu garantieren. It's time he takes an L. Huch, was? Ich habe einfach gedrückt. Nicht sehr smart. Aber wir können das Ganze noch zu unserem Vorteil ausnutzen. Wenn wir die beiden reaktiviert haben. Wir müssen nur Lance vorschicken. Ah ja, dumm. Jetzt kriegt er ja nicht den Bonus. Egal, die 150 wollte ich, die kriegen wir. Schade, wenn der Tyon zur Auswahl gewesen wäre, hätte ich lieber ihn gemacht. Jetzt, so wie es läuft, muss ich Senna oder Mio nehmen. Oh, die packen schon leider in die 100. Achso, stimmt, sie kriegen ja keinen Bonus. Wir geben dir ja quasi nur weiter. Dann machen wir das mal so. Das kommt insgesamt auf mehr hinaus, als einen Heiler zu nehmen. Und dann Tyon nachzusetzen. Alright. Ich bin nicht gerade schockiert, dass das nicht gereicht hat. Ich habe sie auch, wie gesagt, gerade nur so ein bisschen hirnlos aktiviert, genau wie Lance selbst auch. Innerhalb der Kette. War ein bisschen abgelenkt durch mein ganzes Rambling.
Das war's für L. He takes that. Oh, wir mussten X gar nicht besiegen. I think you're starting to get the hang of this. Killing Mobius and all. Cheers for the compliment, but I'll tell you one thing. I ain't doing this because I like it. I'm just doing this to survive. You don't change. You're still just a grunt. You're desperate to kill, just because you're afraid of dying. That's where you're wrong. This isn't just for me anymore. A lot of people's hopes are riding on this. So now, I ain't afraid. I'll carry these hopes as far as I can, until we've made the world how it should be. Oh? Well said. All right. How far can you take this? Guess I'll wait and see. Oh, look! Just can't wait to escape, can you? Well, of course. I'm a busy girl after all. Can't spend all my time playing with you. Bye-bye! Beim nächsten Mal. Direkt vor Z werden sie und Y interlinken und dann sind sie Geschichte. Ganz bestimmt. Huh? What's it all been for, eh? All of our fighting. We struggle on and on. But at the end of the day, it never ends. As long as we live, all we can do is fight on. That's not going to change. You saying there's no escape? Depends how you look at it. Sourcing ingredients and growing crops. You'd call doing those things a struggle, wouldn't you? You say some weird stuff. Fight, struggle, they're just words. And what's important is not the words, it's what you do. Innit? What's inside's the most important thing. You know, I think I'm starting to get it. I've got you, Ethel, and all the others to thank for it. So, you're not afraid anymore, then? We're the same as everyone else. We're not perfect. Even now, we still feel fear from moment to moment. And still, you'll go on? Yeah. We want to make sure we'll walk the path we want to. Just like Ethel once did. No matter where it goes, right? Ich nehme an, hier haben wir einen der Gründe, warum man Rico und Manana in der Party haben muss. Obwohl sie sowieso immer dabei sind. Weil man sonst vielleicht irgendwie in Trouble gerät, weil man Effe gerade dabei hat, die neue. Und dann so, hä, was, wie ich, wollt ihr mir mal erzählen, wie mein anderes Leben war? Alright. Wir haben sie schon mal demaskiert gesehen, X. Y natürlich schon vorher, aber als Nia von der gesamten Origin-Geschichte erzählt hat. Beziehungsweise, war sie es? Nee, ja doch, das war sie. Das war nicht Melia, das war Nia. Da haben wir sie schon demaskiert gesehen. Hat genau dieselben Gesichtsmale wie Z. Natürlich nicht dieselben. Ne? Nicht dieselben. Nicht dieselbe Anordnung. Aber sie sind gleich. Dieselbe Blässe. Dieselbe Haarfarbe. Genauso wie Y. Und sie hat ein X da an ihren Haaren, was ein bisschen wie Schmetterling aussieht. Also ja. Man merkt, dass sie auch auf dieselbe Weise geschaffen wurde wie Z. Ich denke mal, wenn er ein Konzept und keine Person ist, dann wurde er geschaffen. Ich glaube, das haben wir auch schon bestätigt bekommen. Ich erinnere mich gerade nicht ganz, aber ich glaube, das hat uns Melia erzählt. So, okay. Die nächste Sache wäre für mich Tyons Quest, die ich unbedingt machen will. Ansonsten müssen wir für Nummer 7 in die City. So, ansonsten sind wir generell bei 4 Quests, wobei wir noch nicht alle angenommen haben. Die zweiten Quest werden wir heute, glaube ich, nicht annehmen. Lass mal
kurz schauen, wo denn das Onsen wäre. Cadenza. Das stimmt, hatten wir ja festgestellt. Warum bin ich denn da nicht hin? Vergessen. Na toll. So, das ist es. Klingt auch sehr interessant, die Quest, deswegen... Wo wollen wir da hin? Ah, wir sind schon richtig. Es war nicht Lambda, es war... Es war Lambda. Stimmt, wir haben es besprochen, da sind wir einfach abgehauen, obwohl wir nochmal hier bestätigen wollten. Oder beziehungsweise wir wollen herausfinden, wo diese Kolonie ist. Thanks. I'm sorry to involve you in this. Don't worry. We all agree that this is something we should do. It's a while since we first got thrown together. We're used to this by now. And, you know, we want to see Sophronia's. It was me. I'm the one who threw Nimue's life into chaos. I should have just left her where she was. Commander. Kion. Sir? If Nimue's been reborn, if she's in that colony, keep her safe by any means. This time, I want her to follow the path she was meant to tread. Yes, sir. I promise. I don't get it. Why doesn't the commander just come along? He's got no choice, right? He might get the attention of the castle or something. Oh, guess so. That's not all, I think. Hmm? I'm sure he must be scared. If he meets her again, he might end up behaving the same way towards her. Is that a bad thing? No, I don't think so. But I do understand how he feels. Yeah, I definitely hesitate. It's not just about himself. If I hadn't been so careless, the commander wouldn't have to feel this way. You're not still thinking like that, are you? No. I'm just... You just what? Looking back all the time never helped nobody. Look, I know. Right? Come on then. Uni. Huh? Okay, sorry. I know you're right. Alright. Cadenza. Na, was für ein Wunder. Es ist wirklich Balefieria. Alright. Wir haben uns schon beide Quests dahin führen. Dann meinetwegen. Dann kommt Isod aber doch theoretisch mit. Ach stimmt, ich weiß, warum ich da nicht weiter konnte. Ja. Ja, stimmt. Ganz vergessen. Aha. Ort, wo ich generell noch nie war. Hätte man die Kolonie vorher schon finden können? Bestimmt. Dann wäre es wohl besser gewesen, erstmal die Nummer 7 Quest weiterzuführen, ha? Na egal. Ist halt 1, 2 Teleportieren mehr. So ganz optimieren muss man es ja auch nicht. Kriege ich jetzt mal einen Turbo-Boost? Der Controller will nicht. Ah! Da ist er. Jetzt hat's geklappt. So, Kion. Feeling the pressure yet? No, why would I be? I'm fine.
There's a Pharaonis here. Looks like it's trying to clear away the Earth. No sneaking through with this big thing in the way. I think we found the enemy force the commander mentioned. Manana not see any people. Whole unit made up of Levnesses. Much weirdness. Hang on, look. A console. They haven't found us, have they? No. I don't think they've spotted us just yet. This one might have different abilities than that K guy. Guess that's a thing. But why have only Levnesses? I can't fathom what this Mobius can do, but they're about to wipe out an allied colony. They'd have a fun time explaining that to soldiers. True, true. Let's hurry. All that digging will take some time. If we can bypass this unit, we should be able to beat them there. Let's do that. And make sure we don't get spotted. Ready? Whoa! Check this place out! We can stay undetected this way. Kolonie von V. Das ist also Faul. V. Entschuldigung. V. V. Der Scharfrichter, den wir jetzt schon gesehen haben. Bei der Chris-Quest. Bei der, sag schon. Ashira-Quest. Das ist er. Er lebt also noch. Und wir wollen ihn jetzt erledigen. Nice. Schön, dass wir ihn noch sehen. Jetzt frage ich mich aber wirklich, ob wir schon mal ein F oder ein C hatten. Allmählich wird es ja knapp mit den Konsolen, die wir noch irgendwo haben können. Zum Glück benutzen die etwas sehr Großes, um hier durchzukommen. Das wird eine Weile dauern. So, ich kann das ganze Zeug hier links liegen lassen, das passt schon. V ist aber auch derjenige, der zugelassen hat, dass M die Heimkehr einführt. Vor 1000 Jahren. Wir wissen also, V ist auf jeden Fall super alt. Das ist nicht der richtige Weg. Wie gehen wir dann vor? Einfach drüber? Könnte klappen. Tatsächlich. A fight? Agnian Autolevs, is it? But who are they fighting? Could it be? So it would seem. Let's help them. Roger! Na, schau mal an, die Moe ist dabei. Alright, erstmal Armadillo. Und Armadillo 2. Oh, Senna ist down. Alright. So, Senkerstufe 2 reicht aus.
So. Nimue! Ma'am. I know it's hard for you to believe us, but I promise you, we aren't lying. Can we really trust you? Nimue. Huh? I mean... These Levnesses were unmanned. It's likely they were a scouting party. The main force, they're drawing near. Very well. I'll choose to trust you. However, I do not speak for our entire colony. The others will decide on their own. Follow me. I'll take you to meet our chief. Chief? I can't believe Nimue's here. I don't think Tywon's mind's on the job. Also, die Leute hier müssen ja auf jeden Fall vom Kreislauf der Wiedergeburt wissen. Weil wenn Nimue vor 5 Jahren weggeholt wurde von Isurd und dann, keine Ahnung, vor 2 Jahren gestorben ist, gibt es auf jeden Fall noch welche. Auf jeden Fall, da sie ja nicht kämpfen und erst nach 10 Jahren sterben, die sowohl die alte als auch die neue Nimue gekannt haben. Zu 100%. Also müssen die darüber Bescheid wissen. Allein durch sie. Wenn noch, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob die alle in deren Wiegen wiedergeboren werden. Sie haben ja Wiegen direkt dort. Das ist sowieso eine Sache, die ich mich gefragt habe. Wenn Ethel jetzt nochmal sterben würde, würde sie wieder in der City rauskommen oder irgendwo in Kevas? Aber ich nehme mal an, die sind immer an eine Wiege gebunden. Das würde zumindest erklären, warum Nimue hier ist. Und ich glaube, es geht so ein bisschen auf diese Frage ein, diese Quest. Es gibt so einige Logikfragen, die ich mich im Laufe der Zeit gefragt habe. Und diese ganzen Quests, die wir heute machen, gehen so Schritt für Schritt immer wieder so ein bisschen auf diese Dinge ein. Diese unausgesprochenen Fragen. Warum müssen es denn diese Korptule immer sein? Die sind so dämlich aggressiv. Kein anderes Monster auf diesem Level würde mich angreifen. Sir Tyon, was that your name? Oh, yes. No, sir, though. Just Tyon. Tyon. Before, you called me Nimue. How did you know my name? Well, you see... Right. Your dog tag. On your... Dog tag? What? Tyon. I guessed. I'm told I have great intuition. Guessing a name for me, it isn't even a challenge. Wow, is that true? Yeah, you bet. Oh, this is doing my head in. Just go and tell her. Oh! Great idea. Not. By the way, Nimue, you're the reincarnation of my old boss. Who's gonna believe that? It sounds crazy as all spark, dude.
Uni, we've had a lot longer to get used to all this stuff, remember? Hey, something funny, love? Nothing. You're being very uni, but I like that about you. Oi, what's that supposed to mean? Uni is as uni does. Besides, I think it's not just a rebirthing thing. He's feeling the same as Izzard. Tyon is. Poor fella. Your blade. Huh? I have the same. Oh, that's true. You're the one who taught me. I did? No. I meant someone who looked like you. Yeah, her. Right. What's wrong? You all came from outside, didn't you? Yes. What's it like out there? This place is all we know. We're not allowed to leave. It's forbidden, you see. Honestly, it's not all that wonderful. A world of endless war. People taking each other's lives away. Yes, it's a pitiful place. Still, even so, I want to go. I need to see it. A world wide open. You'd have to fight, too. But you're not like that, are you? Huh? It's a sad world, but you're trying to change it. Am I wrong? Well, If there are people like you in that world, well then, I'm sure it's wonderful. And that is what I want to see. Ob ihr kalt ist mit dieser eingefrorenen Hand und mit diesem Horn auch. Oh dear. Better leave him be for a spell. Oder ob Tyon warm ist, beziehungsweise Kamoravi mit dieser flammenden Hand. Kamoravi erst recht mit dem flammenden Haar. That smarts. Ich nehme mal an, die Kolonie wäre versperrt gewesen, wenn man vorher versucht hätte, hier ranzukommen. Whoa, got a rare doodah right here. Pretty. Glad you like them. They're nearly in full bloom. Give it 3 more days, and they'll be covering the whole cliffside. Wow. Now that I want to see. Yeah! The chief is over there. Let's go. What kind of place is this? Vergessene Kolonie, ja, aber das Schloss. More colonies added. Looks like colony relations have changed. Ich hatte gehofft, es zu erblicken und vielleicht herauszufinden, was für ein Schloss das war. In Xenoblade Chronicles 2. Ich weiß, die Bäume blühten in Uriah.
Aber die Schlossform sagt mir nichts. Super viel sieht man auch nicht. Whoa. It's so pretty. Just like the image Nimue showed me. Jetzt weißt du, woher sie es hatte. What kind of place is this? Oh, Mio ist ganz aufgeregt. Stella, huh? I thank you, kind outsiders. Though, I'm afraid we will not be leaving this place. But why? There are troops on the way coming to kill you. You don't expect to just beg for your life. Chief! Since ages past, we have prospered in this land we call home, even knowing war rages on constantly in the outside world. If that war is to reach our land, then I'm happy to accept our fate. Or you could call it our punishment. Punishment? Outsiders. As thanks for assisting Nimue's team, we prepared chambers. However, that is only for tonight. Tomorrow, I would ask you to leave. We must follow the path which fate has set for us. Good to add more names. Und die wollen nicht wenigstens, dass wir sie beschützen, wenn sie schon hier I see bleiben? some relations have changed. Das ist interessant. Is this place a crop-growing colony? You barely ever see any of these in Keves. Seems like a nice way to live. It's warm. They live in comfort. Yeah. How could they deserve punishment? What's this? I think this was from another me. Remember the battlefield at Cana? I found it there. Back there? Is Nimue different from before? No, she hasn't changed. Same old Nimue. Well, maybe it's the same with me then. Wait, hang on. Do you reckon the past me was more like her? In what way? Elegant, graceful, refined? No way. You'll be the same no matter how many times you're reborn. Oh no, sorry. I didn't... What I wanted to say was... I don't suppose we could change. But you know, some things are different sometimes. Huh. Because this time round, we're Ouroboros. Things will be different. We're with you, Taion. Uni? I didn't expect encouragement from you. Well, you do make a good cuppa. Und da haben wir es wieder. Das wird heute so oft angemerkt. Auch bei Shara. Aber muss man sagen, es ist interessant. Wenn wir diese Quest hier vor der anderen gehabt hätten, wo Taion sagt, ja, ich kenne diese Sache an dein anderes Ich aus deinem Gedächtnis, Erinnerung,
Wäre das dann, weil er verheimlichen würde, dass sie es ihm im Vertrauen vorher gesagt hat? Als einzigen? Weil auf diese Weise weiß ja schon die ganze Gruppe darüber Bescheid. Und sie hat dieses Ding ja auch öfters rausgeholt. Ich nehme an, diese Quest hätte man eigentlich vorher machen sollen. At this rate, it's going to be up to us. Can we manage? There's plenty of them. No people, though. Maybe we can just let rip out here, then. I mean, I guess so, but... If we don't, this place is done for. Only one choice left to us. Right. Na, wird es bei einem Angriff bleiben? What's that? Time for a tea break? Das wird der Foronus sein, den die Kolonie erstmals hatte. Für alles, was wir wissen, hat die noch eine Flammenuhr. Tyon? What's up? It's just this Foronus. A flame clock? Oh man, and it even works. It's just a flicker, but still. Is it this colony's life force? No, I don't believe so. It's ancient, so it must be a malfunction or something. Remember, the people here aren't part of the flame clock system. You make a good point. I've got it! All of this! It's this thing's fault! Huh? What is? It was really bothering me. This place has been safe all this time. Why is Moebius just now taking notice? This is why. For whatever reason, this decrepit Foronus has come back online. That's how they found out. Indeed. After all this time, it's bad luck for the people here. Tyon? Riku, do you know much about Foronuses? Silly question. Maintaining Colony 9 for Foronus was one of many jobs of Riku. Oh yeah, right. That sure kept you busy. That's perfect. Then could you take a look at this? What for? If it still happens to work, we just might save this place. No way. So what if we get it to work? This thing's fighting days are done. It won't have to fight. We're going to play a little trick. Trick? Ein Signal? Weil ansonsten es löschen würde nichts bringen. Es ist ja schon einmal vernommen worden. Mann, Colony 9 ist echt aufgeschmissen ohne Rico. How is it? Friend was right. Foronus can still move. Drive works barely, but Riku think it will run. Can you repair it? If we find several parts, then possible. How long do you need? Friend telling Riku to hurry? Well, mechanicists of Riku's talents can do this in 30 minutes. Can we get our hands on these parts in time? There are lots of Foronus and Levnus wrecks sprinkled about here. Must be something Riku can use. Understood. Start making preparations for repairs. Let's split up and search for the parts we need. Sure. We'll handle it. Okay. Wir machen das. Bewegen den Foronus. We need the 3 kinds of parts and an ether cylinder. Den haben wir ja wohl. We can confirm them by Iris later. Und zum Glück ist alles hier. Und dann erledigen wir V und seine mobile Kolonie. Die ja schon hier ist und auf jeden Fall von uns weiß. Meinetwegen an Ort und Stelle, wo wir den Foronus hinbewegen. Wenn er ein Fliege-Foronus ist, kann er ja easy raus. Dann muss dieser Ort hier nicht mal unter den Kampf leiden. So.
Also ziemlich nah beim Eingang. Mal sehen, ob die schon weiter vorgedrungen sind. Nö, kein bisschen. Und vor steht doch immer noch da. Schon wieder einer mit einem Cape. Es gibt doch sehr viele Momios mit Cape, wie wir heute feststellen. Fast alle hatten einen. Looks like a pretty rare specimen. War da noch was? Tatsächlich, jetzt zählt die Ätherzylinder. Ich habe die neuen. That monster just dropped some coral, didn't it? Na, was für ein Glück, dass die jetzt hier sind. But you're in our way. I'm so ready for this. Heal harmony. Wide open. Thanks, Riku. Bring it on! Oriole, Puffle. They say the half of it. We're unstoppable with you around, Senna. I'm All right. the girl with the gall. Oh, this'll be over like that. I'm ready. Let's do it. Keep it up, Neo. No flash. They broke away. No flash. Me. Things are building up. You see me in action, Mimi? Is the answer. Sure I did, Sana. You look great. Say anything is not perceptive. Right. No flash. Me. No flash. They broke away. Final set, Princess! I know just where it hurts the most. Just as planned. Did you see me in action, Mimi? Sure I did, Sana. You look great. Alright, das wäre dann wohl so ziemlich alles, was? You're going to fight? Not quite. We're, Tyon, I want to fight too. no way. I'm not letting you get mixed up in all this. So you really are going to fight? Ah, You could get hurt. If someone dies, I couldn't take it. Sitting here pretending none of that is happening? I understand our chief's feelings. It's thanks to her that we've lived in peace this long. But there's a war going on in the outside world. There are many who don't want to see it, or wish it wasn't happening to them. Yet, you've come to us following your own path. And that is real. It's how the world really is. Nimue, Please. all right. I'll allow you to watch us while we're fighting. But, under one condition. That is? When we first came here, it was like an awakening. There are still beautiful places like this in the world. We have to keep this place safe. That's what we're fighting for. Once you've seen how we do things, promise me that you'll protect this place. That fight belongs to you. My own fight. Yes. You have a deal, Tyon. I'll watch all of you. How you fight. I'll burn it into here. Riku done. Time to light fire.
Und schon wieder eine neue Melodie. Brilliant! It worked! Hey, was it meant to float away? Yes, it was. Huh? Riku, did you input the coordinates? Of course. Riku fed Veronis numbers just as directed. What's going on? We've made ourselves a lure. A lure? Now I get it. That thing's gonna lure in the Mobius and beat it up. They know about this place because of that thing's flame clock. As such, Mobius are probably watching out for that Veronis. So we'll make the Mobius think that the Veronis sense their approach, and that it's going to attack. Honestly, I would give it about 50-50. Let's hope this particular Mobius is a complete fool. Anyone remember P? And then we can all swoop in and rinse this mudder. Gotta love a nice and simple plan. What happens after we beat them? Won't they end up coming back? As long as the Veronis is there? I haven't forgotten about that. I've got a little something in mind. Thank you, Tyon. Between us, we'll make it work for sure. And keep the Sophronias safe. Alright. Und jetzt ist es schon weitergewandert. Ich denke mal, das alte Schloss ist sicher, weil das hätte ja theoretisch auch noch eine Flammenuhr, die online gehen könnte. Keine Ahnung. In Lefaria gab es kein Schloss. Es wird wahrscheinlich so ein Fliegeding gewesen sein wie Agnes Castle. Vielleicht sogar einfach nur eine Version davon. Oder Cloud Keep. Die Dinger sehen ja alle ziemlich ähnlich aus. So, gehen wir nochmal rein. Die sind weiter vorgedrungen diesmal. Die gehen wahrscheinlich immer noch außen rum. Der Konsul steht aber immer noch da. Der wartet auf seinen dramatischen Entry. Ja, ich glaube, das ist unsere Fall. Wo ist deren Veronis? Ah, der steht auch schon bereit. Nice. Obwohl er nur Autolefs hat, hat die auch eine Flammenuhr. Interessant. Na, ich schätze mal, sie wollen die Lebenskraft von den Gegnern, die sie verprügeln, nicht davonkommen lassen. Dafür sind ja die Veronis so. Er wird aber bemerken müssen, dass die Flammenuhr da ziemlich erloschen ist. Wait a minute. Ich sollte eigentlich da oben bleiben. Okay, dann beachtet mich mal nicht, während ich da nochmal hochkletter, Leute. Dammit! Ich kann nicht! Oh no! Dann halt nochmal laufen. Oh no! Das war dumm.
Irgendwie habe ich nicht realisiert, dass der Marker nicht da unten war. V der Scharfrichter. Naja, ehemals. Seine Funktion hat er seit 1000 Jahren nicht mehr ausgeführt. Na, wer weiß, vielleicht hin und wieder hat er Leute abgeschlachtet. So wird er wohl diese Kolonie hier gegründet haben. Das war wohl sein Part im Hobby, nachdem er nicht mehr alle abschlachten durfte. Um wenigstens noch ein bisschen was zu machen. Assassine werden. Auftragsmörder. Is it go time? Tyon! Here we go. Great. This guy really is an idiot. While those Piranhas are busy fighting, we'll move in from behind. We'll hit them where it'll hurt them the most. The console. Got it. Mit so einer automatisierten Truppe ist alles andere vielleicht sogar egal. Well, let's go beat some sense into that dumb Mobius face. We'll take him down for sure. Dieser Piranhas ist doch... Dieser Arme, das ist doch so ziemlich dasselbe Piranhas wie der von Kolonie Tau. Nicht derselbe, denke ich. Aber sehr ähnlich, ne? Er hat auf jeden Fall solche Arme. Das sind ja die, auf denen wir klettern können. Es wird nicht derselbe sein, weil wir bis jetzt alle ein Unique Design hatten. Aber Inspirationen wurden gezogen. Also dann. Der steht auch wirklich einfach nur da, ne? Ah! It's you lot! Wait! Is it a trap? Sorry about that, mate. Turns out you had a bit of a brain fart. Nice one. Oh! Ah! Impossible! Could I really have been fooled by these peons? My mighty self? Ridiculous! Not a chance! This just isn't happening! This guy's in serious denial. Anyhow, looks like he's genuinely clueless about Nimue and the others. Promise us you'll turn around and go back the way you came, and we will let you go. Give a message to your masters, if you even have any. Tell them exactly how you fell into our trap. What? You think I'm some lonely errand boy? Stop your messages! I'm all about the streaming! And I will enjoy yours before the day is through. That's why I am Mobius! Why are they all so gross? I will never turn back! I will get through! I will fill this valley with the echoes of your dying screams! Auch nettes Design. Wow. Schön slick. Dann bekämpfen wir ihn also endlich, der Scharfrichter, der Chris und der She-Ra getötet hat. Eigentlich alle. Der wird wohl alle ermordet haben. Ich denke nicht, dass alle Mobius sich von Anfang an dafür haben einspannen lassen. Ich nehme mal, die Lebensenergie geht in ein Mobius-Kollektiv und nicht einer allein saugt sie ein. Ist ja nicht so, als würden hier Millionen Menschen leben und er würde dann nicht hinkommen, weil er die ganze Zeit schlachten muss. Was macht der da für einen Tanz? Von der Stimme her erinnert er mich ein bisschen an Kay. Ich weiß nicht, ob wir ihn schon mal haben reden hören. Ich glaube schon. In der die Homecoming Flashback. Vor über 1000 Jahren, aber ich erinnere mich nicht mehr ganz. Auf jeden Fall seine Stimme habe ich nicht so erwartet. Oder generell, dass er so
dümmer ist. Ich finde es aber schön, dass wir den auch nochmal auf den Zahn fühlen. Wie gesagt, ich war mir nicht mal sicher, ob der überhaupt noch lebt, weil die ganzen Flashbacks, die wir von dem gesehen haben, waren alle 1000 Jahre und früher. Oh no, tie him down! Den ich noch aufhelfen will? Also. Oh, wir send him flying! Okay, schön Internet-Level. Wir machen ordentlich Schaden. Ich das gerne auch mehrmals. Okay. Die KI macht nicht sehr gerne die Finisher. Wir haben verfehlt. Damit. I'm sorry, but we're gonna do another one. Okay, spielt er nicht mehr aus. Wir können natürlich auf Bonus-EP gehen, aber ob die so viel bringen, wenn er so ein niedriges Level hat, I don't know. Ich habe nichts dagegen, einfach die Musik zu genießen. Alright. This is our path to the future. My lord, my apologies. What's he saying sorry for, creep? Okay, now Ryu. Understanding. What did you... Guys, take cover! Ja, ich dachte mir schon Selbstzerstörung. Das Ding musste weg, wegen dem Signal. Now that was an explosion. What the spark did you do? Friend want to know? Dunno. Will it take long? Explaining principles take half a day. Then I'll pass. Well, whatever the snafu happened, it all went down a treat. If I was a Mobius, I'd at least try to check the situation before going all in. Seriously, what a total dingus. Anyway, we got the best possible outcome. Huh. Amazing. Aber Mio ist halb Mobius mit diesem Körper. Ich weiß, diese Quest hätte man vielleicht vorher machen können. I saw everything. The way you fought. Do you spend every day battling like this? Gladly, yes. Huh? We need the people of your colony to protect this place. It's true, there are times when our fight takes a toll on us, but we carry on that fight because we have a mission. A mission? The foe we fought today, Mobius, who made this world the way it is,
We have to take it back from them. We have to make a new world. One without fighting, where you won't have to hide away in fear. Tyon. But sometimes we do need rest, to forget fighting for a time. This place could be our refuge. I understand. Then we'll protect this land, so that whenever you grow tired of your fight, you can return here to rest. Thank you. Our mission. Huh? If we manage to win, there's someone I want you to meet. Someday. Ich meine, er würde herkommen, wenn es hier einen Onsen gäbe. Aber, you know. Oh, Mio, du bist doch halb Mobius. Ob man die Quest wirklich vorher machen konnte? Weil dann würde ich mich wundern, warum sie sich nicht fragen, wer Lord Z ist, als er den Namen gerade geschrien hat. Bin nicht ganz sicher. Colony relations changed, looks like. Getting kinda hungry here. Ich finde es schade, dass wir keinen Colony Relations für Origin haben, wo wir die ganzen Moebius sehen können. Damit ich gucken kann, welche Buchstaben denn noch fehlen. Das würde ich sehr gerne machen. Haben wir eigentlich andere Leute außer Melia? Ne, Melia und Nia sind singled out. Schon eine ganze Menge Leute hier. Wamba. Er war Olivia Ann. Doch ein paar Tote. Alright. So. Lass mal kurz schauen. Wir haben die beiden. Wir haben Triton. Postgame, weil ich es zu spät mache. Dann. Isuart ist mitten dabei. Dann noch nicht mehr begonnen. Und bei den Character Quests nur noch Senna, die allerdings auch Postgame ist, weil sie Gondo braucht. Ansonsten der eine neue Charakter und seine Folgequest. Das ist noch ganz schön viel. 3 Postgame. 4 Main Game, wenn wir die anderen nicht mitzählen. Also die Spa-Sache machen. Und den Charakter noch wäre das Maximum für heute. Ich weiß aber nicht, ob ich die Spa-Sache heute noch machen werde. Was den Charakter angeht, Nummer 7. Das will ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Vorher darf ich die Spa-Sache auch nicht machen, weil der Skill, der mir fehlt, der hundertprozentig an diesen Charakter gebunden sein muss. Was haben wir hier? Ah ja, stimmt. Die Rico Manana Quest kann man ja auch hier vorantreiben. Und wir haben sie ja gerade in der Gruppe. Wobei wir noch mehr Zeug brauchen. Mal schauen, wie es läuft. So, hey Seven. Why everyone come here together?
Riku and friends have request. What is it? A certain Nopon asked us to give this to you. Right now it's busy time, even if give paper. Someone not sure what friends it's... What? What is it? You make this Tempapa? Yes! It's Tempapa who asked us to do favor. How'd you meet with him? He's unbelievable. Is Tempapa a friend of yours? Friend? That guy? Meh. There's nothing gained by such conversation. He tell us to fetch certain item. Can you provide item? As usual, he used Nopon for errand. Rude. Why friends do this? He make Manana apprentice in return. Apprentice? What nonsense you thinking? Tempapa legendary Sheffy-pon. It also precious ambition of Manana. Sheffy-pon? He becomes Sheffy-pon when Samon not looking? Huh? You didn't know? He always show up out of blue to trade weird stuff. Recently, he not show up at all. Samon thought he most likely dead in ditch somewhere. So, this what Tempapa want. Take and get gone. Oh, thanks. Schon lustig. Dafür, dass er sich nicht mit Menschen einlässt, ist er wohl öfters in die Nähe von welchen gekommen. Tell Tempapa this thing from me. It not kill Tempapa to bring things Samon like every once in while. We tell him. And tell him to bring back hard iron he take 2 years ago. And Samon's still waiting for payment for use of anvil. Meh. How many things you want us to tell? Sagt ja, er will die Gespräche. Man, I haven't made onigiri in a minute. Hope I can still shape them right. Ah, that's nice. Now, let's take them to our patient. Na dann. I can shape them right. Als ob man das vergisst. Dann wollen wir mal schauen, wo es als nächstes hingeht. Ich weiß nicht, ob die eine feste Kolonie haben, aber irgendwo muss uns die Mission ja tragen. Jetzt kann ich einfach hier in der City enden. Senna, wait. This time around, we'd like to sit in on the conversation too. Huh? But I thought... No worries. We'll hang back and watch. We're happy to let you do the talking. Okay then, if you say so. Hey, sorry to intrude. Can we have a moment? No objections. You wish to resume questioning? No, that's not why I'm here. It's just that last time, I was kind of rude. So, to apologize, I thought I'd visit again and bring you a little something. I figured you might be hungry. They're called onigiri? Yes. I'm not very good at this, so they're about the only thing I can make. Yes. But I can guarantee they're tasty, and actually, Mimi says so too. I mean Mio, she's... Yes. Oh, sorry, my bad. Please, feel free to eat. I will eat. How about it then? Cannot ascertain purpose of question. Are they tasty? Did I make them right? With regard to first question, number 7, Comforter.
Safety, to be accurate. Assessment. Oh, really? That's good to hear. In regard to second, application of manual pressure resulting in compaction and prior cohesion, also showing excess salt level. Oh. No, wait, that's the best part. Isn't it nice and chewy? Affirmative. Huh? Number 7 has not taken sustenance in this form before. Currently considering that others of Colony 0 may also enjoy the experience. Oh, you think so? Particularly number 9 seem to be growing disaffected with the rations being distributed. And number 3, whose calorie intake exceeds the baseline, may find these more sating. As a precaution, salt levels may have to be marginally adjusted pursuant to guidance from number 6. Huh. Is there a problem? No, it's nothing. Oh, but if it's okay with you, could I ask you to tell me more? Acknowledged. Continuing explanation. So, were the onigiri tasty? You already have a sufficient reply to this question. Have you come to like the onigiri I made? Affirmative. Well, that's good then. I'll make them for you again sometime. Yes. Well, she eats like normal, and she can handle small talk. Yeah, there's nothing suspicious about her. Except she talks funny. But whatever. Let's let Sana keep her talking for a bit longer. Hey, you said you didn't have a name. Recollection of making such a statement exists. Well, then, what about Sagiri? Perhaps this is some sort of code or cipher. No, I was asking what you thought about Sagiri for a name. Cannot follow logic behind query. Requesting more rational explanation. You're using difficult words again. I just didn't want to keep only calling you, you. The designation number 7 is... Right. I just took the se part from 7 and tacked on the giri from onigiri. Sagiri. Failure to comprehend basis for utilizing this nomenclature. Well, it's 'cause you said you liked onigiri just then. Whoa. Senna, don't you think you're taking it a bit far? Yeah, love. Did you lose your brain at the gym or something? I'm sorry, Sana. I don't think I see what you're after here. Whoa, when did everyone get so mean? I think it's a great name, Sagiri. Yeah, I think so too, actually. It seems really, friendly, somehow. It's not really like you to come out with something like this, Sana. Really? Well, maybe so. But Mimi, I don't think it's right to call a person by a number. Hey, I'm sorry. I let my mouth run away from me. I understand if you felt hurt by it. Regulations contain no special provisions on restricting designation. Huh? Number 7 has no authority based on which to reject proposed designations, whatever they may be. Does that mean we can call you Sagiri and you won't mind? Affirmative. Well, there you have it then. Affirmative. Nicely done, Sana. Yeah, thanks. The girl might still be a total mystery, but really, it wouldn't have been right to call her number 7. Oh Mann. Sagiri? So ist es also. Im Englischen Segiri, im Japanischen dann Nagiri? Wahrscheinlich. Da hat sie einen Namen. Gut. Wie bringt es das weiter? Wo lebt ihr, würde ich als nächstes fragen.
What happened? A coded transmission from Colony Zero. The Mobius Consul F is requesting parley with Ouroboros. Also F. The Mobius is requesting what? Number 7 will use Own Iris as relay to forward the transmission to you. A pleasure to make your acquaintance, my young Ouroboros friends. I am F, and before we go further, I would like to sincerely apologize for the discourtesy of this method of introduction. Ugh, what a shameless slug. He thinks we'll forget he tried to kill us. You say you want to parley. How do you imagine that will go at this point? I'm certain you will feel guarded, and rightly so. And yet, with that acknowledged, I would like to offer an opening of negotiations with you. Negotiations? Should you accept my invitation, I will rescind the extermination order on you, Ouroboros. Colony Zero will henceforth no longer concern itself with your comings and goings. Oh, that'd be swell! If we were stupid enough to trust your word. And your demands? The bodily return of number 7. Huh? And that's it? That's all it would take for you to never fight with us again? Yes, you have my guarantee, and that of the whole of Colony Zero. Are you joking? You're Mobius. You'd throw away 1 or 2 soldiers without batting an eye. Certainly some consuls do display such callousness, a deplorable state of affairs. But not I. I hold the light of life possessed by Colony Zero to be of the utmost importance. Naturally, that includes number 7. That is precisely why I have reached out to you, nominally my enemies, even with the concomitant difficulties acknowledged. Are you telling the truth? Come on, Senna, don't fall for it. Can you give us a guarantee that you aren't lying to us right now? Of course, is what I'd love to say, but naturally simple words are never enough to engender trust, I know. I've sent the current coordinates of Colony Zero to number 7. We shall remain here. Should you find yourselves receptive to my offer, do please pay us a visit and bring number 7 with you. So you think giving us your location will make us trust you? How do we know this isn't a trap? In such a circumstance, you would possess a handy hostage in number 7. I trust I needn't say more. Ugh. Has this guy heard the way he sounds? Of course, that is not what any of us really want. My desire is to see number 7 safely returned to me. That is all. Number 7? Yes? I am tasking you with guiding them to Colony Zero. Follow their command until you return. Compliance. And number 7? Yes? We've all been worried about you. That will be all. I will eagerly anticipate the day when we meet in more favorable circumstances. Ich glaub dir By nicht. the Consul's authority, number 7 is hereby assigned to the Ouroboros' command as an exceptional measure for the duration. Pending your decision on the outcome of the proposed exchange, I await your command to depart. Well, this was unexpected. Sagiri, what do we do with you? So, lass mal durchgehen. S hatten wir nicht, A hatten wir nicht. Die 2 weiß ich. Hatten wir C? F fehlte, meiner Meinung nach. Das hat sich jetzt bestätigt. V und dergleichen. Ich glaube, das sind die einzigen 3 Buchstaben, die eventuell noch in der Schwebe stehen. Aber es kann sein, dass wir C hatten und ich vergesse es nur gerade. Ich weiß, wir hatten G. Sobald das weitere Vorgehen in Bezug auf die vorgeschlagenen Austausch feststeht, erwarte ich eure Befehl zur Abreise. Na dann, ich habe keinen Grund zu warten. Übrigens schön, dass Juni ihn direkt Slug nennt und sein Helm ist einfach ein Schneckenhaus. Das passt. Wait, are you serious?
You really trust that console? Of course I don't. Not entirely. I know it could be a trap as well, but still. If, and this is a big if, okay? If he was telling the truth earlier, then we won't have to fight with Sagiri and her friends. And more importantly, I'm sure there are people waiting for her there. So, for all those reasons, I thought... Well, either way, things can't stay like this forever. Rather than make speculation after speculation and do nothing, you want to set something in motion. It's also possible, if unlikely, that we might be able to talk it through. All right. Can you tell us where Colony Zero is right now? Atia region, Capricorn Peak. Huh? Oh, wait, isn't that... That's where we fought against those guys, ain't it? The point where Colony Zero is stationed is located even further in. That explains why you were lying in wait for us there. Ich weiß wo. However, the geographical feature called the Noclia Mire is located en route. Entering it is predicted to have severe negative impact on your biological processes. Then how do you guys get through? A Pharaon's environmental hazard resistance can temporarily neutralize poisonous materials. What's a Pharaon? Oh, is that the thing you were riding inside? Affirmative. Consequently, traversal through the afflicted area will necessitate retrieval and refurbishing of the abandoned Pharaon suit. We can ask Riku to fix it up. Will that be okay with you? No objections. Oh, if Riku must, we'll not leave friends in lurch. All right then. Just be patient for us a little while longer, okay, Sagiri? Compliance. Oh, Manana hopst. Okay. War mir sofort klar. Ja, ist ja das Traversal-Ding, was uns noch fehlt. Natürlich würde es dahinter liegen und da oben sein. Also 0 und Omega direkt nebeneinander, hä? Das ist hier interessant. Mal sehen, da werden wir wohl noch Teile sammeln müssen. Ja, wir wissen, wo genau das ist. Da ist der Sumpf, durch den ich eigentlich durchkam. Schon. Mal sehen, es sieht so aus, als wäre das nicht der einzige gewesen. Eigentlich kam ich ja durch. Aber es war schon fast geskriptet, wie ich da gestorben bin. Vielleicht sogar wirklich, damit ich die Kolonie nicht finde. Der Schaden, den ich da nahm, der war zu abnorm. Regelrecht berechnet. Geh weg mit deinem Hammer. Ich sag's dir. How does it look, Riku? Can you get it in working order? It looked like problem mostly cosmetic. Riku have it working in no time flat. Ohne Teil besorgen. Geil. And ready. Riku proud of own handiwork. And how does it look to you? Can you still use it? Power lines clear. All sensors online. Farron Unit Number 7 fully operational. That sounds good. Are you ready to guide us? Understood. Designating route. Ha, vorübergehend. Let's see about that. Yay, kein Giftschaden mehr. Sehr schön. Mal sehen. Wir haben in der Character Chart schon gesehen, dass sie ein Attacker ist. Und da haben wir sie. Perfekt. Die Waffe kennen wir ja auch schon. Jetzt kommt es nur noch drauf an... Oh, okay. Jetzt kommt es nur noch drauf an, was sie so kettenmäßig auf die Kette kriegt. Genau.
Da bräuchten wir einen Kampf dafür. Wenn wir sowieso keinen Giftschaden mehr kriegen. Resistance field deployed. Hazardous elements will be neutralized. That sounds good, I think. Dann können wir auch gegen das Ding hier Colony kämpfen. Zero's identification signal. We are approaching the rendezvous point. Keine Ahnung, ob wir lang genug gegen das kämpfen können, um eine Kette zu starten. Ich bezweifle es jetzt mal. Und das Ding hat mich so oft getötet. We are approaching the rendezvous point. Einfach nur wegen diesem Scheißsumpf. So we're finally here. Nothing to it. Shall we deal with this? Mann, wir waren schon regelrecht in Sichtweite. Ja, okay, das könnte vielleicht besser klappen. Ansonsten gibt es ja wahrscheinlich noch gleich einen Konsulkampf. Na, was meinen wir? Wird er durchhalten? Wenn es an mir geht, werde ich die Ouroboros gleich alle abbrechen, die sich formen werden. Ach, die werden's. Dann schauen wir mal. Mal sehen. Okay, wenn der Held das Kommando abschließt. Interessant. Mit dem Bonus wird das auf jeden Fall passieren. 150. Sie startet nicht mit super viel. Aber es wird sich automatisch schon zu dem Level läppern, was Tyon hat. Ungefähr. Mit dem Highlight zwischendrin garantierte 150. Jetzt bin ich nur noch auf den Abschlussbonus gespannt. So, senkt bei Angriffsketten physische Abwehr und Ether-Abwehr des Gegners um 25%. Das ist ziemlich gut. Für bloßen Damage. So, das wir ernst noch einmal. So. Mit den ganzen Bonus und allem sollte sie locker die 150 erreichen können. 208 nehme ich auf. Jetzt kann sie jede Kette abschließen. So, Tyon, nochmal die physische Abwehr um 45%. Das ist schon sehr viel wert mit den 25, meine Güte. So, nehmen wir mal einen Heiler höher. Einfach nur so. Und dann kann sie abschließen. Genau 200. So. Dann müssen wir sie nehmen. Die Ether-Abwehr geht dann auch down. Erstmal nur, dann können wir jetzt hier über 300% gehen, natürlich. Steht aber kein Limit bei ihren Skill, oder? Nö, nicht wirklich.
Ich mag, dass sie auch noch eine Schwäche applied bei diesem einen Angriff. Alright, nicht Mio, ich muss mit einem Verteidiger zuerst gehen. Ich darf die meisten nicht einsetzen gerade. Wisst ihr, was ich da sehe? Ein Team, wo die alle Soul-Hacker mit Heile sind und sie macht dann immer den Abschluss. Das wäre doch perfekt. Sie kann doch immer garantieren, dass man die besten TP bekommt. Das ist halt nur random dann, wer wiedergeholt wird. Man kann nicht garantieren, dass sie immer wiedergeholt wird. Zumindest nicht in der ersten Runde. Aber wenn sie nicht wiedergeholt wird, könnte ich die Kette nicht beenden. Es könnte funktionieren. Leider gehen die 150% nicht zu dem Endschaden dazu. Wie es scheint. Es waren jedenfalls nicht die 600 da, die da gerade addiert wurden. Alright, schauen wir uns mal an, wie die sich eingenistet haben in Welcome, friends. I've been hoping you would come. Gormots Kopf. We've brought your soldier as you asked. So what now? Number 7 seems uninjured. Thank you for this magnanimous measure. As promised, Colony Zero's order to eradicate Ouroboros will be rescinded. You have my word that we will never again darken your doorsteps, figuratively speaking. Talk is cheap, man. Oh, I assure you, the soldiers of Colony Zero are most faithful. They would never disobey an issued order. What's more, I personally have nothing but the deepest respect for you all. After all, you did tend to my dear number 7 and brought her back to me unscathed. I offer you my sincere, heartfelt thanks. Yeah, all right. This doesn't sit right with me. Oh, I've just had the greatest idea. Number 7, you and our guests have traveled long and far to arrive here. Why don't we introduce them to the rest of the Colony Zero personnel? Compliance. I think we're actually fine. Nonsense, no need to be shy. We need to tie a bond of trust between us, and where better to start than with a round of introductions? Sagiri, are you all right with that? The Consul's word is absolute. Number 7 does not have the prerogative of choice. Number 7, show your face to everyone. I'm sure they'd like that. Number 4 has also been worried about you. Yes. Number 4? Number 4 is Number 7's right-hand man. With Number 7 absent, he had to take over the reins instead. He means like being an aide, then. Sagiri, does that make you the commander? Parts of the definition appeared discrepant, but on the whole, there are no major issues with that denomination. You could have told us, you know. I have no record of the fact being queried. You've noticed it too, right, Tyon? Yeah, and I can't make sense of it. The Consul's attitude is one thing, but more importantly... The Pharaonis. The one thing a colony needs, and there's no sign of it here. Or maybe it's just something completely different from the colonies we know. Und da hinten fehlt einer. A special unit under direct Mobius command. Were we too hasty coming here? For Senna's sake, and for that girl she trusts. Let's hope not. It's another thing to see it for yourself, eh? Na, wobei, da fehlt nicht einer. Da fehlen schon noch ein paar mehr. New colonies on the grid.
Sollte ja, was war Nummer 9? Es sollte ja mindestens 9 geben. We got new folks on the map. Die reden ja noch ein bisschen normaler. We got new folks on the map. Oh Gott. Das ist nicht gut, dass sie die Wolkenfeste so klar sehen können. Holy moly. Die müssen weg, allein wegen diesem Sichtradius. Und da unten die Straßen von Kolonie Gamma. Alright, Nummer 4. Number 7. I'm relieved to see you back safe. Number 4. No status abnormalities? We're all good here. Number 10 and number 8 are currently on a mission, but should be back soon. Revising query. Are there status abnormalities in number 4's condition? No. I'm okay. Number 4 can still fight. However... Number 7, you're not at fault. If anything, it's my fault. Having such poor abilities in battle. Without disengaging the Farron's limiter, I couldn't fight Number 4. What's wrong? What is it? Sparks, you don't think this is... His flame's leaking. I'm cold. Number 7? Where? I can't see a thing. Sagiri, what just happened? Number 4 has given his life to the Pharaoh. Oi, you better explain yourself. The Pharaons are powered by life's flames. The flame clocks that impel them are synchronized to those of their passengers. Wait, did you say flame clocks? Does that make the Pharaons... Indeed. The design differs, but you could see them as functionally identical to Pharaonesis. In addition, Pharaon flame clocks are fitted with the function to disengage the limiters. Disengage the limiters? Doing so allows the Pharaon to burn through the flames that fuel it at an accelerated rate, maximizing the unit's power output. Once the limiter is disengaged, a first-term soldier can perform at a level comparable to a colony's commander. That incandescent power is the pith and marrow of the Pharaons, of Colony Zero's might. But what is Colony Zero to begin with? Who are you? Who are its soldiers? You could say we are those who work behind the scenes of this war. Battlefield manipulation, inciting sedition, information control, elimination of third-party forces. It's all due to our ceaseless, thankless efforts that this war can continue unabated, and each life's fate arrives as ordained. In other words, we maintain the fabric of the world. That is the duty which is our pleasure to fulfill. Nothing but empty words. That's the reason you put your men in those things. Well, mate, you just showed us your whole ass. I knew you didn't care about the lives of your soldiers after all.
Preposterous! I treasure their lives above any other good. They are to me the most exalted substance. Their immaculate lives, sacrificed in service to the world, permeate it and form the basis of the eternity we Moebius covet! Stop it. Protecting my innocent lambs whose souls lubricate the gears of the world through a sublime sacrifice. That is the highest calling! Isn't it the loftiest vocation conceivable? Surely you must agree. Shut up already! I must beg your pardon. Have I said something to incur your displeasure? Snuff all of that and snuff you! How dare you! How could someone like you think for a second you treasure Sagiri? You have no right! We'll bring you down right here and now. Sagiri and everyone will be free from the flame clocks. But what in the blazes has brought this on? I told you from the start, I had no intention of fighting you. Have you lost your mind? Well, it seems unavoidable now. It seems the negotiations have broken down. Truly regrettable, and yet perhaps inevitable. All Farron units, heed my call. You are ordered to disengage your limiters. Number 7, your orders. Bring all your might to bear and crush the Ouroboros! Sagiri, listen! You don't... Compliance. Commencing Ouroboros annihilation. Sagiri. Ha. Also nochmal die. I know how you must feel. But for now, we have to fight, Senna. All units fall in and stand by. What's this? Consul, a report. What's the matter, number 7? Large expenditure of life's flames is forecast if limiters are disengaged for combat. Proposal following analysis of all units' flame totals. Restrict limiter disengagement to unit number 7. I see. What? What's she doing? She's trying to get her mates out of fighting. Number 7, I recognize your unparalleled radiance. It brings you honor. Now behold, by my authority as consul, I order you, all Farron units, disengage limiters. Sagiri! That snuffer. Just when I thought he couldn't go lower. Oh, number 7. Truly you are a marvel. The cry wafting from your spirit, it will water this endless world and make it bloom eternal. First off, let's deal with these guys. Yeah. Just wait, Sagiri. We'll get you out of this mess, I promise! Und wieder ein Kampf mit dieser schönen Melodie. Genau wieder mit bei N. Okay, erstmal fokussieren. Ganz egal, was der Konsul tut, er denkt wirklich, dass also alles okay ist. Der meint es nicht böse. Der meint wirklich, was er sagt. 100%. Das nur, dass er verblendet ist. Ansonsten weiß ich nicht genau, warum Nummer 4 da jetzt umgekippt ist. Ist er literally gestorben? Denn ja, warum? Er hat sein Leben seinen Farron gegeben. Ist dieser Farron zerstört worden gerade? Wenn ja, warum? Das sind so die Sachen, die ich noch nicht geblickt habe.
Stufe 3. Jetzt Fotoreisen wir sie. Okay. Jetzt Sigiri. Oh, sogar Sword Mode. All right. Yeah! Sagiri, please! Just snap out of it! You don't have to follow these orders! Sagiri! You're free to do what you want! Seki, free to... Well now. What a curious phenomenon. Number 7, I'm changing your orders. Kill that Ouroboros first. Top priority. Comply it. Don't do it, Sagiri! That's an order, Number 7. Number 7, what are you... Huh? Number 7. Der ging einfach down. Sogar ganz ohne Kampf. Sagiri! Are you okay? Please, talk to me, Sagiri! Number 4. Huh? Number 4. Don't go. Number 7. Will protect. Number 4. Everyone. Noah, please! For Sagiri! For them all! Right! Wenn jemand im Chat da wäre, würde ich ja sagen, F in den Chat für Nummer 4, aber F hat ihn getötet. Also, you know, wäre nicht ganz appropriate. With the Consul's death in the line of duty, Colony Zero's chain of command is broken. Number 7 currently has no duties to perform, and no orders to follow. That means you don't have to fight us anymore. However, it is a matter of record that Number 7 took hostile action against Ouroboros. Perhaps you wish to mete out an appropriate punishment. Sagiri, you did nothing wrong. Really, we should be thanking you. Thanking? Why would that be? I mean, before, you attacked the Consul instead of us, so you held back from fighting us, and thanks to that, we were able to take down the Consul. Anyway, that's enough about that. Now it's time to think to the future, right? I cannot comprehend. Huh? Why do you speak to Number 7 that way? Under what orders and from whom? Why did Number 7 disobey orders? Why did I not attack you as instructed? Requesting swift reply. Furthermore, requesting orders. Sagiri. Number 7 is confused. I do not know what actions to take. I know what it's like to feel lost, uncertain, not know where to turn. But even you must have some things you think you'd really like to do, right?
Number 7 does not have thoughts matching that description. In that case, let's put our heads together. Let's think of things you might want to do. Is that an order? Nuh-uh. Nobody's giving you orders anymore. From now on, Sagiri, the only orders you should follow are your own. The situation described does not conform to the accepted definition of orders. It was just like a metaphor, or was it a simile? I really cannot comprehend. But although I cannot comprehend, Sagiri gives orders to Number 7. If the circumstances be interpreted this way, then Sagiri, I may be able to comprehend. Oh, Sagiri. Is it odd? No, I don't think so. I'm sure it's exactly right. Since, after all, you're free now. So, Sagiri, what are your orders for Number 7? Top priority should be to investigate what it is that I want to do. More data must be gathered before this is ascertained. That sounds very like you, but I think you're making it too complicated. It doesn't have to be just one thing, and it can be anything, really. It can be anything? Yep, anything at all. In that case... Yes? Did you think of something? Right now, I think I'd like one of your onigiri, Senna. By the way, I wanted to ask about the Pharaon. I suppose there's no way to use them anymore. That statement is incorrect. Oh, really? Motive function can be restored by switching to alternative power source using ether cylinders. Power output will be inferior to the original flame clock system, and the limiter can't be removed, but shouldn't hinder combat. I will be able to fight on. Wow, that's great news. Do you think we can ask you to fight by our side again, then? Understood. Pharaon Unit Number 7 will gladly join Ouroboros Battle Unit. We'll be counting on you then, Sagiri. Sehr schön, endlich den letzten Helden rekrutiert. Ouroboros Command Structure accepted. Das Klassenerbe, wer wird's wohl sein? Juni! Was? Senna? Nein! Schwächt Feinde für mehr Schaden. Breitet Schwächungen aus, um die Kampfkraft aller Gegner zu senken. First, let's talk about all the stuff you might want to do in the future. Affirmative. Es sind hier plötzlich mehr. Das waren vorhin noch 5, jetzt sind hier 7. Wir um 8. Wir haben zwar kein F in den Chat für, hier sehen wir auch ganz gut die Mordeen-Hand, für Nummer 4. Aber weil er dachte, dass er okay ist, ne, er dachte ja wirklich, dass er ein guter ist, F in den Chat für F? I don't know. Aber hey, Nummer 4 ist tot, aber Nummer 5 lebt, I guess. Ist Nummer 5 denn hier? Tatsächlich nicht. Aber Nummer 8 und 10 sind zurück, deswegen sind es 2 mehr. Ja, es ist nicht das erste Mal, dass wir uns getroffen haben. Always nice to see a new face. Gegen die meisten von denen werden wir schon gekämpft haben.
Always nice to see a new face. Na, dich hatten wir schon. Okay, I see. Das war's also. I should write this all down. Always nice to see a new face. Er hat wahrscheinlich sehr oft seinen Limiter entfernt. Auf eigene Faust. Und dadurch ist er jetzt gestorben. Das war's halt einfach. Quasi seine natürliche Lebensdauer. Dennoch, was ist mit Nummer 5? Nummer 7 ist bei uns. Nummer 4 ist tot. Na gut, wir haben ja auch keine 1 und 2. Sind sie unterwegs oder vielleicht... Es werden wohl schon andere gestorben sein. Ich hatte ja noch keinen Ersatz für die gefunden. Ich nehme an, er ersetzt die immer mal. In dem 10-Jahres-Zyklus, diese Einheit muss es schon eine ganze Weile geben. Bestimmt nicht von Anfang an, aber bestimmt sehr weit rein. Genau wie der Scharfrichter und seine Einheit. Alright. Wir sind bei den 11 Stunden. Ich hoffe mal, es dauert keine weitere Stunde. Sonst wird es ein kleines Problem geben wegen dem VOD. Aber ja, gehen wir mal hier zu Isurt. Und machen seine Quest jetzt, wo wir hier einfach durchlatschen dürfen. Aber danach ist Schluss. Ja. Sion Saido. Und Rico Mananas Rest machen wir heute nicht mehr. Ist das wirklich alles? Ah ja, Triton auch noch. Und natürlich die Postgame-Sachen. Also der nächste Stream für Xenoblade wird trotzdem sehr deftig. Ich muss Sigiris Ascension-Mission noch freischalten. Da wird es noch eine geben. Mal schauen, vielleicht lernen wir da ja die fehlenden Nummern kennen. Ah, The Lost Numbers. Das sind hier die aus der City. Naja. Let's walk the path ahead. Together. Oh ja. Und let's mark the mission ahead. Together. So, noch eine aktiv, die anderen 3 sind nicht gestartet. Dann haben wir 4 Missionen, 6 Missionen, 7 Missionen für die Mozena plus das Ende des Games. Das ist, wie gesagt, trotzdem noch sehr deftig. So there's a spa here. Quite a point of interest from the look of things. Lass mal sehen, wie viele Missionen wir heute haben. Wir hatten 3 Charaktermissionen, Tyon Lance Uni. Und bei den Helden, also nur die fertig waren. 1. Ethel und Kamaravi kann man das eine zählen, so kurz sie auch war. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also nur knapp über die Hälfte. Mit der ISO schon mitgezielt. Trotzdem, damn, vielleicht werden es doch noch 2 Streams. Damn, damn, damn. Lovely. Ist das eine heiße Quelle, wo wir jetzt drin sind? Ja. Da haben wir noch so ein Fragment. Haben wir noch keine Ahnung, wofür die sind. Wir sammeln sie einfach, um sie zu haben. Das sind die besten Sounds. Ja, ein weiterer Supply Drop. Der wird mir aber wohl nicht die Rico Manana Materialien geben. So. Triton, Isot, Dings. Die sind alle in Aetia. Sion? Nicht Isot. Saido. Alle in Aetia. Hey, is that a cave? Should we go in? Okay, das ist dann sieht ein bisschen so aus wie Wasser wegen der Farbe. Oh.
There's an unusual smell coming from over on the right. Höhle des Unheils. Auch schon wieder so ein bisschen wie... Oh. Ich glaube, der war für Rico und Manana. Hey. Ja, Lagunit, so rum. Das war wirklich eins von den Dingern. Don't you think there's something off about this place? Ja, die Gegnerstärke. 95, 96? Das ist doch einfach wieder das Innere von Bionis. Oder? Das hier ist aber wirklich. Wir haben da auch schon wieder Sophronias. Genau wie im Inneren von Raya. Das ist aber nicht Genbo. Genbo war nicht so. Raya war so. Bestimmt das Innere von Bionis. Wir hatten das schon an einer anderen Stelle, aber hey, Bionis war groß. Okay, da haben wir noch eins. Wie schön, dass wir die Dinger hier haben. Wie passend. Come to uni. Tja. Ist immer so smug. Warte mal, wie viele brauchte ich davon? Habe ich schon genug? Noch einen weiteren. Ich hatte offenbar schon 3 von Anfang an. Das ist doch gut. Boah, da werde ich aber ein bisschen forschen müssen. Ich glaube, die Dinger werde ich auch offscreen sammeln. Also die restlichen fehlenden Sachen. Aha. So much to see, huh? Da sind wir. So, this is the spa. So it is just a great big stonking bath. Looks can be deceiving. They told us it has special properties, remember? The humidity is insane. Do you think the water's hot? Huh? Hold it. Something's here. Seems we're not the first visitors today. Weapons ready! Die schöne Kampfmusik hier. Dass Dexen und Pyrotans zusammenarbeiten. Oder Pyrotans meinetwegen. Das sieht man auch nicht alle Tage. Das sind doch immer separate Camps. Ein Onsen hat sie vereint. Na, was für ein Interlink haben sie gemacht? Ja, lass mal schauen. Ja, die machen echt keinen Finisher, die KIs. Level 2 ist okay. Das war der letzte? Nein, noch lange nicht. Overheating ist nicht nötig. Those guys, they healed up something crazy. Was that an effect of the spa's waters? Does it matter anymore? Now you can just dive right on in. Huh? But, Right. Ready, is it? as promised, time for us to chuck you in. Hold up! I don't remember making any...
What? What is the meaning of this? Commander, are you okay? Other than my heart, I believe I'm quite all right. Thank you. Just like the old man said, if there's nobody there, it's good manners to jump right in. Even so, that's not... However, the water is good. What does it feel like? The temperature is very pleasant. So like I've been saying, it's just a bath. Look, my wounds are closing as we speak. Wow. So what that man was saying, it wasn't entirely wrong, it looks like. Yes. Now that I'm in here, I don't think I ever want to leave. Right, my turn then. Oi, what's wrong with you? Everybody get in. Huh? My word, I'm healing in places I didn't even know I had. Aren't you coming in? The water's fine. But I, I'm coming back to life. Not that I was dead or anything. Would I have to strip down? Oh, right. The old man, he did say there's a proper way for getting in the water. But I mean... right here. Hey, guys, where's your sense of culture? Get in already. You don't want it getting cold. It's perfect for healing your wounds after a grueling battle. But, Commander... You can be hopeless. Uni, boot him in already, will ya? Roger that. Now, wait here a minute, Uni! I never said I was going in! Spark, why did it have to end like this? Tyon, it's a good experience for you. It wasn't so bad, was it? Well, now that you ask. Yeah, taking a dip wasn't bad at all. Right. All my tiredness is just completely gone. Did you enjoy your break? I did. Thanks to you, I feel as if a weight's been lifted from my heart. I believed I was working for the colony, but really I was running myself into the ground. So it was worth coming here. It just shows that there's room in any heart to appreciate the finer things. This has given me a lot to think about. At some point, I'll have to bring everyone in the colony here. If you can make everyone fit. In a space like this, people have to take turns. The lines will get long. Huh. Then perhaps we need to dig some more holes. We might even discover some new springs. You're really serious? Once the fighting ends and people have more free time, then I might give it some serious thought. Digging a few holes shouldn't pose us too much of a challenge. We are miners after all. But wait. If we can discover many more of these spas, we could bring in people from other colonies. Looks like you've caught the spa bug, Izzard. Times like this are when the commander shines the brightest. Bet you're glad we helped him, Tyon. Yes. I think he's going to be an even greater help to us now. Shall we be off? Our next objective awaits. Ja, hat keine Stunde gedauert. Na bitte. That's alright. Zeigt aber so ein bisschen, dass die City die Leute hier so ein bisschen beeinträchtigt hat. Denn bevor es zur City ging, ich erinnere mich noch ganz am Anfang des Spiels, waren die Frauen diejenigen, die sich einfach umgezogen haben und die Männer, die so ein bisschen, naja, waren. Ich meine, Tyon und Noah waren immer zögerlich, aber, Juni hat kein Problem. Die haben sie am Anfang gesehen, da war alles Unisex in Kolonie 9. Ich schätze mal, so war es auch für die anderen. Aber es scheint nicht ganz so sicher zu sein, I don't know. Aber heck. Tyon wurde mit Klamotten reingeworfen. Izzard wurde auch am Anfang mit Klamotten reingeworfen. Das ist schon nicht so schlimm. Meine Fresse, wie viel Ether. Ein Drüchen gibt's hier auch noch.
Ja, und dann gibt es da noch diesen Durchgang. Waren wir da schon? Wir sind so ein bisschen reingegangen. Ich schätze mal, ich wurde da einfach getötet. Das ist so hundertprozentig Bayonnes Inneres. Die meiste Landmasse wird halt von Bayonnes stammen. Und wir haben da hinten seinen Kopf, also es passt. Das ist hier so die Bauchregion wäre. Die untere Bauchregion, das andere da unten immer noch irgendwie so. Von dem, was connected ist. Sein Bein ist natürlich auch auf Höhe des Kopfes, aber das kann durch die Dimensionsverschmelzung sein. Da kann viel passieren durch sowas. Ja, wie gesagt. 7 Sidequests haben wir da noch. Fürs nächste Mal. Und für heute sind wir dann durch. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche eine gute Nacht. Was morgen Stream gibt, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Ja, für Xenoblade muss ich jetzt wieder ein klein wenig was vorbereiten, aber diesmal nur 2 Quests und keine, was war das? 17 oder so. Wird also nicht ganz so lange dauern, diesmal. Wir ganz fix in einer Playstation gehen. Und dann hoffe ich, im nächsten Stream das Spiel durchspielen und eventuell haben wir einen Epilog-Stream. Dann könnten wir mal in 3 Quests nach hinten schieben, falls nicht genug Zeit bleibt. Dann machen wir halt 4 vorher und dann das Ende. Und dann im anderen Stream die restlichen 3. Aber ich glaube, im nächsten Stream spielen wir das Spiel durch. Das ist jedenfalls der Plan. Also im nächsten Stream von Xenoblade. Das heißt nicht, dass es der nächste ist. Es kann sein, dass ich, wenn ich morgens streamen sollte, wahrscheinlich Horizon, weil ich sehr müde bin. Wir haben ja jetzt 5 Uhr morgens durch. Sehr viel Schlaf werde ich also gar nicht bekommen. Und deswegen ist es ein großes Wenn. Ich weiß gar nicht, ob ich Monster Hunter und Genshin wirklich noch im Laufe des Urlaubs schaffe. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Der Liebe greift uns nicht an, zum Glück. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Gute Nacht und tschüss.